Können wir beginnen? Take one. Und gerade fragen, ob es einer tut. Und ich freue mich riesig, dass das tatsächlich geklappt hat, dass wir uns in dieser Runde zusammenfinden. Heute zu unserer Diskussion, zu unseren Vorträgen zum Thema jüdisch-christlicher Antinatalismus. Die Tagesordnung ist gut sichtbar und ich würde vorschlagen, dass wir, weil wir auch so wenig sind, in diesem Rahmen, in diesem Format, beginnen mit einer kleinen Vorstellungsrunde, damit wir wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Und wir fangen natürlich an bei unserem Gast, Herrn Dr. Karim Akerma, ein Hamburger Philosoph, hat an dieser Universität Hamburg, studiert und auch promoviert zum Gewinn des Symbolischen, zur Ableitung der Naturtheorie aus dem gesellschaftlichen Sein in der Tradition der kritischen Theorie seit Marx und war hier auch unterwegs bis kurz vor der Habilitation. Die Habilschrift habe ich hier in meinen Händen, ich lasse sie mal umgehen. Dazwischen Forschungsaufenthalte in Schweden, wie ich gesehen habe, in Houston, Texas und zahlreiche Lehraufträge an dieser Universität und an der Uni Leipzig. Und ganz besonders hervorgetan hat sich Herr Akerma als Vertreter der antinatalistischen Philosophie. Da hat er ganz besonders ein sehr verdienstvolles Werk der Community überreicht, nämlich sein gut 700 Seiten starkes Antinatalismus-Handbuch, wo er einmal den Antinatalismus philosophiegeschichtlich einordnet, in den philosophiegeschichtlichen Kontext setzt. Das ist etwas, das sonst so ein bisschen zu kurz kommt manchmal. Spuren nachgeht des Antinatalismus in der Literatur, aber auch zum Beispiel in der bildenden Kunst und schließlich dem Leser noch einige sehr nützliche Neologismen, Begriffe an die Hand gibt, damit man darüber auch vernünftig und differenziert argumentieren kann. Und jetzt freuen wir uns riesig, dass er sich die Zeit genommen hat, mit uns ein bisschen darüber zu diskutieren und uns an seinem Wissen und seinen Meinungen teilhaben zu lassen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ganz toll. Danke. Dann vielleicht noch ein paar Worte zu mir. Ich bin Lennart, ich bin 25 Jahre alt und Student der klassischen Philologie an dieser Universität im 4. Mastersemester inzwischen. Und ich sage einmal vorab, ich bin nicht gläubig, nicht religiös und theologisch nur ganz rudimentär bewandert. Aber, und das ist ein großes Aber, ich bin sehr aufgeschlossen gegenüber solchen Thematiken und ich habe als Philologe ein sehr großes Interesse an alten Texten und Verständnis alter Texte, so auch an diesem hier, Ekklesiastes, Prediger Kohelet, womit wir uns die letzten Monate sehr gründlich beschäftigt haben. Und ich habe natürlich trotzdem einen kleinen ideologischen Hintergrund. Ich komme ursprünglich aus der Tradition der stoischen Philosophie, habe mir also in meiner frühen Jugend täglich fast Epiktet und Marc Aurel und Seneca und wie sie alle heißen zu Gemüte geführt und das hat mein eigenes Denken, mein Weltverständnis auch sehr nachhaltig geprägt. Seit einiger Zeit allerdings hat es mir insbesondere die Philosophie aus dem Schopenhauer-Umfeld, ganz besonders natürlich der von mir oft gelobte Philipp Meinländer, angetan, das anthropofugale Denken Ulrich Horstmanns und selbstverständlich die antinatalistische Philosophie, David Benatar und andere, mit der ich mich in den letzten Monaten mit der ich sehr viel Zeit verbracht habe und mich sehr gründlich damit auseinandergesetzt habe. Und dieser Zugang, den diese Philosophen haben zum Christentum, mit dem kann ich auch sehr viel anfangen. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie weit sich diese scheinbar entgegengesetzten ideologischen Systeme doch miteinander kombinieren lassen. Und freue mich ganz besonders, dass ich das hier in dieser Runde tun durfte und heute auch tun darf. Also das einmal zu mir, dann würde ich das Wort übergeben. Hallo, ich weiß ja nicht, ob Sie es schon wussten, aber mein Name ist Simon Lewin und vor 4 Tagen hat sich meine Existenz zum 26. Mal gejährt. Vielen Dank. Und ich bin auf den Antinatalismus gekommen aus
persönlichen Gründen, weil ich durch meine Arbeit im Krankenhaus mit sehr viel Leid konfrontiert wurde. Und danach habe ich mich auch immer weiterhin beschäftigt mit literarischen Texten, die dem auch nahe gehen, so auch Karima Kermers Texte. Und ja, bin für mich zu der Entscheidung gekommen, dass es sogar sinnvoll ist, zweierlei Bücher dazu zu veröffentlichen. Bitte kaufen Sie es. Sehr zu empfehlen. Ja. Und ja, bin aus verschiedenen Ansätzen dazu gekommen, für mich zu begründen, dass der Antikapitalismus durchaus eine sehr gut zu vertretene Weltsicht ist. Ja, ich bin kein Antikalist, aber ich bin sehr interessiert an Ihrem Vortrag und an dem heutigen Abend. Ich bin David, ich studiere hier an der Uni Hamburg Lehramt mit den Fächern Religion und Politikwissenschaft. Ich würde mich so als aufgeklärten, dialogorientierten Protestanten bezeichnen. Habe mich gerade während der Schulzeit auch viel mit Philosophie beschäftigt, vor allem mit Konstruktivismus. Und überlege jetzt meine Masterarbeit über die Theodizee-Frage im Unterricht zu schreiben, was ja auch im engeren Sinne mit Leid der Menschen zu tun hat. Bin auch sehr interessiert, aber würde mich auch nicht als Antinatalist bezeichnen. Ja, ich bin 27 Jahre alt. Ich bin auch keine Antinatalistin grundsätzlich, dem Thema aber sehr aufgeschlossen. Das Ganze hier hat angefangen, weil ich vor 2 Jahren zum Glauben gekommen bin und quasi eine Neuorientierung durchgemacht habe. Und aufgrund dessen wollten wir uns eigentlich zu dritt treffen, um die Bibel zu übersetzen. Da haben wir angefangen mit dem Buch Kohelet und so ist das hier alles zustande gekommen. Und naja, ich nehme es wie es ist. Ich bin sehr neugierig auf jeden Fall auf den Vortrag heute und freue mich, dass Sie hier sind. Ich bin Bene, aber um der Tradition nachzukommen, Vor- und Nachnamen zu nennen, bin ich Benedikt. Ich habe 7 Jahre Theologie studiert. Genau, und bin schon viel mehr Jahre selbstgläubig. Bin relativ konservativ, will ich nicht sagen, fast fundamentalistisch schon, freikirchlich aufgewachsen. Habe mich dann über die Jahre etwas liberalisiert, auch mit dem Studium, wie das häufig so ist. Genau, bin eigentlich auch einer von den zur Sprache gebrachten 3 Persönlichkeiten, die mal an einem Bibelstudium teilnehmen wollten und bin in Zukunft auch gerne für diese ursprüngliche Unternehmung offen. Ja, wird fortgesetzt nach diesem sehr wichtigen, interessanten Exkurs, selbstverständlich. Genau. Ja, genau. Bin dem Antinatalismus gegenüber, weiß ich jetzt nicht irgendwie, also nimmt mich nicht mit, weder positiv noch negativ, aber bin darum natürlich gespannt, das hier heute zu hören und bin natürlich auch besonders gespannt auf die theologischen Aspekte der Vereinbarkeit dessen mit dem frühchristlichen oder modernen christlichen Weltbild. Genau, und ich bin Hannah. Ich bin 30 Jahre alt und studiere Theologie im sehr hohen Semester. Genau, und ich habe so ein bisschen, nicht ganz so eine ähnliche Geschichte wie Bene, aber also eine beschleunigte Bene-Geschichte sozusagen. Also ich bin komplett säkular aufgewachsen, so. Ich war die Einzige, die gesagt hat, nee, Konfirmationsunterricht mache ich nicht. Und bin dann mit 16 in die USA gegangen, so richtig schön unten in Bible Belt und bin da zum Glauben gekommen, weil mich die Form einfach so mitgerissen hat, weil ich hier nur diese langweiligen lutherischen Gottesdienste kannte und ich war so, oh mein Gott, Beamer, Gitarren, what? Und genau. Und bin aber sehr, sehr dankbar, dass ich dann in die Stadt wie Hamburg zurückgekommen bin, die mich dann rapide wieder liberalisiert hat. Und jetzt habe ich mich, würde ich mal so sagen, in einem progressiven, queer-feministischen Glauben / Theologie eingefunden. Und genau, und das war auch der Grund, warum Lennart mich gefragt hatte, ob ich dann an dieser Runde eben zum Ekklesiastes-Lesen teilnehmen möchte. Ich meinte, ja, alles Patriarchat ist scheiße und er so, ja genau, komm dazu. Und genau, und so bin ich hier reingekommen und ja, und bin jetzt auch super gespannt,
ja, Ihren Vortrag, falls Sie was vorbereitet haben oder zumindest die Diskussion, je nachdem, wie es sich ergibt, mir das anzuhören. Genau. Klasse. Und wir schulden Hanna ganz besonderen Dank einmal für die Bereitstellung der Technik und für die Bewirtung hier. Also vielen Dank, Hanna. Vielen Dank, Ich wollte nicht das Wort wegnehmen. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Also aus dem, was Sie jetzt vorab erzählt haben, dem entnehme ich, dass Sie hier eigentlich die Spezialisten sind und ich jetzt in einer Situation einer Person bin, die Ihnen einige Gedanken vorträgt, die ich mir nach der Einladung von Herrn Camille gemacht habe. Also ich bin aber hier nicht der Fachmann, das sind Sie sind hier die Fachfrauen und die Fachmänner und ich bin gespannt, was Sie zu den Gedanken, die ich gleich vortragen werde, sagen werden. Einleitend möchte ich noch sagen, mein erster Vortrag überhaupt zum Antinatalismus war 1995 in Leipzig vor der evangelischen Gemeinde, alles Gläubige. Aber eine sehr aufgeschlossene Gemeinde, man hat da auch sehr gut diskutiert. Heute, ziemlich genau vor 25 Jahren heute, habe ich das Buch, das bräunliche, was halt das andere vorgezeigt hat. Das muss ich etwas korrigieren, das habe ich vor ziemlich genau 25 Jahren, 1997, an der Hamburger Uni als Habilschrift, das stimmt, eingereicht. Sie wurde dann aber 5:4 abgelehnt. Wobei sich ein Theologe, das ist mir dann zugetragen worden, dafür ausgesprochen hat. Damals, 1997, konnte man noch nicht offen über den Antinatalismus diskutieren, also das war einfach unmöglich. Da bin ich völlig naiv reingelaufen, hatte auch keinen richtigen Schutz durch einen mächtigen Professor, sondern habe gedacht, ich mache das jetzt. Der hat gesagt, wir machen das klappt, aber es hat nicht geklappt. Da muss man bei den Kollegen vorfühlen, sonst kann man sich nicht einfach mal eben so habilitieren und schon gar nicht zu dem Thema. Das dickere Buch von 2017, haben Sie das aus der Stabi ausgeliehen? Ja, das ist verfügbar. Das hat die Stabi erst nicht haben wollen, möchte ich auch noch kurz dazu erzählen. Ich musste mich bei der Leiterin der Stabi beschweren, bis das Buch endlich angenommen wurde. Es war eine Schenkung und die ist mehrfach abgelehnt worden. Aber nach meiner Beschwerde bekam ich dann eine E-Mail von der Leiterin der Stabi und sie schrieb mir, das ist doch ein ganz tolles Buch und sie würde gar nicht verstehen, warum das nicht als Schenkung nicht angenommen wurde. Kann ich bestätigen. Also wie gesagt, heute ist die Situation Antinatalismus viel besser, viel offener und ein Zeichen ist auch, dass Sie mich hier eingeladen haben. Ganz toll, ganz großartig. Wobei ich bei meinen Seminaren in Hamburg auch schon zum Thema sprechen konnte, komischerweise. Da hat mir niemand ins Handfeld gefunden. Jetzt müssen Sie leider darauf vorbereitet sein, dass ich etwa 40 Minuten Vortrag machen werde. Das war, glaube ich, so die Zeit. Ja, also dem Vortrag würde ich gerne noch die Zusammenfassung. Genau, wir haben noch die Zusammenfassung. Genau. Mhm. Genau, oder ich wollte Ihnen nicht das Wort. Nein, ich wollte nicht. Ich habe Okay. es ganz vergessen. Okay, alles klar. Dann wir können auch gerne zwischen meinem Kurzvortrag und Ihrem Vortrag eine kleine Pause machen zur Erfrischung, zum Test. Also das soll alles möglich sein. Ich würde einmal ganz gerne Simon und Ihnen und meinem eigenen Kurs gerne die Ergebnisse unserer Lektüre präsentieren. Wir haben in den vergangenen Monaten uns die Schrift Ekklesiastes, Prediger oder Kohelet auch genannt, aus dem Alten Testament vorgenommen und sind dabei langsam aber gründlich vorgegangen, haben jetzt die ersten 5 Kapitel bereits gelesen und die habe ich hier einmal zusammengefasst, auch mit den Impulsen, die wir liefern konnten aus unseren unterschiedlichen Hintergründen. Erst einmal ganz kurz zur Bezeichnung. Es ist tatsächlich ein Buch, das 3 verschiedene Titel trägt: Kohelet, Prediger und Ekklesiastes. In der allerersten Stunde hat mir Bene mit seinen ausgezeichneten Hebräischkenntnissen einmal die Etymologie aufgeschlüsselt. Kohelet von dem hebräischen Wort für versammeln, das ist offenbar aus dem Partizip abgeleitet und gemeint ist damit ein Sammler, ein Versammler. Das kann entweder ein Sammler von Sprichwörtern sein oder ein Weisheitslehrer, der eine Versammlung einberuft, um sie irgendwie zu unterrichten. Die griechische Bezeichnung Ekklesiastes, die wir hier in der Septuaginta, die ich hier vor mir habe, finden und die dann auch Einzug gefunden hat in die lateinische Vulgata, Ekklesiastes, die bezeichnet eigentlich auch genau das, jemanden, der an einer Volksversammlung teilnimmt oder noch vielmehr einer, der diese Volksversammlung, diese Ekklesia einberuft.
Die Bezeichnung Prediger findet sich seit Martin Luther häufig auch mit dem Zusatz Salomo. Wie es dazu kommt, das klären wir später noch ein bisschen. Erstmal vielleicht zur Einordnung allgemein. Also dieses Buch gehört zur Gattung der Weisheitsliteratur und auch zum sogenannten salomonischen Teil der Bibel. Das heißt, sie werden dem Salomo traditionell zugeschrieben, genau wie die Sprüche, also Proverbien und das Hohelied, das Kantikum und auch die Weisheit, also das Buch Sapientia. Und hier in meiner Septuaginta-Ausgabe, also in dieser sehr frühen griechischen Übersetzung, da findet es sich in dem Bereich der poetischen und prophetischen Bücher zwischen den besagten Proverbien und dem Kantikum. Vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, das ist auch Simon vorhin aufgefallen, das ist Poesie, also für den antiken jüdischen Menschen auch ein ästhetisches Erlebnis, auch wenn da, ich sag mal, die Merkmale der uns geläufigen Dichtung fehlen, das heißt, da haben wir keine Reime und da hält sich auch die metaphorische Bildsprache eher in Grenzen. Es handelt sich aber trotzdem um gebundene Sprache, aber eben relativ simple Sprache. Es sind viele Wiederholungen dabei und zeichnet sich vor allem durch diesen sogenannten Parallelismus membrorum aus. Damit ist die Abstimmung der Versteile und Versglieder aufeinander gemeint. Also deswegen hat das so fast eine Art zyklischen Aufbau. Zu der Datierung einmal, das wird datiert, also in deiner Bibelkunde stand aus 4. oder 3. Jahrhundert vor Christus. Ansonsten ist man sich auch relativ einig, dass das aus der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts vor Christus stammen muss. Da gibt es einige Hinweise, vor allen Dingen die kulturellen Einflüsse, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Martin Smith, also der Autor von No Baby, No Cry zum christlichen Antinatalismus, der setzt das ein bisschen früher an, im Jahr 950 vor Christus. Das ist zu verwerfen, aber wie er darauf kommt, das sehen wir, wenn wir uns den ersten Vers anschauen. Ich weiß nicht, haben Sie eine Bibel dabei, die Sie benutzen können? Ansonsten Ich habe keine dabei. Achso, okay. Ich kann auch zuhören, wenn Sie das vorlesen würden. Einfach zu. Ne, wir haben extra. Wir haben also 58 Bibeln mitgebracht. Die ist eigentlich ganz. Ich habe die Basisbibel mitgebracht von allen 20, die wir zu Hause haben, weil da am Rand immer auch noch ganz coole Erklärungen stehen, teilweise. Das ist sehr hilfreich. Das ist, glaube ich, sonst auch den Heizverzeichnis mit drin. Eine Überleitung zu oder WHS. Hanna, alles mit dem Sound Ja, und so weiter, okay. Dann Läuft das gut? vielleicht über die. Ja. Okay. Ist noch nicht richtig aufgeschlagen. Publikum 2. Musst du noch suchen. Sind alle im Bild? Die Hohelied habe ich geöffnet, aber die Stelle sagen Sie nicht. Achso, ich gehe ganz chronologisch vor, von 1.1 bis Kapitel 5. Es geht los mit dem ersten Vers. Hier stellt sich unser Ekklesiastes, unser Versammler, unser Weisheitslehrer einmal vor. Es handelt sich dabei um den berühmten König Salomo, der dritte König von Israel, der ungefähr im 10. Jahrhundert vor Christus gelebt hat, dem eben diese Worte hier in den Mund gelegt werden. Und ich nehme an, daher hat Martin Smith auch seine Datierung. Ganz kurze gerne. Bemerkung natürlich, oder hauptsächlich philologische Randbemerkung. Geschieht höchstwahrscheinlich deswegen, damit die Schrift, die danach folgt, erhalten bleibt. Ne? Hat irgendjemand gedacht, ich schreibe jetzt schlaue Sachen auf, aber wenn ich das alleine aufschreibe, dann interessiert das keinen, also schreibe ich einfach mal davor, achso, ja, König Salomo. Stempel drauf. Und so inakkurat das wahrscheinlich ist, so sehr dürfen wir uns darüber freuen, dass jemand daran gedacht hat. Ja. Absolut, wir sind sehr froh, dass es erhalten geblieben ist. Im zweiten Vers finden wir das berühmte Motto, bei mir heißt es Mataiotis, Mataiotitum, da Panta, Mataiotis. Im Lateinischen Vanitas, Vanitatum, Omnia Vanitas. Wenn man einen Vers kennt aus diesem Buch, dann ist es wahrscheinlich dieser. Alles ist eitel. Ja? Im Hebräischen findet sich da das Wort für Windhauch oder Dunst, das auch in übertragener Bedeutung durchaus sowas heißen kann wie Eitelkeit, Nichtigkeit, Vergeblichkeit. Alles ist nutzlos, alles vergänglich, alles ist absurd. Und ich fand
den Kontrast ganz spannend, denn wenn Leute mir erzählen, ich habe jetzt zum Glauben gefunden und jetzt macht alles wieder Sinn, jetzt hat mein Leben wieder Sinn, und dann kommt so ein Hammervers und sagt, alles ist eitel, da richtet er sich ganz klar gegen dieses jüdische Grundgesetz, also darauf hatte Bene uns auch hingewiesen, dieses Grundkonzept des sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhangs. Damit ist quasi so eine Art Karma gemeint und sagt aus, solange du tust, was Gott will, wirst du von Gott auch belohnt. Und das wird ja einmal grundsätzlich in Frage gestellt. Wir sehen im Laufe dieses Texts auch immer wieder eine Abgrenzung von traditioneller Weisheit und traditionellen Institutionen. Und diese traditionelle Weisheit scheint sich zu der Zeit auch irgendwie in einer gewissen Krise zu befinden. Und damit findet der Ekklesiastes eben seinen Umgang. Die Hauptfrage des Textes ist, welchen Lohn, welchen Vorteil, welchen Gewinn hat der Mensch eigentlich von all seiner Mühe, worin er sich abmüht in seiner irdischen Existenz. Und das Spannende ist, jetzt einmal eine philologische Beobachtung, dass hier im Griechischen tatsächlich das Wort Periseia gebraucht wird, und das ist, wie ich gehört habe, auch im Hebräischen der Handelssprache entlehnt. Das heißt, was hat man am Ende des Tages davon? Was bleibt unterm Strich, wenn man eine Bilanz aufstellt? Was bleibt unterm Strich übrig davon? Und da muss ich denken einmal an Cesare Pavese, The Business of Living, und natürlich auch an Schopenhauer, den ich hier einmal zitieren möchte. Wenn man beides, die unbeschreibliche Künstlichkeit der Anstalten, den unsäglichen Reichtum der Mittel und die Dürftigkeit des dadurch Bezweckten und Erlangten nebeneinander hält, so dringt sich die Einsicht auf, dass das Leben ein Geschäft ist, dessen Ertrag bei weitem nicht die Kosten deckt. Ich denke, das ist sehr spannend, diese Parallele hier einmal zu sehen. Es geht weiter ab Vers 4 mit kosmologischen Betrachtungen, der Mensch im Kosmos und die Reflexion über die stete Wiederkehr desselben. Da heißt es, eine Generation kommt und eine Generation geht, aber die Erde besteht für die Ewigkeit. Sonne und Mond ziehen weiter ihre Bahn. Ich meine, heute wissen wir, auch Sterne verglühen, unser Universum ist zum Entropietod programmiert, und das, was wir hier machen, ist im Prinzip alles eine vorübergehende Veranstaltung. Aber für den antiken Menschen hat das natürlich enorme Bedeutungskraft, und es ist auch ein uraltes Motiv, das wir schon im alten Ägypten nachweisen können. Und das ist sehr spannend. Im salomonischen Teil der Bibel, des Alten Testaments, finden sich teilweise wörtliche Übersetzungen, wörtliche Entsprechungen aus dem Ägyptischen. Insbesondere aus den ägyptischen Hafnerliedern. Das ist eine literarische Gattung, denn diese Hafenspieler hatten in Ägypten auch eine religiöse Funktion im Königskult und im Totenkult. Und in diesen Hafnerliedern geht es insbesondere so um Jenseitsreisen, um den Übergang ins Jenseits und um das Lob des Königs im Jenseits. Und ich zitiere aus dem berühmten Antif-Lied, das ist Papyrus Harris 500, wenn ich mich nicht täusche und mir meine ägyptologischen Connections das Richtige gesagt haben, dann müsste das aus dem 13. Jahrhundert vor Christus stammen. Ich zitiere hier einmal aus der Übersetzung von Miriam Lichtheim. He is happy, this good prince. Death is a kindly fate. A generation passes, another stays, since the time of the ancestors. The gods who were before rest in their tombs. Blessed nobles too are buried in their tombs. Yet those who built tombs, their places are gone. What has become of them? I've heard the words of Imhotep and Hardjedef, whose sayings are recited whole. What of their places? Their walls have crumbled, their places are gone, as though they had never been. Also sehr spannend. Der Mensch ist in dieser Welt nur ein winziges, unbedeutendes Geschöpf und kann an deren Wesen nichts ändern, kann in den Verlauf der Welt auch nicht eingreifen. Man wird auch gar nicht fertig mit all seiner Arbeit, die da auf einen zukommt. In Vers 9 heißt es dann, was das Geschehene ist, das ist das, was geschehen wird. Und was das Getane ist das, was getan werden wird. Und es geht überhaupt nichts Neues unter der Sonne. Alles schon da gewesen. Nicht nur mühsam ist das Leben, machtlos der Mensch, sondern immer wieder dieselbe alte Leier. Führt das nicht zwangsläufig zur Resignation? Und ich musste da an ein wunderbares Gedicht von Wilhelm Busch denken, der ja auch seinen Schopenhauer sehr gründlich studiert hat. Das Gedicht heißt Woher, wohin? Wo sich Ewigkeiten dehnen, hören die Gedanken auf. Nur der Herzen frommes Sehnen ahnt, was ohne Zeiten auf.
wo wir waren, wo wir bleiben, sagt kein kluges Menschenwort. Doch die Grübelgeister schreiben, bist du weg, so bleibe fort. Lass dich nicht aufs Neu gelüsten. Was geschah, es wird geschehen. Ewig an des Lebens Küsten wirst du scheiternd untergehen. Großartig. In Vers 11 heißt es dann, es gibt keine Erinnerung an die Ersten, auch an die zuletzt Gewesenen. Es wird keine Erinnerung an sie geben, bei denen, die zum Ende hin leben werden. Und da dachte ich an das letzte Kapitel aus Ulrich Horstmanns Untier. Da ist die Rede vom doppelten Tod, einmal von der physischen Vernichtung und von der Auslöschung der Erinnerung an einen selbst. Und im Judentum gibt es da einen ganz schlimmen Fluch, zwar ein sehr schlimmer Fluch, nicht gedacht soll deiner werden. Da gibt es auch ein Gedicht von Heinrich Heine. Das geht zurück auf eine Strafandrohung aus Hesekiel 21, die haben wir uns auch angeschaut. Und man muss sich vor Augen halten, damals war natürlich die Lebenserwartung viel geringer und dem menschlichen Leben wurde allgemein nicht so eine hohe Bedeutung zugemessen wie jetzt. Umso wichtiger war das Nachleben im Angedenken, ja, der Nachruhm. Und dass der Ekklesiastes selbst das für nichtig erklärt, das ist ein ziemlich hartes Statement. Ich musste da auch denken an den von mir sehr geschätzten Marc Aurel, der sagt, bald wird es dazu kommen, dass du alles vergessen wirst und bald wird es dazu kommen, dass alles dich vergessen wird. Dann geht es weiter. Unser Ekklesiastes begibt sich auf Weisheitssuche. Dieses Kapitel wird manchmal auch Königstravestie genannt. Da heißt es in Vers 13, und ich richtete mein Herz darauf, herauszufinden und zu erforschen mit der Weisheit all das, was geschieht unter dem Himmel. Denn eine böse Beschäftigung hat Gott den Menschenkindern gegeben, um sich damit zu beschäftigen. Hier tritt das erste Mal ein gewisser Nebencharakter auf. Gott tritt auf, der sich erstmal dadurch hervortut, dass er mühsame Beschäftigungen verteilt. Den werden wir aber später noch in einem differenzierteren Licht begegnen. Unser Ekklesiastes studiert all die ihm verfügbare Weisheit und Wissenschaft. Da unterscheiden sich unsere Versionen, die Septuaginta und das Hebräische, in den Details. Aber selbst er, mit unbegrenzten Möglichkeiten der Lebensgestaltung, als unfassbar mächtiger Mensch auf der Welt, stößt an seine Grenzen. Und es kommt zur großen Frustration bei dem Prozess der Weisheitssuche. Und er muss feststellen, auch dies ist ein Haschen oder ein Streben nach Wind. Das ist eine Phrase, die sehr, sehr oft wiederholt wird in diesem Text. Selbst das ist eine nichtige Bemühung. Dann kommen wir an einen sehr spannenden Vers, das ist Vers 18. Da heißt es, derjenige, der, also ganz wörtlich, eine Erkenntnishinzufügung vornimmt, wird auch eine Schmerzhinzufügung vornehmen. Oder bei Luther heißt es, denn wo viel Weisheit ist, da ist viel Gremens und wer viel lernt, der muss viel leiden. Da gibt es dieses, im Griechischen dieses sprichwörtlich gewordene Pathemata, Mathemata, also Leiden sind Lehren und durch das Leiden lernen wir. Das wird hier quasi umgedreht. Man lernt dazu, man erkennt und darum leidet man. Da ist mir ein interessantes Zitat von Franz Kafka, also das einem Gespräch mit Franz Kafka entnommen ist, begegnet. Der sagt nämlich über seinen jüdischen Glauben, aber das ist ja nur ein Fluchtversuch vor dem Wissen vom Tode. Es ist nur ein Wunsch. Damit gewinnt man aber keine Erkenntnis. Im Gegenteil, durch diesen Wunsch stellt sich das kleine, furchtsam egoistische Ich vor die nach Wahrheit suchende Seele. Und der Schweizer Schriftsteller Hermann Burger kommentiert das folgendermaßen: Erkenntnis wird nur dem zuteil, der das Glück verachtet. Also sehr scharfe Formulierung, aber ich denke, das trifft es hier sehr gut. Außerdem musste ich bei diesem wer viel lernt, der muss viel leiden, denken an die Philosophie des norwegischen Denkers Peter Wessel Zapfe, für den nämlich die große Leidempfindung des Menschen auf sein quasi hypertrophiertes Bewusstsein und Erkenntnisvermögen zurückzuführen ist. Und bei unserem Schopenhauer heißt es da wieder, denn wie die Erscheinung des Willens vollkommener wird, so wird auch das Leiden mehr und mehr offenbar. In der Pflanze ist noch keine Sensibilität, also kein Schmerz. Ein gewiss sehr geringer Grad von Leiden wohnt den untersten Tieren, den Infusorien und Radiarien ein. Sogar in den Insekten ist die Fähigkeit zu empfinden und zu leiden noch beschränkt.
Erst mit dem vollkommenen Nervensystem der Wirbeltiere tritt sie in hohem Grade ein und in immer höheren, je mehr die Intelligenz sich entwickelt. Im gleichen Maße also, wie die Erkenntnis zur Deutlichkeit gelangt, das Bewusstsein sich steigert, wächst auch die Qual, welche folglich ihren höchsten Grad im Menschen erreicht. Und dort wieder umso mehr, je deutlicher erkennen, je intelligenter der Mensch ist. Der, in welchem der Genius lebt, leidet am meisten. Und Schopenhauer schließt seine Beobachtung ab, folgendermaßen: In diesem Sinne, nämlich in Beziehung auf den Grad der Erkenntnis überhaupt, nicht auf das bloße abstrakte Wissen, verstehe ich und gebrauche ich hier jenen Spruch des Kohelet, qui augit scientiam augit et dolorem, das ist genau dieser Vers. Spannend ist jetzt, Kurnig zitiert diesen Schopenhauer Passus nicht einmal, sondern zweimal, einmal im Antimilitarismus und einmal im 4. Dialog, aber ohne dieses wunderbare Kohelet-Zitat, das das doch so wunderbar auf den Punkt bringt. Soweit also zum ersten Kapitel. Im zweiten Kapitel versucht er es auf andere Weise, da versucht er es über einen intuitiven, emotionalen, nicht rationalen Zugang zum Welt- und Selbstverständnis und zur individuellen Erfüllung, und zwar über den sinnlichen Genuss. Er kostet seinen großen und noch vergrößerten Reichtum voll aus, gibt sich ausschweifendem Hedonismus hin, lässt es sich gut gehen. David hat das folgendermaßen auf den Punkt gebracht: Er gönnt sich richtig. Er gibt sich voll dem Wein und dem Rausch hin, er vergnügt sich auf alle erdenkliche Art, versagt sich kein Wunsch, Köstlichkeiten aus aller Welt werden herbeigeschafft. Er baut sich Parkanlagen und Lustgärten, hier eine interessante philologische Bemerkung, in der Septuaginta. Das Wort, das dafür benutzt wird, für diese Parkanlagen, ist tatsächlich Paradeisos, da kommt unser Paradies her. Und auch im Hebräischen handelt es sich hier um das gleiche Wort, nämlich um ein Lehnwort aus dem Persischen. Ja, ein Paradies ist eigentlich ein Lustgarten, den sich ein persischer König zulegt. Und tatsächlich, da hat David auch darauf hingewiesen, hat Salomo zu seiner Zeit viel Tempelbau betrieben und sehr, sehr hohe Ausgaben in diesem Zuge auch getätigt. Unser Ekklesiastes kommt allerdings auch auf diesem Wege zur Ernüchterung. Auch das hat ihm alles nichts gebracht. Auch das ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Nun kommt er aber etwas später in Vers 13 zu einer differenzierten Bilanz, nämlich zu einem relativen Vorteil der Weisheit gegenüber der Torheit. Immerhin. Muss aber feststellen, den Weisen und den Toren ereilt dasselbe Schicksal, dieselben Übel. Da sind wir wieder bei diesem doppelten Tod. Ja, das Vergessen und der physische Tod, der niemanden von beiden verschont. Und da heißt es bei Horaz, an den ich denken musste: Omnes eodem cogimur, wir alle werden an den gleichen Ort gezwungen, vor dem Tod sind alle gleich, arm und reich, von adliger oder von niedriger Herkunft oder eben auch Tor und Weiser. Das ist ein Gedanke, der im weiteren Verlauf noch eine wichtige Rolle spielt. Damit wären wir bei den interessanten Jenseitsvorstellungen in diesem Text im Ekklesiastes. Für den endet nämlich das Leben mit dem Tod. Es gibt irgendwie keine Auferstehungshoffnung oder so, und diese Vorstellung durchzieht das ganze Buch. Und tatsächlich, je nach Strömung im Judentum haben manche das so gesehen, aber da gab es unterschiedliche Strömungen. Es stellt sich daraufhin eine große Unzufriedenheit ein beim Ekklesiastes. Er hasst sein Leben, er hasst seine nichtigen Bemühungen. Wozu das Ganze? Nicht nur ist er selbst vergänglich, irgendwann kommt der Zeitpunkt, da er auch all sein Ermühtes an einen Erben, einen Nachfolger übergeben muss. Und wie kann man wissen, ob der die richtigen Qualifikationen dafür hat, ob der das zu schätzen weiß und damit gut umgeht? Da heißt es auch bei Horaz: Was hast du davon, wenn du deinen guten Wein irgendwann einem verschwenderischen oder nachlässigen Erben überlassen musst? Und was Tertullian zum christlichen Erben sagt, das haben wir auch schon gelesen. Das macht ihm sehr zu schaffen, das lässt ihm auch nachts keine Ruhe, und er kommt zu der Feststellung in Vers 24: Es gibt nichts Gutes im Menschen. Was er essen und was er trinken und was er seiner Seele zeigen wird, das ist etwas Gutes in seiner Mühe. Auch dies, ich habe gesehen, dass es von der Hand Gottes ist. Jetzt tritt wieder also Gott auf, und das kleine Gute, wenn es denn doch mal vorkommt bei all dieser Mühe, das kommt allein von Gott, nicht vom Menschen. Also auch da ist wieder der menschliche Handlungsspielraum begrenzt. Und diese Phrase Essen und Trinken, die kommt auch häufiger vor in diesem Text. Das soll des Menschen Glücksanteil an seiner Arbeit sein. Das wird oft
wiederholt. Gemeint ist also ein ganz bescheidener Genuss, also einfach eine Deckung der Grundbedürfnisse. Das erinnert uns sehr auch an die epikureische Philosophie und das ist ganz interessant, denn diese war ja auch hier im Zeitalter des Hellenismus etwa zeitgleich sehr populär. Weiter geht es mit den Reflexionen über die Zeit, mit dem sogenannten Gedicht von der Zeit. Da heißt es in Kapitel 3, Vers 1, alles hat seine Zeit und es gibt einen Zeitpunkt für jede Handlung unter dem Himmel. Und dann wird eine ganze Palette des Spektrums menschlicher Erfahrungen aufgemacht. Es gibt eine Zeit zu gebären, eine Zeit zu sterben, eine Zeit zu weinen, eine Zeit zu lachen, eine Zeit des Krieges, eine Zeit des Friedens. Was genau ist damit gemeint? Wahrscheinlich weniger, dass alle Dinge irgendwie gleich gut oder gleichwertig oder gleichberechtigt oder gleich legitim sind, im Sinne von, es gibt für alles einen richtigen Zeitpunkt, denn da stehen ja auch, es gibt eine Zeit zu töten, sondern wahrscheinlich eher, so ist die Conditio Humana. Das alles ist irgendwo Teil des menschlichen Erlebens und das war es dann aber auch. Damit ist der menschliche Handlungs- und Erfahrungsspielraum eingefangen und daran wird sich nie großartig etwas ändern. Die kosmische Welt, haben wir im ersten Kapitel gesehen, hat ihren Ablauf und ihren Rahmen und auch die menschliche. Und deswegen diese kitschigen, alles hat seine Zeit Aufkleber aus so christlichen Versandshops, die werden diesem Sentiment vielleicht nicht ganz gerecht. Stellt sich wieder die Frage, was hat der Mensch von alledem? Und darauf wird folgendermaßen geantwortet: Ich sah die Beschäftigung, die Gott gegeben hat, den Menschenkindern, um sich damit zu beschäftigen. Das alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit oder Zeitdauer im Sinne von Lebenszeit hat er in ihr Herz gelegt, damit der Mensch nicht herausfindet das Werk, das Gott gemacht hat, von Anfang und bis zum Ende und weiter. Ich erkannte, dass alles, was Gott gemacht hat, es wird für immer sein. Zu ihm ist nichts hinzuzufügen und von ihm ist nichts wegzunehmen. Und Gott hat es gemacht, damit die Menschen sich vor seinem Angesicht fürchten. Er hat also doch alles zum Besten bestellt. Wir sind wieder bei diesem Pantokralian, alles ist wunderbar, das wir auch bei Leibniz finden und woran sich Schopenhauer so gestört hat. Das heißt, trotz der Allmühen ist das kein gnostischer Text. So, das soll wohl alles so sein, wie Gott das eingerichtet hat. Dann heißt es weiter in Vers 12, ich erkannte, dass es nichts Gutes in ihnen, also den Menschen gibt, außer sich zu freuen und Gutes zu tun in seinem Leben. Und da haben wir eine Ermunterung zur Lebensfreude vor dem Hintergrund eben dieses pessimistischen Panoramas. Wieder ist die Rede von Essen und Trinken, wieder sind wir bei Horaz mit Carpe Diem. Und ich zitiere noch einmal, also paraphrasiere einmal aus diesem Antiphlied, die großen Alten vor uns sind verschwunden, von denen ist nicht mehr viel übrig und niemand weiß, wie es im Jenseits ist. Niemand kann uns davon erzählen. Also, folge deinem Herzen und lass es dir gut gehen, solange du noch hier bist. Weiter geht es nun mit Reflexion über gesellschaftliche, wirtschaftliche, religiöse Kontexte des Menschen. Und es geht zuerst um das korrumpierte Recht. Gottlose Recht richten übereinander, es geschieht Unrecht, soweit man blickt. Und da heißt es dann in Vers 18, so sagte ich in meinem Herzen über das Gerede der Menschenkinder, Gott wird sie beurteilen. Und das, um damit zu zeigen, dass sie Vieh sind, auch ihnen. Denn das Geschick der Menschenkinder und das Geschick des Viehs, ein Geschick haben sie alle, also alle beide. Und was für einen Vorteil oder Gewinn hat der Mensch vor dem Vieh erlangt? Keinen, denn alles ist Nichtigkeit. Und alles geht an einen Ort. Das alles ist aus dem Staub geworden und das alles kehrt zum Staub zurück. Und wer kennt den Lebensodem der Menschenkinder, ob er nach oben steigt, und den Lebensodem des Viehs, ob er nach unten zur Erde steigt? Das ist ganz interessant. Vorhin hatten wir diesen Vergleich Tor und Weiser. Jetzt wird quasi noch weiter rausgezoomt und wir haben jetzt einen Vergleich Mensch und Tier. Und auch hier kommt er zu der Erkenntnis, alle sind dem gleichen Widerfahrenes unterworfen und ausgeliefert. Und hier ist keine Spur von dieser Krone der Schöpfung Humanomanie, um ihren Begriff zu gebrauchen. Und es wäre vielleicht ganz interessant, vor diesem Hintergrund noch einmal vielleicht über Veganismus oder die Ausbeutung von Tieren nachzudenken. Das haben wir in dem Kurs auch gemacht. Und nun kommen wir zu den Versen, die für mich dieses Buch so interessant gemacht haben. Das sind Kapitel 4, die ersten 3 Verse. Und ich wandte mich um und ich sah alle oder allerlei verschiedene Bedrückungen. Also im Griechischen heißt es Sykophantias, das sind Verleumdungen oder auch Schikanen. Jede Art von Ausbeutung, Unrecht und Unterdrückung, die unter der Sonne geschieht. Und siehe, die Träne derer, die bedrückt werden, und es gibt für sie keinen Tröstenden. Und von der Hand von denjenigen, die sie unterdrücken, erfahren sie Gewalt und sie haben keinen Tröster. Weiter heißt es dann.
Und ich preise oder pries die Verstorbenen, von denen gilt, schon lange sind sie tot. Ja, über im Sinn von mehr als die Lebenden, von denen gilt, sie sind noch am Leben. Oder sofern sie bis jetzt noch leben. Ja, ich habe versucht, die hebräische Syntax ein bisschen beizubehalten. Das heißt, im Preisen stelle ich die Gruppe der Toten über die Gruppe der Lebenden. Und im 3. Vers heißt es, aber besser als beide Gruppen, die Toten und die Lebenden, ist derjenige, der noch nicht geboren ist, der noch nicht die bösen Taten gesehen hat, die unter der Sonne getan werden. Und das sind ziemlich deutliche Worte. Ich denke, das geht ziemlich klar in diese Richtung des antinatalistischen Gedankenguts. Und wir finden im Alten Testament auch weitere Spuren tatsächlicher oder vermeintlicher antinatalistischen Gedanken. Wir haben da Unfruchtbarkeitspreisungen zum Beispiel, wir haben diese spontanen Aufschreie der Existenzverwünschung, unter anderem bei Hiob und Jeremias. Aber auch das geht auf eine längere Tradition zurück. Es gibt im Ägyptischen, also das ist Papyrus Leiden 344, die Admonitions of Ipura, da finden wir auch schon ähnliche Äußerungen. Das Spannende, dass hier im Vergleich zu den bereits genannten, ist das ein Ergebnis, ist quasi eine logische Schlussfolgerung seiner Erfahrungen und Beobachtungen, vor allem in der menschlichen Welt. Und wir haben hier wieder einen Dreischritt, wie wir ihn in ähnlicher Form auch bei Heinrich Heine finden. Da heißt es, gut ist der Schlaf, der Tod ist besser, freilich, das Beste wäre nie geboren sein. Und bei Theognis, also im Griechischen dann und in seiner Folge dann Sophokles und die Sage von Midas und Silen, die wir auch bei Nietzsche finden, da heißt es sinngemäß, das Beste ist es für den Menschen, gar nicht geboren zu sein. Das Zweitbeste, also wenn man bereits geboren ist, möglichst schnell irgendwie wieder abzutreten. Und das ist für die Griechen tatsächlich eine Art feststehender Weisheitsspruch. Und ich habe mir auch überlegt, vielleicht ein interessantes Thema für meine Masterarbeit, die Sententia Theognides, aus dem Blickwinkel der antinatalistischen Philosophie. Also ich würde es interessant finden, auch meine Betreuer das für interessant finden. Mal schauen. Interessante Parallelen finden wir dann auch bei dem großartigen Philosophen und Theologen Søren Kierkegaard. Da heißt es in seinem Buch Entweder oder, der wäre der Unglücklichste, der nicht sterben könnte. Glücklich der es konnte. Glücklich, wer in seinem Alter starb, glücklicher, wer in seiner Jugend starb. Der Glücklichste der in der Stunde seiner Geburt starb. Der Allerglücklichste der niemals geboren war. Und dieser Ausspruch aus dem Ekklesiastes, der wird wirklich überall zitiert. Bei David Benatar wird er zitiert, bei Théophile de Giraud wird er zitiert, bei Simon in seinen Büchern wird er zitiert, bei Jean Millier im Buch von Ulrich Horstmann wird es zitiert. Und das ist kein Scherz, seit ich mich mit diesem Text Ekklesiastes auseinandersetze, vergeht keine Woche, ohne dass ich irgendwie Ekklesiastes in meiner privaten Lektüre irgendwo zitiert sehe. Außer bei Koenig in seinem Pessimismus der anderen. Koenig hat eine Zitatsammlung von ungefähr 300 Zitaten gesammelt und das Einzige, was wir da vom Ekklesiastes finden, ist dieses Alles ist eitel. Und das, obwohl in Koenigs Vorlagen noch mehr Stellen aus dem Ekklesiastes zu finden gewesen wären. Naja, es wird aber viel zitiert in der Schrift De Miseria Humanae Conditionis, also über das Elend des menschlichen Daseins, vom späteren Papst Innozenz III. Und ich habe jetzt vor allem in den letzten Monaten wirklich viel gelesen, viel pessimistische Philosophie zur Kenntnis genommen, aber ich habe nirgendwo ein so niederschmetterndes Urteil über das menschliche Dasein gelesen wie in diesem Buch. Kein gutes Haar wird hier an den Menschen gelassen. Es geht los. Unreine Erzeugung, ekelhafte Ernährung im Mutterleib, Schlechtigkeit des Stoffs, aus dem der Mensch sich entwickelt, scheußlicher Gestank, Absonderung von Speichel, Urin und Kot. Und das wird auch bei Meinländer und Nietzsche zitiert und also alle Bereiche des menschlichen Lebens werden später noch abgedeckt. Da wird es viel zitiert, ungefähr 20 Mal habe ich es da gefunden. Und ich bin mir relativ sicher, dass diese lateinische Schrift auch Inspiration für Théophile de Girauds antinatalistisches Manifest gewesen ist. Jedenfalls waren diese Verse auch mein Anlass zur Auseinandersetzung mit gerade diesem Buch und auch zur Präsentation des Themas des Antinatalismus in dieser Runde. Darauf hat es dann eine Diskussion gegeben und Bene ist zu der Schlussfolgerung gekommen, dieser Antinatalismus widerspricht ja dem christlichen Gedanken oder dem christlichen Weltbild grundsätzlich, weil man ja, um ins Himmelreich zu kommen, zuerst geboren werden muss. So, und das war dann für mich der Ansporn für die weitere Forschung, Lektüre, Erstellung von Material und seitdem habe ich mich da sehr eingelesen, finde das sehr, sehr interessant. Es geht dann weiter.
Ekklesiastes setzt sich auseinander mit dem Wetteifer und dem Ehrgeiz unter den Menschen. Das wird natürlich auch für nichtig erklärt und er ermuntert eher dazu, mal einen Gang runterzuschalten, Kooperation miteinander statt Konkurrenzkampf. Und dann geht es weiter um die Politik. Herrschaftsverhältnisse sind ständig im Wandel, ebenso wie der Zeitgeist. Und Streben nach Macht und Einfluss ist im Prinzip auch nur ein Streben nach Wind. Hier finden wir auch wieder diese Tradition, von der er sich abgrenzt. Er sagt, etwas ist nicht automatisch gut, nur weil es alt ist. Weiter geht es dann mit seinen Ratschlägen, die er hat für religiöses Verhalten, für die religiöse Praxis, die dann in der Gottesfurcht gipfeln sollen. Und da mahnt er zur Aufrichtigkeit und Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott, zu reflektiertem Handeln und eben nicht einfach diese leeren Worte und Rituale der Toren zu folgen. Ja, es geht um den Umgang mit und vor allem um das Streben nach Besitz. Das wird natürlich auch wieder für nichtig erklärt, man verliert den sowieso, aber vor allem wird auch kritisiert dieses Verlangen nach mehr, also das Verlangen an sich. Und er kommt zu dem Schluss, das Wollen ist das Problem. Das hat mich so ein bisschen auch wieder an die buddhistischen Gedanken erinnert. Da heißt es in Vers 14, nochmal sehr spannend, wie er aus dem Schoß seiner Mutter nackt herauskam, so wird er sich umwenden, um zu gehen, wie er gekommen ist. Und trotz seiner Mühe wird er nichts mitnehmen, damit es in seine Hand übergeht. Ähnlich heißt es auch bei Hiob 1,21. Ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und zum Schluss noch einmal ein Zitat aus dem Antiphlied, diesmal in der Übersetzung von Jan Assmann. Feiere den schönen Tag, werde dessen nicht müde. Bedenke, niemand nimmt mit sich, woran er gehangen, niemand kehrt wieder, der einmal gegangen. Ja, und über jemanden, der sich dafür irgendwie vergeblich abmüht, findet der Ekklesiastes folgende Worte: Auch all seine Tage sind mit Dunkelheit und Klage und vielfachem Grimm und Krankheit und mit Groll versehen. Und wir haben gelesen hier dann bis zur nochmaligen Aufforderung zur Freude, eben wenn Gott die Möglichkeit dazu gibt. Insgesamt lässt sich sagen, das ist definitiv ein schwieriger und ein obskurer Text, wurde in der älteren Literatur auch gerne mal als Katechismus des Pessimismus bezeichnet, vor allen Dingen so die ersten 4 Kapitel davon. Es hat darauf hingewiesen, dass es wenig Predigten offenbar gibt zu diesem Buch. Und wir haben auch gesehen, dass in den Übersetzungen, teilweise auch in den einführenden Einleitungen, Kommentaren dazu, dass sich dieser Text auch einigen Beispielversuchen sozusagen aussetzen musste. Nehmt euch diesen vermeintlichen Pessimismus bloß nicht so zu Herzen, wie bei allem, das nicht so bedingungslos lebensbejahend zu sein scheint auf den ersten Blick. Ja, insgesamt nimmt das so eine Sonderstellung ein, das haben wir schon gesehen, es wird kaum Bezug aufgenommen zu den Büchern Mose, auch zum Volk Israel. Also es steht so ein bisschen für sich, aber umso mehr lohnt sich das, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, das waren erstmal so die Ergebnisse aus unserem Kurs. Vielleicht hilft das nochmal jetzt für die Einordnung im weiteren Verlauf des Abends. Ja, gibt es dazu erstmal noch Fragen, Korrekturen, Anmerkungen, Kritik? Sonst würde ich sagen, können wir vielleicht eine kleine Pause machen, kurz zur Erfrischung, und dann fahren wir gerne fort mit Ihrem Vortrag. Dann würde ich um Aufmerksamkeit bitten für unseren Gast, Dr. Karim. Nochmals vielen Dank für die Einladung. Ich habe mir einige Gedanken gemacht, neue Gedanken gemacht. Soweit in der Zeit zu den Propheten war ich lange nicht zurückgegangen. Ich habe selber wieder nachgelesen. Verschiedene Dinge, insbesondere in dem sehr schönen zu empfehlenden Buch Lieber Herr Grünberg, das diesmal auch wieder eine ergiebige Quelle gewesen ist. Und ich habe Sachen entdeckt, die mir früher, als ich das Handbuch Antinatalismus schrieb, durch die Lappen gegangen waren. Also ich bin auch sehr froh, mich nochmal näher wieder mit diesem Thema beschäftigt zu haben. Einleitung. Antinatalismus in der jüdischen und christlichen Religion ist das Thema dieser Veranstaltung. Lassen Sie uns also zunächst einmal die Frage aufwerfen, worin das Wesen von Religion bestehen könnte. Ludwig Feuerbach wird heute noch erinnert als der Autor des bekannten Titels Das Wesen des Christentums.
Aber er hat sich auch zum Wesen monotheistischer Religion im Allgemeinen geäußert. In seiner Abhandlung Grundsätze der Philosophie der Zukunft fragt Feuerbach in Anbetracht von Gott, Zitat, denn worin anders als in den Schmerzen und Bedürfnissen des Menschen hat dieses schmerzen- und bedürfnislose Wesen seinen Grund und Ursprung? Mit der Not des Bedürfnisses und Schmerzes fällt auch die Vorstellung und Empfindung der Seligkeit. Nur im Gegensatz zur Unseligkeit ist die Seligkeit eine Realität. Nur im Elend des Menschen hat Gott seine Geburtsstätte. Zitat zu Ende. Wie sehr der junge Marx noch Feuerbach-Schüler ist, wird deutlich, wenn wir einen essentiellen Satz seiner Religionskritik unmittelbar vor dem Hintergrund derjenigen Feuerbachs lesen. Zitat Marx. 100-mal gehört, aber es muss noch mal sein. Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elends und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks. Zitat zu Ende. Wenn zutrifft, dass die Religion das Opium des Volks ist, was wäre dann die Philosophie im Hinblick auf die Religion? Mit einigem Recht ließe sich Philosophie als eine Entzugskur oder besser noch als das Gehirn der Religion darstellen. Als das Gehirn der Religion, durch dessen Tätigkeit im Medium des Religiösen angedeutete Einsichten in die Vorzugswürdigkeit eines Aussterbens der Menschheit auf dem Wege nataler Enthaltsamkeit positiv ausgesprochen und gefordert werden. Hält man sich an die Metapher vom Opium des Volks, so ist zu konstatieren, dass die Abhängigkeit von der sogenannten Droge Religion kaum jemals eine unverbrüchliche Abhängigkeit gewesen ist. Immer schon gab es auch innerhalb monotheistischer Religionen philosophierende Lichtblicke, die das Elend der Welt wegweisend in Richtung auf das Verarbeiteten, das später einmal Antiprokreationismus, Antinatalismus oder das Vererben der Menschheit genannt werden sollte. Religion war niemals bloß Verblendung, niemals bloß opioide Verblendung, beispielsweise zur Herrschaftssicherung, sondern immer auch eine Strategie der Bewältigung zwischenmenschlicher und naturbedingter Gewalt. Im Rahmen einer Philosophie der antinatalistischen Formen ist Religion als Instanz zu würdigen, in der proto-antinatalistische Einsichten gewonnen und schriftlich fixiert wurden. Hier gleich ein Ausflug. Ich würde Stellen wie Kohelet, Jeremias oder Hiob als Proto-Antinatalismus bezeichnen, noch nicht als ausgeformten Antinatalismus. Aber dazu können wir sprechen und dazu folgt auch noch mehr. Wenn Geschichte nach Hegel wesentlich der menschliche Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit ist, so lässt sich menschliche Geschichte in Anlehnung an diesen Satz von Hegel konstruieren als Fortschritt im Bewusstsein des Nicht-Sein-Müssens von Menschen. Mit Blick auf die jüdische und die christliche Religion ist also zu fragen, inwieweit sie als Stationen auf diesem Fortschrittsweg zu würdigen sind. Fern davon, nur opioide Verblendung zu sein oder gar bewusster Verschleierung zu dienen, sind Religionen immer auch Orte von Rationalitätsgewinnen, wie Jürgen Habermas dies zuletzt umfänglich in seinem Werk Auch eine Geschichte der Philosophie dargelegt hat. Manche wähnen ja, dass Habermas, nachdem er 90 Jahre alt geworden war, plötzlich fromm geworden ist. Könnte man noch kommen, auf diese Idee könnte man noch kommen, wenn man ihn liest, den 90-Jährigen. Auch wenn es unter antinatalistischen Gesichtspunkten nicht verfehlt sein mag, in der Philosophie das Gehirn der Religion zu sehen, so bedingt die diskursive Auflösung dessen, was Marx die Nabelschnur des natürlichen Gattungszusammenhangs nannte, doch schon in der Religion des Religiösen. Jüdischer Proto-Antinatalismus. Vielleicht ist es nicht ganz abwegig, in der jüdischen Religion die pronatalistischste unter allen Religionen zu erkennen. Das Mehrungsgebot der Genesis steht symptomatisch dafür. Kultursoziologisch lässt sich der dezidierte Protonatalismus des Judentums daraus herleiten, dass die jüdischen Gemeinden ihren Pronatalismus von nomadischen Vorgängern erbten, für deren Fortbestand eine gewisse Unversehrtheit der Nabelschnur
des natürlichen Gattungszusammenhangs konstitutiv war. Und doch beinhaltet auch die ins Alte Testament eingeflossene jüdische Überlieferung einen gewissen Daseinsprotest, der über zweieinhalb Jahrtausende bis in unsere Gegenwart überaus wirkmächtig gewesen ist. In diesem Daseinsprotest können wir metaphysische Revolten gegen den Mythos von Sisyphos erkennen, die in einem Vorhof zum Antinatalismus stattfinden. Wobei Sisyphos die Gestalt ist, die sich fortzeugend den Stein des Leidens immer wieder bergan rollt, auf das er die nächste Generation erfasst. Ein biblischer Proto-Antinatalismus, Jeremias. Die vermutlich in den Jahrzehnten um 550 v. Chr. entstandenen Jeremiaden zeugen von einer hohen Kultur der Nativitätsverfluchung. Nachfolgende Zitate stammen aus dem 20. Buch des Jeremias. Ich zitiere, verflucht sei der Tag, darin ich geboren bin, der Tag müsse ungesegnet sein, darin mich meine Mutter geboren hat. Ich kürze das Zitat ab, Zitat Ende. Handelt es sich bei obigen Natalitätsverfluchungen um topushafte oder gnomische Standardversionen, so repräsentieren die beiden nachfolgenden Niegeborenenswünsche den seltenen Sonderfall eines präferierten Todes und Verbleibs in utero. Zitat Jeremias: Dass du mich doch nicht getötet hast im Mutterleibe, dass meine Mutter mein Grab gewesen und ihr Leib ewig schwanger geblieben wäre. Warum bin ich doch aus dem Mutterleibe hervorgekommen, dass ich solchen Jammer und Herzeleid sehen muss und meine Tage mit Schanden zubringen. Zitat zu Ende. Um das Fortwirken jeremiadischer Niegeborenenswünsche bis in die Moderne zu belegen, genüge hier der Hinweis und der Verweis auf den französischen Autor Léon Blois, der in seiner Exégèse des lieux communs notiert: Ich gestehe, dass allein schon der Gedanke an ein Kind, das wünschte, geboren zu werden, etwas Beunruhigendes hat. Und jetzt verstehe ich auch den Propheten Jeremias besser, der bedauerte, dass seine Mutter nicht ewig mit ihm schwanger ging, ohne ihn jemals gebären zu können. Blois lebte von 1846 bis 1917. Sehr viel präsenter noch als Jeremias und die immerhin sprichwörtlich gewordenen Jeremiaden ist in der europäischen Kulturgeschichte das Buch Hiob, obwohl Sie jetzt ja gerade die Beobachtung gemacht haben, dass Hohelied überaus präsent ist. Und da müsste man nochmal neu abwägen, vielleicht wenn tatsächlich der präsente oder das präsentere Buch ist. Hiob. Das Buch Hiob ist ein weiterer denkwürdiger Ort biblischer Weisheitsliteratur, an dem Gott und Elternschaft im Vorhof des Antinatalismus in den Einzugsbereich der Kritik geraten. Hiob erfährt, dass selbst ein gottgefälliges Leben nicht garantiert, dass uns schweres Leid fernbleibt, weshalb er zweigleisig sowohl mit dem Schöpfer wie mit den Eltern hadert. Ähnlich wie Jeremias wird der Tod in utero dem Geborensein vorgezogen, aber auch eine Fehlgeburt sei immer noch besser als reguläres geboren worden sein. Ich spare mir die Zitate aus Hiob, da ich annehme, dass Sie alle mit ihnen vertraut sind. Das ganze 3. Kapitel auch genau durchgelesen. Ja. Ich komme jetzt auf ein vielleicht nicht ganz so bekanntes Wort zu sprechen, Achsenzeit. Jeremias als auch Hiob fallen weltgeschichtlich in eine überaus interessante Zeit, die Karl Jaspers die Achsenzeit nannte. Grob gefasst bezeichnet Jaspers mit diesem Ausdruck die Jahrhunderte etwa von 800 bis 300 v. Chr. Über die Achsenzeit sagt Jaspers: In dieser Zeit drängt sich Außerordentliches zusammen. In China lebten Konfuzius und Lao Tse, entstanden alle Richtungen der chinesischen Philosophie, dachten Muti, Chuang-Tze, Li Tse und ungezählte andere. In Indien entstanden die Upanishaden, lebte Buddha, wurden alle philosophischen Möglichkeiten bis zur Skepsis und zum Materialismus, bis zur Sophistik und zum Nihilismus wie in China entwickelt. In Iran lebte Zarathustra, das fordernde Weltbild des Kampfes zwischen Gut und Böse. In Palästina traten die Propheten auf, von Elias über Jesajas und Jeremias bis zu Deutero und Jesajas. Griechenland sah Homer, die Philosophen
Parmenides, Heraklit, Plato und die Tragiker, Thukydides und Archimedes. Alles, was durch solche Namen nur angedeutet ist, erwuchs in diesen wenigen Jahrhunderten. Jaspers spricht hier von 800 vor Christus bis 300 vor Christus. Erwuchs in diesen wenigen Jahrhunderten annähernd gleichzeitig in China, Indien und im Abendland, ohne dass sie gegenseitig voneinander wussten. Das Neue dieses Zeitalters ist in allen drei Welten, dass der Mensch sich des Seins im Ganzen, seiner selbst und seiner Grenzen bewusst wird. Er erfährt die Furchtbarkeit der Welt und die eigene Ohnmacht. Er stellt radikale Fragen, er drängt vor dem Abgrund auf Befreiung und Erlösung. In der kulturenübergreifenden Epoche der Achsenzeit, so Jaspers, erfährt der Mensch die Furchtbarkeit der Welt und sucht nach Befreiung und Erlösung. Wie wir sahen, ist es bei Jeremias und Hiob zu protonatalistischen Durchbrüchen zur Befreiung gekommen, zu einer metaphysischen Revolte gegen notwendigerweise stets nicht konsensuelles Dasein müssen. Jaspers Charakterisierung seines Begriffs der Achsenzeit legt es nahe, einmal zu prüfen, ob er mit der Einsicht in die Furchtbarkeit der Welt auf die diversen Durchbrüche zur Daseinsverneinung umspannt. Zunächst spricht einiges dafür, denn wir finden die israelischen Propheten in zeitlicher, wenngleich bei Jaspers nicht in kausaler Nähe zur Daseinsverneinung in Indien und bei den griechischen Tragikern. Schauen wir indes genauer hin, so sehen wir, dass für das Buch Hiob ältere sumerische und babylonische Vorbilder geltend gemacht werden. Der sumerische Hiob mit seiner Leitklage datiert etwa 2000 vor Christus und die zwischen 1000 und 800 vor Christus entstandene babylonische Theodizee handelt von den Leiden eines Gerechten an der Ungerechtigkeit der Welt. Gegen eine Deutung, wonach ein proto-antinatalistischer Durchbruch zum Daseinsprotest erst in der Achsenzeit stattfand, spricht ferner der Umstand, den hatten Sie auch gerade angesprochen, dass Nie-Gewesen-Seinswünsche bereits aus dem alten Ägypten überliefert sind. Und so heißt es im Klagetext des oder der Ipuwer vor vielleicht 4000 Jahren vor Christus. Alte und Junge sagen, ich wünschte, ich wäre tot. Kleine Kinder sagen, man hätte mich nie ins Leben rufen sollen. Übrigens mag diese altägyptische Geburtsverwünschung durch einen noch älteren Text von ca. 2800 vor Christus vorbereitet worden sein, nämlich durch das älteste bekannte philosophische Werk, das da heißt Lehren des Ptahotep, worin wir lesen, Zitat, das Alter ist herabgestiegen, die Glieder werden leidend und das Altsein tritt als Neues auf. Man mag sitzen, stehen, man befindet sich übel. Zitat zu Ende. Beide Zitate entnommen dem wunderschönen Buch von Peter Jakob, Vom Glück, nie geboren zu sein, das dort liegt. Diese Befunde passen zur Einschätzung von Jan Assmann, den Sie dankenswerterweise auch schon gerade genannt hatten. Hier geht es um sein Buch Achsenzeit, eine Archäologie der Moderne. Jan Assmann demzufolge schon die ägyptische Religiosität von Rechts wegen zu den transzendenten Durchbrüchen der Achsenzeit gerechnet werden müsste. Was aber nicht möglich ist, da das alte Ägypten chronologisch ganz und gar aus der jasperschen Zeitachse der achsenzeitlichen Kulturen herausfällt. Im Zwischenstand. Bis hierhin wäre festzuhalten, dass sich im Judentum als der vielleicht pronatalistischsten Religion schlechthin zwar durchaus überaus wirkmächtige proto-antinatalistische Gedanken in der Form von Nie-Gewesen-Seinswünschen finden, dass diese Nie-Gewesen-Seinswünsche aber von noch weiter herkommen als aus der Achsenzeit. Unter Berücksichtigung der altorientalischen Überlieferung ist man fast zu sagen geneigt, der Wunsch, niemals gewesen zu sein, ist so alt wie die schriftliche Überlieferung. Die Antwort auf die Frage, worin der jüdisch-christliche Antinatalismus in letzter Instanz gründet, könnte daher vielleicht etwa lauten, der jüdisch-christliche Antinatalismus kommt von dort, von woher vielleicht jegliche Religion kommt, aus der unerträglichen Schwere des Daseins. Also daher, worin auch Ludwig Feuerbach und Karl Marx die Religion gründen lassen.
Natal-Mythos. Ich möchte jetzt auf einen auch in der Gegenwart wirksamen Mythos zu sprechen kommen, der sich mindestens auf das talmudische Mythologem von der Präexistenz der Seele zurückführen lässt. Dieser Natal-Mythos lässt sich sowohl pronatalistisch als auch antinatalistisch auslegen. Er lässt sich pronatalistisch auslegen, sofern es einerseits darum gehen muss, dass alle präexistierenden Seelen verkörpert, also geboren werden. Der Natalmythos bekommt einen antinatalistischen Impetus, wenn man auf die begrenzte Anzahl präexistierender Seelen verweist, weil ja nach deren Verkörperung der Nachschub ausbleiben muss und die Menschheit aussterben wird. Auch wenn die implizite oder explizite Beanspruchung einer präexistenten Seele oder einer präexistenten Seelensubstanz innerhalb der wissenschaftlichen Formamentes der Moderne ein Fremdkörper ist, scheint dieser Natalmythos bis in die Gegenwart wirksam. Progenerative Entscheidungen könnten einen Teil ihres Impetus durchaus den unterschwelligen Werten derartiger Natalmythen zu verdanken haben. Präsent ist ein solcher moderner Natalmythos etwa, wenn die Autorin Esther Vilar formuliert, Zitat: Wir schlachten also die Tiere und essen sie, sorgen aber gerade dank diesem mitleidlosen Verhalten dafür, dass sie überhaupt das Licht der Welt erblicken durften. Zitat zu Ende. Also wenn Sie als Antinatalistin oder als Antinatalist versuchen zu missionieren oder jemand weiß, dass Sie diese Haltung haben, dann werden Sie immer unausweichlich diesem Argument begegnen. Aber das Tier oder der Mensch hätte doch anders als so schlecht gar nicht auf der Welt sein können. Das ist also die Gegenwart eines uralten Natalmythos, weil auf diese Weise unterstellt wird, dass das Nichtgeborene Halbsein schon irgendwo war und an seiner oder ihrer Nichtexistenz gelitten hat. Und auch der daseinsdankbare Günther Anders, Autor des Werks Die Antiquiertheit des Menschen, rekurriert unfreiwillig auf diesen Mythos, wenn er bemerkt, er sei froh, in diese Welt eingelassen worden zu sein. Ein Glück, welches den meisten nicht vergönnt sei. Ich lese das nochmal. Ein Glück, welches den meisten nicht vergönnt sei. Also da ist dieser Natalmythos bei Günther Anders mit ausgeprägt jüdischem Hintergrund ganz deutlich präsent. Wie an manchen anderen Orten auch, sind wir hier Zeugen der von vielen nicht bewältigten Schwierigkeit, die Creatio ex nihilo eines Bewusstseins ebenso radikal zuzulassen, wie Kosmologen den Urknall zu denken versuchen. Sich dessen zu vergewissern, dass das Tierbewusstsein bei Esther Vilar oder man selbst bei Günther Anders vor gar nicht allzu langer Zeit durchaus nicht existierten und die Welt ohne weiteres auch ohne uns ihren Lauf genommen hätte. Und dass uns weder genutzt noch geschadet wurde, als wir zu existieren begannen. Pace Benatar, weil Benatar meint, dass uns durch unseren Existenzbeginn geschadet wurde. Das bestreite ich. Als wir zu existieren begannen, sondern sofern nämlich ein Nutzen oder ein Schaden die Vergleichbarkeit mit einer früheren Daseinssituation erfordert, in der wir uns aber nicht befanden, da wir schlicht nicht existierten. Freilich kommen auch Konstellationen vor, in denen der Natalmythos dezidiert antinatalistischen Tendenzen dient. Dann nämlich, wenn der Existenzbeginn durchaus als Schaden deklariert wird. Ein Beispiel hierfür bieten die ersten Zeilen von Anton Wildgans' Gedicht Nichtsein. Ein Wiener Autor, der Teile des 19., den Anfang des 20. Jahrhunderts erlebt hat. Er dichtet: Wer darf solchen Herzens einen Menschen aufwecken aus dem Schlummer des Nichtseins? Schläft er nicht in süßester Dämmernis, angstverschont, notgefeit, wunschlos? Ich komme jetzt zur Erläuterung, Explikation dieses Natalmythos, der Gufraum. Zur Explikation moderner Natalmythen können wir einen ortlosen Bezirk einführen, den wir in Anlehnung an ein talmudisches Mythologem den Gufraum nennen können. Ich zitiere aus einem älteren Wörterbuch der Mythologie, nämlich aus, wie heißt es, Vollmers Wörterbuch der Mythologie. Zitat aus dem Lexikon: Guf, der Sammelplatz aller Seelen, welche Gott auf einmal schuf.
es sollen nur 600.000 sein, die nach und nach durch alle Körper wandeln. Zitat zu Ende aus Vollmers Lexikon der Mythologie. Gemäß talmudischer Tradition verwahrte Gott die gleichzeitig geschaffenen Seelen im Guf, hebräisch Körper, auch Oza, Schatzhaus genannt, beziehungsweise in der im 7. Himmel liegenden Halle der Seelen, auch Arabot genannt, die sich eine nach der anderen mit Körpern vereinigen sollten. Nach Abruf aller Seelen mittels Fortpflanzung auf Erden würde der Sohn Davids als Messias erscheinen. Dieses Mythologem macht die Fortzeugung zur Heilsaufgabe. Denn nur wer sich vermehrt, lehrt den Guf und lässt im Gleichen das Auftreten des Messias näher rücken. Wobei jedem einzelnen geborenen Menschen die Bedeutung zukommt, Sinnbild dafür zu sein, dass der Guf Lehrer geworden ist. Jeder Einzelne ist von Bedeutung und unverzichtbar, weil er durch sein Geborenwerden zum Erscheinen des Messias beigetragen hat. Der Messias wird förmlich herbeigezeugt. Wenn jemand von Ihnen das mal erforschen würde, wäre ich hellauf begeistert. Das wäre sensationell. Ich glaube, das hat noch niemand im Detail erforscht. Man findet nur ganz schwer Belege hierfür. Und Sie mit Ihren ganzen Sprachenkenntnissen und historischen Kenntnissen, also wären Sie gar nicht so prädestiniert. Plötzlich das Informationsthema gefunden. Das Genau. vor 3 Jahren so schmerzlich Für diesen Dingen war das mal nachzugehen. Aber Also ich sitze noch eine Weile Martin in der Smith Bibliothek. geht ja ein bisschen in diese Richtung, wenn ich das richtig verstanden habe. Dass er sagt, es war quasi, also er ist natürlich, er sieht sich in christlicher Tradition, aber er sagt, es war absolut notwendig, dass das Volk Israel sich weiter erhalten hat, weiter produziert hat, damit dann schließlich unser Jesus geboren kommt. Ja, das müsste man jetzt mal konkretisieren, also mit diesem seltsamen Rufraum. Wie schreibt man das? GUF Okay. oder Arabot oder auch das Schatzhaus der Seelen, das da heißt Otzar, O-T-Z-A-R. Okay. Es gibt überall mal Spuren, zum Beispiel in einem englischen Buch über die Seele des Embryos, da findet man Spuren dazu bei George Eliot, der englischen Autorin, aber es ist eine Zusammenschau, eine Synopsis ist mir noch nicht begegnet. Das wird Ihre Arbeit sein. Der Messias wird förmlich herbeigezeugt. Übrigens mag dieses mythologisch fundierte Gebot der Fortpflanzung vielleicht zumindest ansatzweise erklären, warum kaum ein dem jüdischen Kulturkreis nahestehender Denker, insbesondere kein Denker der kritischen Theorie, alias Frankfurter Schule, eine Empfehlung zur Nachkommlosigkeit ausgab. Wiewohl die Vertreter der Frankfurter Schule doch kaum Hoffnungen auf eine befriedete Gesellschaft hegten. Das ist, finde ich, eine sehr erstaunliche Diskrepanz. Also niemand hat ja die Gesellschaft und Gegenwart so schwarz gemalt wie Horkheimer und Adorno. Die Gegenwart als auswegloses, bürokratisches, stählernes Gefängnis. Aber trotzdem finden wir, ich jedenfalls nicht, irgendeinen antinatalistischen Gedanken bei Horkheimer oder Adorno. Das ist sehr interessant. Die Rede von gleichsam schlummernden oder halbseienden Seelen, die entweder in die Welt gebracht werden sollen oder vor dem Eintritt in die Welt gerettet werden sollen, ist ein moderner oder doch zumindest niemals unmodern gewordener Mythos mit talmudischen Wurzeln, für den sich frühe Spuren wiederum in Ägypten ausfindig machen lassen. So schreibt Jan Assmann in seiner Archäologie der Moderne zur altägyptischen Kontinuität von Präexistenz und Existenz. Zitat: Vollkommen eindeutig ist die ägyptische Vorstellung von einer Kontinuität von Präexistenz und Existenz. Zitat zu Ende, ich kürze das ja ab. Bevor ich mich gleich der Übergangsphase vom Judentum zum Christentum nähere, möchte ich kurz den alttestamentarischen und den altgriechischen Daseinsprotest beziehungsweise ihre Nie-Gewesen-Seinswünsche vergleichen und nebeneinander stellen. Es könnte ja sein, wenn ein Korrelat von ca. 300 vor Christus datiert, dass es eine direkte Einflussnahme durch die tragischen Nie-Gewesen-Seinswünsche gegeben haben mag. Nicht auszuschließen. Auf jeden Fall, Theognis war bedeutend älter. Bedeutend älter. Altprophetische und altgriechische Nie-Gewesen-Seinswünsche, Daseinsprotest im Vergleich. Stellt man die Daseinsverwünschungen des Melphynai, wie es, das könnten Sie auch mal erklären, warum es nicht eigentlich Melgenistai heißt,
Aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Okay. Da können Sie dann auch gleich an Peter Jakob schreiben. Der hat versucht nämlich diese Frage zu beantworten, hat ganze Bibliotheken gewälzt, warum es nicht Megenes da heißt. Er hat auch mal ein bisschen Griechisch gehabt oder vielleicht auch ganz ordentlich. Okay. Und hat keine Antwort gefunden. Wenn Sie sie wissen, schreiben Sie. Muss ich das erste Wort einmal zur Kenntnis nehmen? Genau. Bevor ich mir ein philologisches Urteil erlauben darf. Jetzt stellt man die Daseinsverwünschungen des Melphynai, wie es von altgriechischen Tragikern überliefert ist, oder eben auch schon von Theokles, neben die alttestamentarischen, wie man sie bei Jeremias, Hiob und auch Kohelet findet, so lässt sich bei den Propheten gleichsam ein Fortschritt im Bewusstsein des Nicht-Sein-Müssens verzeichnen. Denn während in der griechischen Antike in Gestalt des Topos "O wär ich nie geboren" nur ein unpersönliches Schicksal ob des eigenen Geborenseins gescholten wird seit Hiob und Jeremias ein personaler Gott als Daseinstäter angeklagt und zur Rechenschaft gezogen. Oder aber es werden die Eltern, und zwar insbesondere die Mütter, angeklagt, beziehungsweise man klagt ihnen sein Leid. Eine freilich übergeneralisierte und nicht chronologische Entwicklungslinie sehe folglich etwa so aus. Erstens, Anklage eines unpersönlichen Schicksals in der griechischen Antike, "O wär ich nie geboren worden", mit einer mutmaßlichen Entstehung im 3. Jahrhundert vor Christus und Jerusalem oder Alexandria als Ort der Entstehung gehört hierzu vielleicht auch der Prediger Salomo alias Kohelet. Da pries ich die Toten, ich lese das Zitat jetzt nicht zu Ende vor, das hatten wir Das noch. ist Anfang von Kapitel 4. Genau. Zweitens, Revolte gegen einen persönlichen Gott bei den Propheten, insbesondere bei Hiob. Drittens, Vorhaltungen von Kinderseite gegen die eigene Mutter, ob der eigenen Hervorbringung, insbesondere bei Jeremias. Christentum. Einen religiös lavierten Fortschritt, des verborgenen Fortschritt, im Bewusstsein des Nichtseinmüssens von Menschen verzeichnen wir im Neuen Testament in Gestalt eines besser nicht Hervorbringens von Menschen. Das Jesusgebot, idealerweise kinderlos zu bleiben, steht für einen genuin christlichen Proto-Antinatalismus, der bereits über das hinausgeht, was sich als Daseinsprotest, metaphysische Revolte oder Nie-Gewesen-Seinswünsche kategorisieren ließe. Wenn es für den Moment gestattet ist, das Judentum als Mutterreligion anzusehen und das Christentum als selbstständig gewordene Sekte des Judentums sowie den Islam als selbstständig gewordene Sekte des Christentums, dann fragt es sich: Sind Bestandsstücke der metaphysischen Revolte, wie sie im Alten Testament aus Jeremias und Hiob spricht, in den Tochterreligionen Christentum und Islam fortgeführt worden? Oder sollten wir eher sagen, dass das Christentum in Sachen Daseinsverneinung einen völlig neuen Anlauf nahm? Zum Islam werde ich gleich noch etwas sagen. Und was das Christentum betrifft, lautet eine erste Antwort auf diese Frage: Der zumal bei Jeremias und Hiob zutage tretende Daseinsprotest gewinnt in der christlichen Religion an Format. Im Christentum verlassen die alttestamentarischen Nie-Geboren-Seinswünsche den Bereich des Individuellen und erstrecken sich im Rahmen von Endzeitvorstellungen auf die gesamte Menschheit. Dies wird später auch von Augustinus bestätigt, wenn er sagt, das Himmelsreich würde nur umso schneller kommen, wenn es keine neuen Geburten mehr gäbe. Gut, ihr habt von mir den Reader bekommen mit diesem jüdisch-christlichen Antinatalismus in Bibel und Patristik, und das ist De Bono Conjugali 10. Also falls ihr den noch habt, sonst kann ich den nochmal austeilen. Also nur eine kurze Sache. Sehr gut. Und zwar heißt es in 2 Evangelien explizit über Judas Chariot in altgriechischer tragischer Manier: Ihm wäre besser gewesen, nie geboren worden zu sein. Aber tendenziell konstituiert sich das Christentum als eine gesamtmenschheitlich antinatalistische Religion, womit das Christentum insgesamt, Pace Jeremias, Pace Hiob, eine radikale Abkehr von der aufs Ganze gesehen daseinsbejahenden Welteinstellung des Judentums vollzieht. Wo das Judentum im Laufe seiner Geschichte die Weltverneinung relativierte, wird Kurnig sogar von einer Rückjudaisierung reden. Das Wort sollte man heute vermutlich nicht benutzen, da das notwendigerweise falsch verstanden werden würde. Aber Kurnig hat ganz naiv um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert dieses Wort benutzt.
Nach dem Gesagten wäre es also verfehlt, die Genese des Christentums aus dem Judentum als die Geschichte einer kontinuierlichen Radikalisierung immer schon vorhandener weltverneinender Tendenzen jüdischer Überlieferung zu schreiben. Denn im raumzeitlichen Kontext des Christentums wird die Daseinsverneinung geradezu sprunghaft auf ein ganz neues Niveau gehoben. Gleichwohl können wir versuchen, in der Annahme, dass dies von hermeneutischem Wert sein könnte, eine gewisse Kontinuität der Daseinsverneinung in der Abspaltungsphase des Christentums vom Judentum zu konstruieren. Das Christentum wurde als antinatalistische Religion geboren und es konnte, plakativ gesagt, so lange essentiell antinatalistisch bleiben, bis es für das Römische Reich staatstragend erwachsen wurde und sich als katholische Universalkirche konstituierte. Die Geburt des wesentlich daseinsverneinenden Christentums aus dem daseinsbejahenden Judentum ereignete sich im Zeichen einer Naherwartung des Endes der Zeiten bzw. der Ankunft des Messias. Mythologisch gesprochen sollte der Messias erscheinen, sobald die Zahl der gottgeschaffenen und im vorhin erwähnten Gufraum präexistierenden Seelen verkörpert ist. Hält man sich an diesen Mythos, so durfte die Geburt Jesu und seine Anerkennung als Messias als Zeichen dafür genommen werden, dass keine geschaffenen Seelen mehr im Wartehäuschen ihrer Verkörperung harrten. Mit der christlichen Zeitenwende wurde niemand ungeboren zurückgelassen. Würde niemand ungeboren zurückgelassen werden. Dies ist mythologisch gesprochen. Soziologisch gesehen war es hingegen wohl eher so, dass das Maß des Leidens voll war. Dies galt bereits für die Essener, deren Daseinsweise wir als antinatalistische Nahtstelle zwischen Judentum und Christentum deuten können. Der zwar nicht durchgängige, aber doch verschiedentlich bezeugte Antinatalismus der Essener bietet sich für eine religionssoziologische Deutung an. Jerusalem befand sich unter römischer Herrschaft. Und die Essener gehörten in diesem Kontext zu denen, die das römische Leben mit seinen zersetzenden heidnischen Bräuchen am radikalsten in Frage stellten. Sehr viel radikaler noch als die Pharisäer. Die Essener zogen sich in Höhlen in der Wüste zurück und waren überzeugt, dass das Ende der Welt naht. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass sich Johannes der Täufer, Jesus' messianischer Vorgänger, lange Zeit, vielleicht jahrelang, bei den Essenern aufgehalten haben könnte. Hier habe ich profitiert aus Lektüren von Elaine Pagels, einer US-amerikanischen Spezialistin für die Übergangszeit und Gnosisforscherin. Wobei wir allerdings mit Hans Jonas beachten sollten, dass die Askese der Essener der Heiligung der menschlichen Existenz diente, während die von den konkurrierenden Gnostikern propagierte Askese antikosmisch war, kosmosverneinend, und Teil der gnostischen Revolte gegen den Kosmos. Die Auffassung, dass ein Endgericht unmittelbar bevorsteht, teilt Jesus mit Johannes. Und hieraus folgt ein Antinatalismus der Leidvermeidung, gleichsam ein Mitleid mit etwaigen künftigen Generationen. Warum sollte man zahlreiche Menschen dem Endgericht aussetzen, aktuell gesprochen der atomaren Vernichtung oder grassierender Umweltdegradation, wenn es doch nur nataler Enthaltsamkeit bedarf, um zu verhindern, dass zusätzliche Menschen dem Endgericht ausgesetzt werden? Diese Frage stellt sich später, Jahrhunderte nach der Geburt Jesu, innerchristlich erneut, und zwar vor dem Hintergrund der augustinischen Lehre von der Massa Damnata. Hierzu unbedingt zu empfehlen die Studie von Kurt Flasch, Logik des Schreckens. Warum immerfort neue Menschen hervorbringen, wenn noch zugleich feststeht, dass die Mehrzahl der Seelen zu ewiger Verdammnis verurteilt ist? Es sind nur ganz wenige Auserwählte. Bei Augustinus, aber auch bei Luther noch, wenn ich richtig informiert bin. Gab es da konkrete Zahlen? Ich meine doch, das ist auch in der konkrete es gibt in der johannischen Apokalypse einmal so eine Auflistung. 144.000. Genau, 12.000 von jedem Stamm. Im modernen Christentum ist es, glaube ich, ausschließlich verbreitet bei den Zeugen Jehovas. Ja. Also wäre das bei Augustinus und möglicherweise bei Luther, da bin ich nicht informiert, noch eine Vorstellung ist das heute in der aktuellen Tradition keine Vorstellung. Aber es entspricht ja also auch dem, was Sie bisher aufgelistet haben, dass das Christentum sich durchaus von einer ziemlich radikalen
Religion zu etwas entwickelt hat, was wesentlich massentauglicher ist. Und Ja. Massentauglichkeit ist nicht mehr gegeben, wenn man sagt 144.000. Wobei ich sagen muss, dass ich also noch Menschen kennengelernt habe, die sogar noch leben, die davon berichten, wie sie als Kind unter dem Katholizismus schwerst gelitten haben, schwerste Seelennöte durchgemacht haben. Das vor 7 Jahrzehnten vielleicht. Da gab es das noch. Aber ich denke, dass es auch heute in durchaus einigen Hinterzimmern noch sehr real ist. In anderen Weltgegenden bestimmt, ja. Ja. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man da für andere Weltgegenden fragt. Äh, Durch seine Neubader Pius-Gemeinde war und so Pius-Brüderschaft. Also warum immerfort neue Menschen hervorbringen, wenn noch zugleich feststeht, dass die Mehrzahl der Seelen zu ewiger Verdammnis verurteilt ist. In diesem Sinne wird übrigens noch der Theologe Weitenkampf, er lebte im 18. Jahrhundert, flehentlich ein baldiges Ende der Zeiten verlangte. Zitat: Hilf, ewiger Gott, wie groß würde die Anzahl der verdammten Geschöpfe werden und wie wäre es möglich, dass Gott unendlich gütig wäre, wenn die Erde ewig stünde. So haben wir auch weit mehr Ursache, den jüngsten Tag eher zu hoffen, als ihn noch sehr lange hinauszusetzen. Zitat zu Ende, gefunden bei Hans Blumberg, der ein Spezialist für solche entlegenen Stellen ist. Der Antinatalismus des Neuen Testaments speist sich wesentlich aus der Überzeugung eines unmittelbar bevorstehenden Weltendes. Während das Judentum etwa in Gestalt von Jeremias und Hiob einen zwar bis in unsere Zeit wirkmächtigen Daseinsprotest manifestiert, der innerhalb der jüdischen Sekte der Essener sogar in einen praktizierten Antinatalismus übergegangen sein mag, kommt es in der jüdischen Überlieferung zu keinem antinatalistischen Durchbruch. Demgegenüber ist das Christentum von Anfang an antinatalistisch ausgerichtet. Der jüdische Gott erscheint durchgehend pronatal, auch wenn er mit der Sintflut zugleich zum größten mythischen Massenmörder religiöser Überlieferung geworden sein mag. Gegen seine durchgehende Pronatalität erheben sich nur an Einzelpersonen gebundene metaphysische Revolten, wie diejenigen von Jeremias und insbesondere Hiob. Auch wenn es im Buch Hiob Theophanien gibt, Gott redet aus dem Wind heraus, muss sich Hiob letztlich doch als ebenso gottesfern erfahren wie alle anderen Menschen auch. Über Jesus hingegen ließe sich sagen, dass er Gott so nah ist wie kein anderer Mensch. Er ist Gottes Sohn und ist damit auf die eine oder andere Weise immer auch göttlich. Weit über die metaphysische Revolte Einzelner hinausgehend lässt sich Jesus Antinatalismus somit vielleicht auch als gotteskonformer Antinatalismus bezeichnen. In den einschlägigen antinatalistischen Forderungen Jesu, wie sie in den Evangelien überliefert sind, hat der Antinatalismus gleichsam Gottes Segen. Ich referiere das jetzt eben mündlich. Man kann lange suchen nach Stellen, in denen im jüdischen Kulturkreis also regelrecht zur natalen Enthaltsamkeit aufgerufen wird. Eine Stelle habe ich gefunden bei Werner Sombart, der in seinem Buch Die Juden und das Wirtschaftsleben folgende Stelle zitiert: Es wäre wohl für den Menschen besser, nicht geboren zu sein, da er aber einmal auf der Welt ist, so soll er auch seine Handlungen untersuchen. Aber ganz kurz, das ist auch in eurem Reader drin, es wird auch zitiert bei David Benatar, das ist aus dem Talmud. Das hatte der belesene und kundige Werner Sombart in einem ganz anderen Zusammenhang, nämlich Wirtschaftsgeschichte, auch zitiert. Und für welche Argumentation dann nutzvoll gemacht? Für die Argumentation, dass das Judentum ein sehr wichtiger Einfluss für die Genese des Kapitalismus gewesen ist. Das Judentum in seiner Daseinsbejahung, stellt Sombart heraus, ist immer wirtschaftsfördernd gewesen. Und er geht in dem Buch sogar so weit zu sagen, dass es ohne das Judentum gar keinen Durchbruch zum Kapitalismus, jedenfalls nicht zu der Zeit, in Europa gegeben hätte. Man muss zu Sombart sagen, dass er mehrere Bücher zum Ursprung des Kapitalismus geschrieben hat. Ein anderes Buch heißt Liebe, Luxus, Kapitalismus. Also da geht er auf den Luxus ein und meint das Gleiche über den Luxus. Und er hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Krieg und Kapitalismus, da ist es der Krieg. Das heißt, seine Bücher sind nur zum Zeitpunkt des Verfassens wahrscheinlich für ihn apodiktisch, aber aufs Ganze gesehen hat er mehrere Auffassungen vertreten, die man zusammennehmen muss. Ein Bezug der altägyptischen Klage des Ipuwer.
Weiter oben hatte ich bereits eine altägyptische Daseinsverwünschung in den Warnsprüchen des Ikuver als Indiz dafür zitiert, dass die alttestamentarischen Daseinsverwünschungen von weit her gekommen sein könnten. Ein ganz neues Bild ergibt sich dann, wenn wir jetzt berücksichtigen, dass sich in den Mahnbriefen des Ikuver, und das wird jetzt sehr interessant, nicht bloß eine Daseinsverwünschung findet, sondern vielleicht erstmalig schriftlich fixiert das Ende der gesamten Menschheit auf dem Wege nataler Enthaltsamkeit ins Auge gefasst wird. Und allein dafür bin ich Ihnen schon unendlich dankbar, dass Sie mich dazu bewegt haben, mich mit diesen Themen nochmal zu beschäftigen, weil ich sonst da nicht nochmal reingeguckt hätte, wo zitiert ist: Oh, hätte es doch ein Ende mit den Menschen. Möchte man nicht mehr empfangen, noch gebären. Möchte die Erde still werden vom Lärm und es keinen Aufruhr mehr geben. Zitat zu Ende. Berücksichtigt man diese Stelle, so hat sich der erste Durchbruch zum Antinatalismus womöglich schon vor 4000 Jahren ereignet. Vor dem Hintergrund dieser Textstelle wäre nun über die metaphysischen Revolten des Alten Testaments zu sagen: Im Alten Testament überdauerte der vorgängige ägyptische Durchbruch zum Antinatalismus in der lavierten Gestalt von Daseins- oder Geburtsverwünschungen als Schwundstufe, um erst sehr viel später mit der Herauslösung des Christentums aus dem Judentum wiedergeboren zu werden. Wenn auch nicht in dieser Klarheit im Christentum, wie schon bei den alten Ägyptern. Islam. An dieser Stelle sei kurz die Frage gestellt, ob oder wie der Islam, anfänglich eine christliche Sekte, auch ein Satz, den man nicht überall äußern darf, da mussten schon Leute ihren Namen ändern, wenn sie sowas mal gesagt hatten. An dieser Stelle sei kurz die Frage gestellt, ob oder wie der Islam, anfänglich eine christliche Sekte, die metaphysischen Revolten des Judentums oder gar den christlichen Antinatalismus im Koran fortgeführt hat. Aus meiner Koranlektüre ist mir nichts erinnerlich. Immerhin zeigt aber die Lektüre des erst kürzlich vollständig ins Deutsche übersetzten Buch des Leidens von Farid Attar, dass der Gedanke, er lebte etwa 1145 bis 1220, dass der Gedanke eines Nicht-Sein-Sollens der Menschheit zumindest im Sufismus gedacht worden ist. Das heißt also im zentralen Islam nicht, also koranisch nicht hinterlegt, aber im mystischen Islam spielt dieser Gedanke eine ganz große Rolle. Bei Attar habe ich jetzt nämlich gerade vor wenigen Wochen gelesen, Zitat: Entweder hättest du die Menschen gar nicht erschaffen sollen, oder du musst ihren Lebensunterhalt bedingungslos gewährleisten. Zitat zu Ende. Und das sehr interessante Buch, was dort liegt, handelt im Wesentlichen von Attar, aber auch im Zusammenhang mit christlichen oder jüdischen Daseinsverwerfungen. Antinatalismus im inoffiziellen Christentum und Hans Jonas Wiedergutmachung gnostischer Begeisterung. Damit komme ich auch zum letzten Abschnitt. Eben hatte ich angedeutet, dass der frühe christliche Antinatalismus gewissermaßen zumindest ein Stück weit den Segen des Christengottes gehabt haben muss, weil es Jesus ist, der ihn ausspricht, und weil keine zweite Person derart gottesnahe ist wie Jesus. Damit ist ein Stichwort gegeben, hier einmal kontrastierend auf den fernen Gott oder den fremden Gott zu sprechen zu kommen, wie er von der Gnosis propagiert wurde, als einem gleich ursprünglichen Konkurrenzunternehmen zu jenem offiziellen Christentum, das sich schließlich zur katholischen Kirche konsolidieren sollte. Und dies ist der Moment, auf Hans Jonas zu sprechen zu kommen und die eingestandenermaßen überzogene Deutung zu wagen, wonach Jonas sich mit seiner späteren Ontologie imperativen menschheitlichen Seinsollens unerklärt reumütig von seiner früheren Begeisterung für die Gnosis distanziert. Einige Aspekte von Jonas gnostischem Hingerissensein sprechen aus folgendem längeren Zitat aus Jonas Buch Gnosis, die Botschaft des fremden Gottes. Das kann man heute noch relativ günstig und antiquarisch sogar sportbillig kaufen. Gnosis, die Botschaft des fremden Gottes. Das ist vor diesem Zitat, muss ich einen Schluck trinken, das ist ein Heiligtum. Also auch ein Paradebeispiel für einzigartige Wissenschaftsprosa. Zitat Jonas: Aus dem Nebel der Anfänge unseres Zeitalters taucht ein Schauspiel mythischer Gestalten auf, deren gewaltige,
übermenschliche Konturen die Wände und die Decken einer zweiten Sixtinischen Kapelle bevölkern könnten. Er spricht hier über die Gnosis. Ihr Antlitz und ihre Gebärden, die Rollen, die sie besetzen, das Drama, das sie aufführen, würden andere Bilder zum Vorschein bringen als die biblischen, mit denen die Fantasie des Betrachters aufgewachsen ist. Und doch wären sie merkwürdig vertraut und auf beunruhigende Weise bewegend. Die Bühne wäre dieselbe, das Thema ebenso transzendent, die Erschaffung der Welt, das Schicksal des Menschen, Fall und Erlösung, die ersten und die letzten Dinge. Doch um wie viel zahlreicher wäre die Besetzung, um wie viel bizarrer die Symbolik und um wie viel extravaganter wären die Empfindungen. Nahezu die gesamte Handlung würde sich in der Höhe abspielen, im göttlichen Bereich oder in jenem der Engel oder Dämonen. Ein Drama präkosmischer Personen in der Welt des Übernatürlichen, auf welche das Drama des Menschen in der natürlichen Welt lediglich ein fernes Echo darstellt. Und dennoch wäre jenes transzendente Drama vor aller Zeit, das seine Darstellung in den Handlungen und Leidenschaften menschenähnlicher Gestalten findet, voller menschlicher Anziehungskraft. Verführte Göttlichkeit, Unruhe, welche die gesegneten Äonen aufwühlt, Gottes irrende Weisheit, die Sophia, die zum Opfer ihrer eigenen Torheit wird, in die Leere und Dunkelheit ihres eigenen Schaffens hineinirrt, endlos suchend, klagend, leidend, bereuend, ihre Leidenschaft in die Materie, ihre Sehnsucht in die Seele hineingebärend. Ein blinder, hochmütiger Schöpfer, der sich selbst für den Allerhöchsten hält und sein Zepter über die Schöpfung schwingt, die, wie er selbst, ein Erzeugnis des Mangels und der Unwissenheit ist. Die im Labyrinth der Welt gefangene und verlorene Seele, die zu fliehen versucht, aber vor den Wächtern des kosmischen Gefängnisses, den furchtbaren Archonten, zurückschreckt. Ein Retter aus dem jenseitigen Licht, der sich in die niedere Welt hineinwagt, die Finsternis erleuchtet, einen Weg eröffnet und die göttliche Verletzung heilt. Eine Geschichte von Licht und Finsternis, Erkenntnis und Unwissenheit, Gelassenheit und Leidenschaft, Einbildung und Erbarmen, nicht in menschlichem Maß, sondern in jenem von ewigen Wesen, die nicht vor Leid und Irrtum gefeit sind. Die Geschichte hat keinen Michelangelo, keinen Dante, keinen Milton gefunden, die sie nacherzählt hätten. Die strengere Zucht des biblischen Glaubensbekenntnisses überstand den Sturm jener Zeit und Altes und Neues Testament gestalteten von nun an den Geist und die Fantasie des westlichen Menschen. Jene Lehren, die in der fiebernden Stunde des Übergangs des neuen Glaubens herausforderten, in Versuchung führten und zu verdrehen versuchten, sind vergessen. Ihre schriftlichen Zeugnisse sind in den dicken Büchern jener begraben, die sie widerlegten, Irenaeus von Lyon, oder aber im Sand der Länder der Antike. Unsere Kunst, unsere Literatur und vieles mehr wäre anders, hätte die gnostische Botschaft sich durchgesetzt. Ich kürze dieses Zitat ab, aber die nächsten 10 Zeilen sind also auch Zeugen auch von dieser Hingerissenheit von Hans Jonas. Wie recht Jonas doch hat, unsere Kunst, unsere Literatur und vieles mehr wäre anders, hätte die gnostische Botschaft sich durchgesetzt. In der Tat dürfen wir annehmen, dass das, was aus Orient und Okzident als Abendland zusammenfloss, weitaus antinatalistischer geprägt gewesen wäre, als es tatsächlich der Fall war. Für die Begeisterung durch die Welt der symbolischen Formen der Gnosis und die gnostische Weltsicht ist Hans Jonas selbstverständlich nicht das einzige Beispiel. Ebenso wenig, was die Mutmaßung angeht, dass bei stärkerer Gewichtung des Gnostischen über die Anfänge des Christentums hinaus die Geschichte des Abendlands eine ganz andere hätte sein können. In ihrem Buch über die gnostischen Evangelien, The Gnostic Gospels, spricht Elaine Pagels eben diesen Gedanken Jonas nur mit ganz anderen Worten aus. Jonas sprach davon, dass der Sand begonnen hat, Teile des vergrabenen gnostischen Treuguts preiszugeben und bezieht sich damit unter anderem auf die Funde frühchristlicher gnostischer Texte in Nag Hammadi 1945. Und er führt aus, ihre Wiederbelebung sei von mehr als bloß antiquarischem Interesse. In der Tat offenbaren diese Texte, dass die Sicht, wonach diese leiderfüllte Welt nur von einem bösen Demiurgen geschaffen sein kann, nicht aber von einem gütigen Gott, ein stärkeres Fundament hat, als vielfach angenommen wird.
Man stelle sich vor, das Neue Testament wäre aus gnostischen Evangelien editiert worden. Welchen Einfluss hätte dies auf unsere Forma mentis gehabt? Der menschliche Fortzeugungszusammenhang hätte dann nur stärker unter antinatalistischen Vorzeichen gestanden, da der gnostische Grundmythos besagt, dass die Lichtfunken unserer Seele so lange nicht in ihre Heimat und transzendenten Gott zurückkehren können, wie das menschliche Leben auf Erden weitergegeben wird. Erlösung könne es nur geben, wenn die Seelen sich als Gott gleich erkennen und sich mittels nataler Enthaltsamkeit als Lichtfunken rein erhalten, statt sich fortzeugen, immer tiefer in diese niedere Welt zu verstricken. Kurz, in der Gnosis gilt es, dem Ruf des fernen Gottes mittels Verweigerung der Fortzeugung Folge zu leisten. Diesbezüglich notiert Jonas in die Botschaft des fremden Gottes: Einst wandte sich die Seele zur Materie hin. Sie verliebte sich in sie und, entbrannt von der Begierde, die Freuden des Körpers zu genießen, wollte sie sich davon nicht mehr frei machen. So entstand die Welt. Von diesem Augenblick an vergaß die Seele sich selbst. Sie vergaß ihre ursprüngliche Wohnung, ihr wahres Zentrum. An diese Materie verstrickte Seele ergeht in der Gnosis von weit her kommend ein Ruf. Und Jonas geht so weit, die Gnosis als Religion oder Religion nennen, es gibt ja verschiedene Formen von Gnosis, Religionen des Rufes zu bezeichnen. Interessanterweise formuliert Jonas auch seine Ontologie imperativen menschheitlichen Seinsollens als eine Ontologie des Rufes. In ihr sucht er im Sinne eines philosophischen Gegengifts zum Opium der Gnosis plausibel zu machen, dass es einen Ruf des Seins zum Fortbestehen der Menschheit gibt, dem Folge zu leisten sei. Der gnostische Ruf zieht den Menschen von der Nabelschnur des natürlichen Gattungszusammenhangs fort. Jonas' Werk zeigt, wie im Gnostizismus der Faktizitätscharakter der Welt auch im Abendland früh schon Gestalt angenommen hat. Als gnostische Grundaussage ist für uns festzuhalten, der Mensch soll in dieser Welt nicht sein. In seinem Versuch, den Imperativ menschheitlichen Seinsollens gegen die Möglichkeit eines Verebbens der Menschheit plausibel zu machen, wird Jonas das gnostische Symbol des Rufes invertieren. Er präsentiert eine Ontologie des Rufes, in der es das Sein ist, welches den Menschen ruft und an den Menschen als den Hüter des Seins appelliert, insofern er die Zweckhaftigkeit des Seins wahrnehmen kann. Jonas' Vorgehensweise ist die, dass er versucht plausibel zu machen, dass das Sein eine Selbstbejahung zeigt. Also wir selbst erkennen in uns Zwecke, und da für Jonas das gesamte Sein ontologisch kontinuierlich ist, für ihn gibt es keine Sprünge im Sein, müssen diese Zwecke also auch bis in die feinste Verästelung und in die einfachste Materie zurückverfolgbar sein. Und das sei ein Wert. Diesen Wert hätten wir als etwas Gutes aufzunehmen. Das ist der Ruf des Seins. In jedem Zweck erklärt sich das Sein für sich selbst und gegen das Nichts. Das ist das Sein sollen, was für Jonas aus dem Sein spricht und was dann aber komischerweise in seinem Buch Das Prinzip Verantwortung als Neugeborenes uns anschreit. Und das ist für ihn der zweite große Ruf des Seins. Dem Ruf des Neugeborenen kann sich niemand entziehen, den müssen wir wahrnehmen, dem müssen wir helfen. Er vergisst dabei die alten Menschen, die in Altersheimen wundgelegen liegen, die auch schreien, auch nach Hilfe schreien. Aber alles das gibt es für Jonas nicht. Gegen den gnostischen Ruf des fremden Gottes, der die Menschen dazu auffordert, sich von der Nabelschnur des natürlichen Gattungszusammenhangs zu trennen und dessen Kommunikationen dahingehend lauten, die humane Zeugungsgemeinschaft aufzuheben, setzt Jonas einen Spruch des Seins, der bei Strafe eines performativen Widerspruchs keine Widerrede duldet. Und als philosophischer Theologe wird er diese Überlegung sogar noch mit folgendem theologischen Diktum flankieren. Selbst wenn wir uns selbst im Stich lassen wollten, also mittels nataler Enthaltsamkeit verebben wollten, so dürften wir doch Gott nicht im Stich lassen. In letzter Instanz ist es bei Jonas also doch wieder ein göttlicher Seinsollensruf, der uns zur Weitergabe des Lebens verpflichten solle. Ganz gleich, welches Leid auf künftige Menschen wartet. Jonas hat dann später in einem Interview mit der Zeit oder in einem Artikel in der Zeit 1989 anders als im Prinzip der Verantwortung ein Urschuldbekenntnis abgelegt. Er kommt dort
treffenderweise auf Jeremias zu sprechen und zitiert: Mutter, warum hast du mich geboren? Und er respektiert diesen Ausruf als einen ernstzunehmenden Ausruf. Und er redet oder schreibt an dieser Stelle so, dass er eigentlich auch nicht recht weiter weiß, wie man hier das Leid, was Menschen ja unzweifelhaft erfahren und was man verhindern könnte, wenn man sich nicht vorzeugt, wie er da philosophisch mit umgehen soll. Offen konzidiert Jonas, dass das Dasein eine Zumutung ist. Es werde dem Kind nicht so sehr geschenkt, wie alle in Elternmetaphysik es will, sondern es werde vielmehr auch diktiert, das Kind ungefragt dazu verurteilt, die Bürde des Daseins auf sich zu nehmen. Im Falle kulturergiebiger Menschen wie Kafka, Mozart, Beethoven, Van Gogh, sei das Leiden am Geworfensein ins Dasein sogar besonders groß. Jonas hat Martin Buber gefragt, wie denn Kafka so gewesen ist. Und Buber soll gesagt haben, der unglücklichste aller Menschen. Trotzdem macht Jonas hier eine krude Berechnung im schlechten Sinne des Wortes Utilitarismus auf. Wenn die Menschen Kulturträger gewesen sind, dann hat es sich belohnt. Das heißt, also die haben entsetzlich gelitten, aber die anderen haben etwas davon gehabt. Das ist, finde ich, Utilitarismus im schlechten Sinne. Warum es aber überhaupt Menschen geben soll, erläutert Jonas an dieser Stelle ebenso wenig, wie es ihm an anderer Stelle gelingen sollte, das Sein-Sollen von Menschen schlüssig zu begründen. Stattdessen dämmert ihm als dem Autor von das Prinzip Verantwortung, dass die Verurteilung von Menschen zu einem ungewissen Dasein verantwortungslos ist. Indem Jonas den Menschen mit den Mitteln der Metaphysik für aktuelle und künftige Barbareien wappnen und geradezu Auschwitz-fähig halten will, statt Auschwitz als den nicht hintergehbaren Spruch des Nichtseinsollens von Menschen zu akzeptieren, meint er, das Dasein von Menschen dürfe nicht in den antizipierbaren Schrecken ihres So-Seins geopfert werden. Aus diesem Grunde habe ich Jonas im letzten Buch als einen Damnatoren, als einen Verurteiler bezeichnet. Jonas selbst hat ja unter Auschwitz gelitten, seine Familie, aber selbst Auschwitz dürfte noch einmal durchlitten werden, weil andernfalls, wenn der Preis wäre, dass die Menschheit ausstirbt. Das darf auf keinen Fall sein. Nochmal zur Begeisterung von Jonas, in diesem Fall der Gnostiker Markion. Zu ihm sagt Jonas, der Markionitismus ist auf die eine oder andere Weise im Christentum bis heute ein Problem geblieben. Und ganz abgesehen von allen Auseinandersetzungen um die Lehre, wird Markions Botschaft vom neuen und fremden Gott nie aufhören, die Herzen der Menschen anzurühren. Die Lehre Markions ist, wie die allergroßen Gnostiker, die, dass man dem Schöpfer der Welt trotzen soll, dass nur die Kinderlosigkeit bewirkt, dass der Herrschaftsbereich des bösen Demiurgen nicht noch größer wird, als er ohnehin schon ist. Der Schweizer Theologe Walter Nick meint, Markion nehme mit seiner Weltverlästerung den ganzen modernen Pessimismus vorweg. Bei solchen Vergleichen von Lehren der religiösen Gnosis mit modernen Erscheinungen ist jedoch Umsicht geboten, denn anders als Markion und die religiöse Gnosis hat es der moderne Pessimismus und insbesondere der moderne Antinatalismus, wie er vielleicht erstmals in Gestalt von Kurnik auftritt, mit einer indifferenten Welt zu tun. Lassen Sie mich abschließend an dieser Stelle nochmals kurz zu Jonas zurückkehren, über den ich bewusst übertreibend ausgeführt hatte, dass seine Ontologie unbedingten menschheitlichen Seinsollens gleichsam als ontotheologische Sühne für seine ursprüngliche Begeisterung durch die gnostische Lehre gelesen werden kann. Dieser übertreibende Gedanke zu Jonas eröffnet aber immerhin den Befund, dass, anders als Hans Blumenberg in seinem Buch Die Legitimität der Neuzeit behauptet, in der Neuzeit eben doch noch keine endgültige Überwindung der Gnosis gelungen war. Läge die Legitimität der Neuzeit wirklich darin, die Gnosis überwunden zu haben, also Blumenberg meint, dass es Augustinus nicht gelungen ist, so hätte sie eine Anthropodizie hervorgebracht haben müssen. Dann aber hätte es der Arbeit an der Ontologie menschheitlichen Seinsollens bei Jonas nicht bedurft. Eine Sekunde. Seit dem Scheitern der Theodizee im Denken von Voltaire bis Schopenhauer
und in Ermangelung einer Anthropozä wird der gnostische Ruf des Vererbens sogar eher lauter denn leiser. Dies gilt gerade auch mit Blick auf den unter dem Pseudonym Kurnik schreibenden Autor, dessen Genuss wir dank ihrer Arbeit jetzt alle kommen werden. Kurnik gehört mutmaßlich zu den ersten oder ist der erste, der in einer Monographie einen von der Überlieferung metaphysischer Willensmetaphysiken bereinigten modernen Antinatalismus vorstellt und im gleichen die gnostische religiöse Tradition auf ein neues säkulares Niveau stellt und damit für diesen Bereich die Arbeit der Philosophie als das Gehirn der Religion gleichermaßen zu einem gewissen Abschluss bringt, wie auch einen neuartigen Ausgangspunkt darstellt. Nicht zuletzt der Umstand, dass wir hier heute miteinander diskutieren werden, belegt, dass die Neuzeit nicht uneingeschränkt als die zweite und gelungene Überwindung der Gnosis gesehen werden kann. Danke für Ihre Geduld. Ja, danke Ihnen vielmals für diesen faszinierenden Vortrag. Über den wollen wir gleich sprechen in der Diskussion. Ich würde vorschlagen, wir machen erstmal eine kurze Pause. Notiert euch, was ihr sagen wollt. Notiert euch eure Gedanken. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Alles klar. Dann würde ich sagen, kommen wir zu der lang geplanten, heiß ersehnten Diskussions- und Fragerunde. Und mein erstes Thema ist natürlich Antinatalismus im Verhältnis zum Christentum, also jüdisch-christlicher Antinatalismus, so wir gerade einen faszinierenden Vortrag gehört haben. Läuft die Aufnahme weiter? Also, achso. Na, meine ist jetzt auch. Es läuft ja auch über das Handy mit. Ja, aber einfach zu Sicherheit. Einfach zu Sicherheit. Ja, bitte. Okay, alles klar. Und deswegen würde ich einmal fragen, habt ihr Anmerkungen, Fragen, Ideen, Impulse zu dem Vortrag von Hannah Kerner? Insbesondere würde mich da das Theologische natürlich interessieren. Ich bin gerade ehrlich gesagt noch ein bisschen erschlagen. Ich muss das erstmal verarbeiten und verdauen. Also so spontan habe ich da jetzt keine Fragen, die mir jetzt irgendwie gekommen sind. Also mir würde es jetzt spontan einfallen mit dem Bezug zu David Benatar. Kommen wir später. Okay. Genau, erstmal zu Christentum und Antinatalismus. Ich fand das sehr schön, dass Sie nochmal diesen Ausspruch vorgebracht haben, Philosophie als Gehirn der Religion. Das haben wir nämlich auch in unserer Runde auf verschiedene Weise diskutiert, weil wir natürlich unterschiedliche Hintergründe haben und überlegt haben, was genau könnte denn sich dahinter verbergen. Was wäre dann zum Beispiel das Herz der Religion und so, das ist ganz spannend. Wo haben Sie das aufgeschnappt? Das habe ich einerseits bei Hegel in seiner Vorlesung zur Religion, das aber so kam in 3 Bänden. Die Stelle kann ich noch gerne nennen. Aber in dieser Form habe ich es tatsächlich aufgeschnappt beim Vater eines Freundes, der bei Adorno studiert hatte und der nachdem seine Dissertation am letzten Tag nicht mehr rechtzeitig ankam in Frankfurt, das Philosophieren aufgab, also das schriftliche Philosophieren aufgab. Das ist die genaue Herkunft. Und auf die Frage, woher er das hat, kennt er es lang, sagte er von einem persischen Philosophen. Wer das gewesen ist, das weiß ich leider nicht. Also letztlich ist das wird es der Satz eines persischen Denkers sein. Okay. Und dann aus islamischen oder wie sagt man, zoroastrischen Hintergrund? Das Genaues ist mir nicht bekannt, aber man kann diesen Satz fast aus einer Stelle bei Hegel herausfiltern. Das habe ich jetzt Jahre später Okay. Das müssen wir nur schreiben, sonst vergesse ich es eventuell, werde ich Ihnen das gerne raussuchen. Das ist markiert bei mir in meinem Buch. Okay, alles klar, ist notiert. Dann, was mich auch noch ein bisschen angetrieben hat, überhaupt zu der Auseinandersetzung, auch als eben Nicht-Theologe, nicht-gläubiger Mensch, ist die Tatsache, dass weite Teile der Antinatalismus-Community eben atheistisch geprägt sind und entsprechend relativ wenig übrig haben überhaupt für das Christentum, für Religion
allgemein. Und ich fühle mich fast schon genötigt, da jedes Mal so eine kleine Lanze zu brechen für eben das Christentum und für die antinatalistischen Ausprägungen, die zwar heute nicht mehr so im Vordergrund stehen, aber die in der Bibel, in den Kirchenvätern und in diversen Sekten durchaus vertreten, durchaus spürbar sind. Dann wird es nochmal spannend, wenn wir schauen, innerhalb dieses christlichen Antinatalismus passiert das ganz gerne, dass Philosophen, ob das jetzt Schopenhauer ist, Koenig selbst ja auch, dass sie differenzieren wollen zwischen dem jüdischen Christentum und dem in Anführungszeichen wahren Christentum, oder bei Schopenhauer heißt es dem echten Christentum mit A-Umlaut. Und deswegen war mir das eben wichtig, dass wir auch das Jüdische hier ein bisschen mit reinbringen. Und hatte sich tatsächlich auch gefragt, wie sieht es denn aus mit islamischem Antinatalismus? Darauf sind Sie ja in Ihrem Vortrag auch schon eingegangen. Wir müssen natürlich für uns im Auge behalten, dass wir also weder Muslime sind, noch sind wir Islamwissenschaftler, deswegen steht uns darüber vielleicht kein abschließendes Urteil zu. Aber da gibt es auf jeden Fall den großen Dichter und Denker Abulola Moarensis oder Abulala al-Mari auch genannt. Und wie ist Ihre Einschätzung zu dem? Kann man den in einer bestimmten Tradition verorten? Den Dichter, den Sie jetzt gerade genannt haben, habe ich persönlich nie gelesen. Ich kenne ihn nur glaube ich, aus Aufstellungen, die es zum Beispiel auf Wikipedia gibt. Aber zum Antinatalismus im Islam, das hatte ich vorhin versucht anzudeuten, das kann ich hier nochmal versuchen zu erläutern. Wir müssen unterscheiden zwischen dem, was im Koran hinterlegt ist. Dort kommt hier auch, wenn ich mich richtig erinnere, an 2 Stellen vor. Aber es fehlt im Islam, im Koran, die Kritik an Gott. Also meines Wissens wurde keine Gotteskritik in den Koran aufgenommen. Ganz anders als im Alten Testament. Und die gibt es immer nur in der Mystik, insbesondere in der sophistischen Mystik. Dazu gehören dann auch Schayyam und Atar. Atar soll ja mit das Buch des Leidens soll ja das eines der schwärzesten Bücher der gesamten Weltliteratur geschrieben haben. Klingt spannend. Es ist ein bisschen beschwerlich zu lesen, es hat nicht ganz so viel gehalten wie das, was von dem Buch versprochen worden war. Mhm. Aber es enthält eine sehr starke Gotteskritik, fast immer vor dem Hintergrund, dass der Koran Gott so darstellt, als hätte er den Menschen das Lebensnotwendige bereitgestellt. Das scheint so eine Art koranische Garantie zu sein. Also ein Existenzminimum ist immer da. Die Schöpfung ist so gut, dass ihr zumindest immer gerade eben genug habt. Und dass man daraus auch einen bescheidenen Genuss, wie Epikur das zum Beispiel befürworten würde, ziehen kann? Ich würde sagen anders. Also die Mystiker haben es gewagt, das in Frage zu stellen. Wir sehen die Welt, wie sie ist. Es ist nicht immer genug für jeden da. Und Atar mit seinem Buch des Leidens nimmt sehr oft Narren, die eben auch die Narrenfreiheit haben, die lässt er Gott kritisieren, was das Zeug hält. Also da kann er mit ihrem Hiers und Hiob mithalten. Er ist auch nicht drangsaliert worden deswegen. Er ist beim Mongolen-Einfall ums Leben gekommen, er ist nicht als Ketzer ums Leben gekommen. Aber das ist eben der große Unterschied. Es scheint also im großen Grundbuch dieser Religion scheint es keine ausgeprägte Gotteskritik zu geben. Die es auch schon im alten Ägypten gab. Also auch dort ist es schon an Re gerichtet. Da die Welt jetzt einmal so ist, hätte man sie besser gar nicht erst schaffen sollen. Also mit anderen Worten, im Islam stagniert diese Gotteskritik und auch die Daseinsverwerfung, die Daseinsverurteilung, was übrigens Ernst Bloch in seinem Buch Atheismus im Christentum mal zu der Behauptung verleitet hatte, dass
der Islam als Ganzer gesehen stärker bereit ist, als seine christlichen oder jüdischen Konkurrenzunternehmen, stärker bereit ist, die Welt so hinzunehmen, wie sie ist. Das wird ja auch oft pejorativ über den islamischen Kulturkreis gesagt. Also man ist schicksalsergeben und nimmt alles hin, wie es ist. Erinnert ein bisschen an die Doktrin der Stoiker. Ja. Amor Fati und so weiter. Übrigens bis heute noch, ich habe es selbst noch gehört. Und für Sie geht das also einher, antinatalistische Tendenzen, immer mit Gotteskritik, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, also ich würde denken, dass das Alte Testament und das Neue Testament Vehikel sind, in denen das Gehirn der Religion anfängt zu arbeiten. Das Gehirn der Religion in Richtung auf einen Antinatalismus, auf die Ausformulierung eines Antinatalismus anfängt zu arbeiten. Man gelangt in den beiden Büchern vorerst nur zu Vorformen des Antinatalismus. Proto-Antinatalismus könnte man das nennen. Es ist noch kein ausgearbeiteter Antinatalismus. Diesen hat es aber erstaunlicherweise, das habe ich ja auch, wie ich schon andeutet, sehr spät gelernt, im alten Ägypten gegeben. Also in der sogenannten Zwischenzeit, wahrscheinlich als die Hyksos, ein Reitervolk, eingefallen waren, ging alles drunter und drüber. Und wenn man die Mahnbriefe des Ipuwer liest, eine Welt, wo alles drunter und drüber. Genau, die kann man auch im Internet, sind sehr schnell auf Englisch zugänglich, insbesondere der 6. Brief. Dort heißt es, also die früher unterworfen waren, halten jetzt das Zepter, haben schönen Wein, haben Getränke, Reichtum. Und Ipuwer formuliert vor diesem Hintergrund, also aus einer soziologischen Situation heraus, seinen schon voll entwickelten antinatalistischen Satz: In dieser Situation wäre es doch besser, die Erde wäre leer, es gäbe keinen Lärm mehr und die Menschheit stürbe aus, kein Gebären mehr, kein Fahrzeug mehr. Und dieses altägyptische Beispiel wirft sozusagen viele der Gedanken, die ich mir gemacht hatte, über den Haufen. Wenn sich das so bewahrheiten lässt, dass Ipuwer hier säkular aus der sozialen Situation heraus gedacht hat, dann müsste man noch stärker, als ich es vermutet habe, die jüdischen Daseinsverwerfungen als Schwundstufen eines vorgängigen regulären Antinatalismus berücksichtigen und das Christentum dann als einen neuen Anlauf, der ausgeprägter antinatalistisch ist als das Judentum, der aber natürlich gleichwohl das nur laviert macht, eben religiös. Aber interessant wäre, mal herauszufinden, wie sehr Ipuwer seine Briefe eigentlich als säkularer Mensch geschrieben hat, wie eigentlich genau sein Kontakt, sein Verständnis von Gott ist. In diesem Fall über den Weltenschöpfer eben. Ja, das ist ja auch genau die Stelle, die Heinz Rölleke zitiert in seinem Band zum Topos der Existenzverwünschung in der europäischen Literatur. Und was ich mich immer frage, ob das jetzt bei Hiob oder im Alten Testament oder eben auch noch früher in der ägyptischen Literatur ist, wie sehr man aus diesen vermeintlich antinatalistischen Äußerungen, und es gibt ja auch schon bei Ipuwer, heißt es dann trotzdem, dass irgendwie Unfruchtbarkeit doch auch ein Fluch sein kann. Das können Sie dann nochmal nachlesen. Ich glaube, das ist Vers 6 oder so, also es steht relativ kurz danach. Frage mich, wie sehr dahinter ein einheitliches Weltbild steckt, wie beim modernen Pessimismus, modernen Antinatalismus, oder wie sehr das doch situationsbedingte Äußerungen sind. Und es wäre sehr interessant, ich habe, wie gesagt, Connections in die Ägyptologie, die werde ich da auf jeden Fall mal anhören, ob man da tatsächlich noch mehr rausfinden kann. Die hatten mir aber gesagt, dass so grundsätzlich die Lebensphilosophie der Ägypter doch eigentlich eher eine lebensbejahende ist, denn man muss ja die Leute irgendwie bei der Stange halten, damit sie weiterhin schuften und Pyramiden bauen.
Es ist gut, dass Sie Holliger jetzt gerade erwähnen. Der hat ja im Vorwort seines Buches gesagt, dass er 600 Stellen aus seinen jahrzehntelangen Lektüren, insbesondere der deutschen, glaube ich, Literatur oder europäischen Literatur gesammelt hat. Und er legt sich ja selbst gewissermaßen die Frage vor, sind das nicht alles nur Funde? Ließen sich diesen Funden nicht Zehntausende von lebensbejahenden anderen Stellen gegenüberstellen? Und er sagt dann, ja, das ist zwar richtig, dass das, oh, wäre ich nie geboren, dieser klassische Satz, das sind aber Sätze, sagt er, die sind schon gnomisch geworden. Das heißt, die werden zu jeder sich bietenden Gelegenheit herbeigezogen. Mit anderen Worten, die Zahl der tatsächlich stattgefunden habenden Äußerungen dieses oder ähnlicher Sätze muss unendlich viel größer und häufiger sein, als sie in die Literatur Einlass gefunden haben. In der Literatur schlägt sich nur als Substrat nieder, was in der Umgangssprache, in den Umgangsformen der Menschen, in den Kommunikationen ständig geäußert wird. Und man könnte also sagen, wenn das schon so oft in der Literatur zu finden ist, wie oft muss es dann erst im normalen Leben der Menschen gesagt worden sein? Das würde ich auch für das alte Ägypten vermuten. Also wenn es den sumerischen Hiob gegeben hat, eine babylonischen Theorie C und Ipuwer oder Ptahhotep 2800 vor Christus, wenn diese einzelnen Gestalten bei dieser schwierigen Traditionsvermittlungslage, brüchiger Papyrus, vernichtete Schriftstücke, aufgegangene Tongefäße, in denen Schriften gespeichert worden waren, wenn das immerhin aus dieser alten Zeit noch auf uns gekommen ist, wie oft muss es dann wohl gesagt worden sein? Vermutlich ständig, würde ich denken. Ja, also das ist, dem muss man auf jeden Fall nachgehen. Ich weiß, dass es für den griechischen Kreis, da gibt es tatsächlich eine Pluralität. Also es gibt nicht ein einheitliches, pessimistisches Weltbild. Genauso lassen sich tatsächlich auch durchaus lebensbejahende Anzeichen finden. Aber wie gesagt, dem Thema wollte ich mich vielleicht auch in Zukunft vielleicht in einer Masterarbeit ausführlicher widmen. Das wäre ja auch interessant, wie sehen Sie das? Also wäre es lohnt, also jetzt an Sie alle gerichtet, wäre es lohnt, einmal an Konkurrenzunternehmen an den Start zu bringen, ich würde es nicht machen, aber vielleicht jemand anders, zur Pronatalität, also ein dickes Buch zu schreiben mit Denkfiguren zum Pronatalismus, zur Geburtenfreundlichkeit, Denkfiguren, die man dann mit Stellungen, mit Funden aus der Literatur unterlegt. Wäre das sinnvoll oder würde man überhaupt was finden? Wie sehen Sie das? Also ich erinnere mich an ein Zitat, ich weiß nicht, ob ich es bei Simon gelesen habe oder bei jemand anderem, dass sich ja sehr viele und sind dem ja sehr akribisch auch nachgegangen, weil sehr vielen intellektuellen Schriftstellern, großen Denkern eher fortpflanzungsskeptische Äußerungen finden und dass dieses wir pflanzen uns halt fort, dass das weniger eine Einstellung ist, die aus Reflexion, Überlegen irgendwie stammt, sondern mehr aus, das ist halt natürlich, das haben wir immer so gemacht und das machen wir auch weiter so. Dafür muss man nicht viel überlegen. Das heißt, da uns das meiste Literarische eben von Literaten überliefert ist, würde wahrscheinlich die Skepsis Oberhand gewinnt. Das wäre meine vorsichtige, nicht begründete, ohne Statistiken herangezogene These. Aber wäre es nicht gerade dann sinnvoll, die Gegenseite zu beleuchten? Auf jeden Fall. Gerade weil die so wenig Aufmerksamkeit bekommt, also definitiv. Also vielleicht bin ich jetzt irgendwie auch ein bisschen am Thema vorbei oder so, aber was ich mir extrem gut dazu vorstellen könnte oder was halt zumindest relevant sein könnte, ist, dass man das Ganze auch immer in Kombination mit einer Geschichte der Verhütung, glaube ich, auch sehen muss. So, also, weil das hatten wir ja schon, als du uns den Clip aus der Tagesschau gezeigt hattest. Ja, genau. Mit der Frau, die in einem Kriegsgebiet lebt und irgendwie 9 Kinder oder sowas hat. Die alle jünger als 10 Jahre sind. Das heißt, ich glaube nicht, dass du 9 Kinder in weniger als 10 Jahren kriegen kannst. Ich glaube, das macht so ein Körper dann nicht mit. Ja, aber zumindest einige dieser Kinder sind in Kriegszeiten gezeugt und geboren worden. Und wo du dann meintest, wie kann sie nur, wo ich mir denke, kann sie halt auch nicht. Das ist, ne, also das
glaube ich, ist einfach unablässlich. Also weil dieses Gebären passiert halt. Ich weiß gar nicht, ob das so sehr eine Entscheidung ist, wie keine Kinder kriegen, halt eben eher eine Entscheidung ist und ein Ergebnis von Überlegungen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es lustigerweise, obwohl es viel, viel verbreiteter ist, Kinder zu kriegen, also viel schwerer sein könnte, da was zu finden, weil wozu soll man dazu was sagen, wenn das jeden Tag passiert, tausendfach. So, und auch ohne großes drüber nachdenken, weil Gelüste sind halt da und dann kommt ja manchmal ein Kind bei rum. So. Ich denke aber schon, dass es schon eine ganze Menge eine reichhaltige Literatur gibt, die auch definitiv Geburten bejaht. Also aus religiösen Gründen oder aus ideologischen Gründen, also definitiv. Also ich glaube eher das Gegenteil ist eher die Ausnahme. Dass man antinatalistisch. Aber ich denke durchaus, dass wir in Europa durchaus relativ viel eher kritische Literatur haben, wahrscheinlich auch aus dem christlichen, katholischen Kontext. Gerade wenn wir an so Reinlichkeitsvorstellungen denken, dass Zölibat doch auch ein hoher Wert war. Ja. Weil das ist eine spezifisch europäische Sache. Also nochmal zu der Literatur, also es gibt ja eben jede Menge lebensbejahende Literatur und die schließt ja im Prinzip das Gebären mit ein. Also es ist ja klar, dass diese Literatur... Das ist ja die Frage, ob man das, ja, wie man da die Kategorien zieht oder halt nicht. Es ist nicht explizit das Geburtenbejahende dran, aber lebensbejahend im Sinne ja gut, von, okay, weil ich war jetzt gedanklich wirklich bei Geburten und Geburtenbejahend, beziehungsweise dieses absichtlich Kinderkriegen bejahend, mehr als es ist nicht explizit, aber implizit ist das schon drin verankert. Übrigens ist in gewissen Kreisen ist es sehr verpönt, tatsächlich gezielt keine Kinder zu kriegen. Ist mir aufgefallen, wenn ich als junge Frau sage, dass ich keine Kinder möchte. In gewissen Kreisen? Also ich weiß nicht, ob das in allen Kreisen, ob das in intellektuellen Kreisen nicht so ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es in meinem Umfeld momentan, in meiner Bubble so ist, dass Männer mir sagen, wie, du bist eine junge Frau und willst keine Kinder kriegen, dann rede ich gar nicht erst mit dir. Und nicht nur in Bezug auf Dates oder so, sondern generell in Bezug auf nicht mit jemandem reden, weil man als seltsam abgetan wird, weil man eben nicht diesen Gebärtrieb unterliegt. Letztendlich ist es ja ein Trieb. Ja. Und es ist auch dieser Gruppenzwang in dem Club der Eltern, die reinzugehören. Ja, es wird viel gesagt, du weißt ja gar nicht, wie das ist, bis du Kinder hast. Und dann ist es das Schönste, dann ist es halt ein Hormoncocktail. Aber dann hast du halt auch Kinder. Ja, genau, dann hast du auch. Da interessiert das, was ich mich vorhin gefragt hatte. Und zwar, Identitätismus ist ja vor allem jetzt, da hatten wir eben schon darüber gesprochen, also die Ablehnung von Kindern und der Versuch, die Existenz der Menschheit zu überwinden, so wie ich es jetzt verstanden habe. Oder wie wäre ihr... Aber mal ganz praktisch darauf, Entschuldigung bitte. Also Sie hatten ja eben angedeutet, dass Sie der Meinung sind, dass der Antinatalismus umso besser funktioniert, oder dass der Antinatalismus sich auch so einen säkulären entwickelt hat. Umso säkulärer, umso stärker der Antinatalismus. Aber zugleich ist es ja so, dass wir ganz praktischen Antinatalismus insbesondere in wie wir heute so schön sagen, extremistischen Kreisen hatten. Wenn wir auf der einen Seite auf diese wie heißt das? Church of Euthanasia? Nee, ich meine jetzt die Kartäuser in Frankreich, die wirklich komplett Geschlechtsverkehr abgelehnt haben, Kinder haben. Katara, genau. Oder auch, auch wenn das jetzt noch ein anderer Gedanke, nicht der Hintergrund war, auch Klöster. Also das sind ja zumindest Formen, wo Individuen sich bewusst dagegen entscheiden, Kinder zu bekommen. Und jetzt die Katharer ja sogar ganz bewusst, um auszusterben, eigentlich mehr oder weniger. Die erwartet, dass die wiederkommen. Aber das ist ja schon sehr nah dran, auch ganz praktisch im Antinatalismus. Ja, also dazu müsste man sagen, bei Gruppierungen wie den Katharern, Nachfolgern der Manichäer, die sehr erfolgreich waren, die sich bis nach China, also von Griechenland bis nach China verbreitet hatten, waren es immer nur die Electi, die Auserwählten, die tatsächlich kinderlos blieben. Und die Electi sind sozusagen
die Mönche der Gegenwart. Das sieht man in allen Religionen. Das sieht man im Jainismus in Indien, älter als der Buddhismus. Eigentlich auch eine geburtenablehnende Religion. Aber wenn man hinguckt, gibt es auch dort Nachkommen, weil so eine Religiosität einfach unlebbar ist. Im Buddhismus das Gleiche. Auch im Hinduismus. Im Grunde genommen müssten die Anhänger dieser Religion immer unterschreiben, ja, es ist besser, keine Nachkommen hervorzubringen, weil die Kette des Leidens dann nicht fortgeführt wird oder das Rad des Leidens nicht weitergedreht wird. Aber es gilt immer nur für die Auserwählten. Für die Mönche, für die Aussteiger, bei den Katharern, für die Elekti. Die versorgen dann, also das sind dann wie Max Weber sie genannt hat, die religiösen Experten, die werden dann, oder Virtuosen, die religiösen Virtuosen, die werden dann versorgt von den nicht so virtuosen Anhängern dieser Religion, die aber auch irgendwann zu Elekti werden können. Das heißt also, als eine reine Religion von Virtuosen wären diese Religionen auch schnell ausgestorben. Wäre das so schlimm für die Religion selbst? Für die Religion selbst nicht. Das ist diese alte antinatalistische Frage, für wen ist eigentlich was schlimm? Und wann ist es schlimm? Wenn man geboren wird, wenn man nicht geboren wird, wenn man stirbt, ist das Sterben schlimm, ist das Todsein schlimm, aber das hatten Sie, glaube ich, für eine spätere Stelle vorgesehen. Das machen wir lieber dann. Ja, also eine Religion, eine Religionsgemeinschaft braucht nicht Virtuosen, um weiter zu bestehen, von denen sie versorgt werden muss. Nachwuchs, wobei die Klöster ja auch zum Beispiel sich selber versorgt haben. So mit der ökonomischen Betriebe. Man ist ja nicht. Einige Richtungen, ja. Ja, man ist ja in der Rekrutierung nicht auf biologischen Nachwuchs angewiesen eigentlich. Ich meine, so funktioniert ja auch der Antinatalismus. Man zeugt ja nicht neue Kinder, damit die mal Antinatalisten werden. Naja, da haben wir ja manchmal eine Frage. Ja, das machen wir später bei der praktischen Umsetzung. Das wird ganz spannend. Also wir halten fest, die Religion lebt von dem, was sie ablehnt. Die Religion lebt von der Sünde. Oh, das würde ich nicht sagen. Ja. Die Religion, also, wie Herr Kermer gerade gesagt hat, lebt ja von den Versorgern, also die im Prinzip nicht den Kodex einhalten, wie er eigentlich der Idealzustand sein sollte. Und im Prinzip lebt die Religion davon von der Unreinheit. Also quasi die praktizierte Religion in dem Fall. Ja, genau. Die real existierende. Genau. Ja, dann in jedem Fall. Ja, so meine ich das. Wobei man da ja auch sagen muss, dass hinter Deutungen, die dann zum Christentum etwa erst später hinzugekommen sind, durch Augustinus. Also das ist ja die maßgebliche Gestalt, die der ganzen Christenheit, Milliarden Menschen, diese wahnsinnige Gewissenspein beschert hat. Und die Ursünde, Erbsünde, das geht ja wesentlich, und der schlimme Charakter der Erbsünde, das geht ja wesentlich auf Augustinus zurück. Also vorher ist das Christentum ja eine lebbarere und nicht so stark mit Gewissensqualen verbundene Religion gewesen. Ich möchte einmal noch auf Augustinus zurückkommen, denn Sie haben ja so als Fangfrage Ihre Never Act Rule. Können Sie die vielleicht noch einmal kurz erklären? Ja, also wenn Sie mich jetzt fragen würden, wie versuchen Sie, andere Menschen vom Antinatalismus zu überzeugen, oder wie würden Sie einsteigen in das Thema, dann würde ich sagen, im Grunde sind alle Menschen Antinatalisten, sie wissen es nur noch nicht. Und zwar kann man auf einem Umweg diesen immer schon daseinenden Antinatalismus herauskitzeln, muss man sozusagen. Sie alle würden unterschreiben, dass man außer in Notwehr niemals so handeln darf, dass ein Mensch infolge der eigenen Handlung sterben darf. Nehme ich an, dass Sie das alle unterschreiben würden. Dann sind Sie jetzt auch alle auf den Antinatalismus verpflichtet. Ich glaube, hier waren einige unter Ihnen, die nicht so ganz davon überzeugt haben. Jetzt ist es zu spät. Denn Sie haben das jetzt unterschrieben. Denn wenn Sie sich fortpflanzen, dann haben Sie ja so gehandelt, dass unausweichlich, egal was Sie tun, muss ein Mensch sterben. Aber Sie haben ja gerade noch unterschrieben, dass Sie das niemals tun würden. Sie sind jetzt alle im Boot des Antinatalismus. Und das erinnert mich ja auch sehr an das 6. Gebot, das man natürlich auch so ähnlich auffassen kann. Handle nicht so, dass infolge deines Handels
jemand stirbt. Und was Sie gerade gesagt haben, diesen kleinen Disclaimer, außer in Notwehr, dem sind wir einmal nachgegangen. Ich hatte Hanna gefragt und dann hat dann, glaube ich, nochmal Janis gefragt. Oh ne, shit, das habe ich voll vergessen. Nee, du hast mir das eine Sprachnachricht geschickt von ihm. Ach echt? Ja, genau. Oh, der hat das hab ich nicht vergessen. bei Thomas von Aquin und bei Augustinus. Und Augustinus kennt dieses Konzept. Das war nicht Janis, das war jemand anders, aber ja. Achso, okay. War ein Freund von mir, der auch Theologe ist. Kennt dieses Konzept der Notwehr eigentlich gar nicht. Notwehr ist eigentlich nichts, was im Christentum inhärent Platz hat. Jesus ist ja auch ganz radikal darin. Wer kennt die Notwehr nicht? 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 Das Christentum. Okay. Ja, Jesus ist ja auch ganz radikaler Ablehner von Gewalt. Und das heißt, man könnte sogar diesen kleinen Disclaimer, den Sie machen in Ihrer Never Act Rule, den könnte man möglicherweise beim Christentum, wenn man ihn so befolgt, wenn man das so befolgt wie Augustinus das möchte und wie einige andere das auch befürworten wollen, könnte man den sogar rausnehmen, weil es gibt ja nichts, was es sich lohnt, mit Gewalt zu verteidigen. Das ist ja alles Welt, das ist ja nicht Gott. Und das ist vielleicht noch ein interessanter Aspekt, der dazu kommt, wenn man eben den Antinatalismus aus christlicher Perspektive betrachten würde. Denn dann sollte man sich lieber töten lassen und Hauptsache keine Waffen, keine Gewalt einsetzen. Da muss man allerdings vorsichtig sein. Also es gibt ja das Konzept des gerechten Krieges im Christentum, dafür bin ich jetzt wirklich, weiß Gott, kein Experte. Aber es heißt dann ja mit einem Wort, es gibt Situationen, in denen man Gewalt zufügen darf. Jetzt könnten natürlich Leute herkommen und sagen, die Kinderlosigkeit, dann könnte man bestimmte Voraussetzungen konstruieren, ist so eine Situation, die der Notwehr entspricht. Zum Beispiel könnten Frauen sagen, sind sich darauf berufen, in mir fängt eine biologische Uhr an zu laufen. Ich glaube nicht, dass es so etwas gibt. Und um mich selbst zu erhalten, um nicht zu verzweifeln, muss ich mich jetzt wehren. Und ich muss mich jetzt gegen dieses antinatalistische Gebot zur Wehr setzen. Ich muss deshalb ein Kind hervorbringen. Also da könnte man allerlei konstruieren. Oder man könnte sagen, man könnte tiefgläubig sein und sagen, es warten halbseiende Seelen, die hervorgebracht werden müssen. Ich muss so eine Seele erretten. Das könnte man natürlich besser in Wiedergeburtslehre machen. Im Christentum ist das nicht vorgesehen. Also wird das als Ketzer? Im Buddhismus oder im Hinduismus. Am besten im Hinduismus, weil das da komplette Seelen sind, die überdauern. Da könnte man sagen, ich muss mich fortpflanzen, um so eine Seele hervorzubringen. Und ich begehe einen Akt der Notwehr gegen die, die argumentativ oder mit Handlung versuchen, mich daran zu hindern. So könnte man da etwas konstruieren. Aber ich glaube, dass dieser Satz, dass diese Fangfrage für den Antinatalismus erstmal ganz gut verfängt. Weil wir alle eigentlich verstehen, dass wir gedankliche Verrenkungen machen müssen, um da wieder rauszukommen, um den antinatalistischen Grundgedanken nicht unterschrieben zu haben. Es ist relativ schwierig, da wieder rauszukommen. Handle nicht so, dass jemand sterben muss. Das hat ja noch viel weitgreifendere Konsequenzen. Also wenn man das jetzt in Bezug auf alle Lebewesen nimmt, natürlich Veganismus, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen, aber es geht ja auch um solche Dinge wie Outsourcing. Kaufe ich Bio-Lebensmittel, kaufe ich keine Bio-Lebensmittel, kaufe ich aus dem Ausland, kaufe ich überhaupt Brot produziert oder muss ich auf meinem eigenen Grundstück leben und mein Essen selber anbauen? Also da hängt ja ein riesen Rattenschwanz dran. Es gibt auch so eine Theorie irgendwie von wegen, dass jeder Mensch der westlichen Welt irgendwie um und bei 30 Sklaven hat, so übersetzt. Ja, genau, dieses, also was, je nachdem wie viel man besitzt, wie viel man wovon besitzt, Chips, die hier drin sind, da drin sind, wie viele, die Erden, die dafür abgebaut werden müssen, dass irgendwie wir für unseren Lebensstil, den wir hier führen, wenn man jetzt also mit Fleischkonsum und Produkten und so weiter, dass man da irgendwie, ich weiß gar nicht, oder waren es sogar 60 Sklaven oder sowas? Ja, das ist die Frage der Gewichtung. Also nicht die Hervorbringung von Kindern ist nicht überall auf der Welt gleich, könnte man sagen. Da könnte man jetzt weiter sagen, wir sind ja eine Externalisierungsgesellschaft. Allein schon die Böden, die wir für unseren Konsum brauchen, die finden wir, diese Böden gibt es in Europa nicht. Die müssen wir auslagern nach Südamerika
und in andere Länder, auch nach China, nach Südafrika, genau. Und deshalb könnte man das gewichten und sagen, also wenn überhaupt irgendwelche Menschen sinnvoll darüber sprechen könnten, noch Kinder hervorzubringen, dann sind es ausgerechnet diese, wo es schon die meisten Kinder gibt. Das Ganze wird also problematisch. Denn diese Gebiete, Bangladesch, Indien, leiden natürlich tatsächlich unter einer Überbevölkerung. Ja. Also einerseits Gewichtung, hier schon gar keine Kinder hervorbringen, weil wir das nur auf Kosten von anderen machen können. Aber das Argument wird sofort konterkariert, weil in den Gegenden, wo Menschen leben, von denen man sagen dürfte, sie verbrauchen nicht so viele Regionen, die schaden sich natürlich überproportional selbst, weil sie schon unter Überbevölkerung leiden. Das heißt, im Nachgang müsste man auch dort sagen, möglichst keine Kinder hervorbringen, wenn man denn gewichten will. Das ist auch noch ein Punkt, auf den wir später, wenn es um Politik und Durchsetzbarkeit und sowas geht, zu sprechen kommen wollen. Ich habe mal eben ganz eine Frage. Wir haben uns jetzt die ganze Zeit damit beschäftigen, dass man sozusagen den Vorgang des Sterbens verhindern möchte. Aber woher wissen wir denn, dass es zwangsläufig Leid bedeutet, zu sterben? Also es kann ja auch sein, es gibt ja immer wieder diese Erzählung vom friedlichen Einschlafen quasi. Man weiß ja auch, dass halt viele körpereigene Drogen ausgeschüttet werden beim Sterbeprozess. Also wie kann man sozusagen sicher wissen, dass es überhaupt leidvoll ist zu sterben? Das ist eine gute Frage, aber ich würde da folgendermaßen noch eingehen. Wir dürfen ja in unserer Gesellschaft niemanden töten. Wir dürfen jetzt nicht sagen, ich töte aber so, dass die Person das überhaupt nicht merkt. Ich schleiche mich nämlich mit einem Gewehr an die Person heran und die Kugel, die fliegt so schnell, die kriegt das gar nicht mit. Genau. Völlig leidlos. Das darf ich trotzdem nicht machen. Also wichtig ist hier, glaube ich, dass ein Konsens herrscht, den fast alle Menschen teilen, mit ganz wenigen Ausnahmen, dass wir tatsächlich nicht so handeln dürfen, dass Menschen infolge unserer Handlung sterben, dass wir hier aber eigentlich einen blinden Flecken haben. Wir haben mit der Muttermilch aufgesogen, dass es gut ist, so zu handeln, dass Menschen Muttermilch bekommen müssen. Also dass Babys da sind. Und der blinde Fleck ist hier aber da. Wir haben dann so gehandelt, dass ein Mensch sterben muss, was wir doch fast immer verwerfen. Auch wenn dieses Sterben ausnahmsweise mal gut sein kann. Ich glaube nicht, dass das Sterben an sich leidvoll ist. Ich glaube dadurch, dass wir unseren Körper in der Gesellschaft schlecht behandeln, dass wir uns schlecht ernähren, dass wir für unsere Physis schlechte Zustände schaffen, dass wir dadurch unangenehmer altern und letztendlich dann das Altern über Jahrzehnte hingestreckt wird und dann im Sterben gipfelt. Wobei ich nicht denke, dass das Sterben an sich schlimm sein muss. So, der Organismus ist ja darauf programmiert, möglichst lange sich zu erhalten und danach reguliert ist ja auch das emotionale System. Was wird ausgeschüttet, wenn es dir besonders gut geht, was wird ausgeschüttet, wenn es dir besonders schlecht geht und so. Und dass Sterben in jedem Fall eine unangenehme Sache ist, darüber hat auch, wie heißt sie noch, Nuland? Nuland, ja. Ja, genau. Auch geschrieben, also man kann ja alle möglichen Leiden, kann man ja irgendwie kleinreden, wegdiskutieren. Auch im Transhumanismus wird das ja auch gerne versucht, alle möglichen Leiden des Lebens zu überwinden. Aber solche Sachen wie Krankheit, Alter, Tod, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Das wird immer Teil des Lebens sein. Sobald du anfängst zu leben, fängst du auch an zu sterben. Also, das auf jeden Fall. Genau. Und also alleine dieser rein organische Zerfallsprozess, der bedeutet zweifelloses Leid. Hier ist aber ganz entscheidend, denke ich, wir wissen ja, wie eine Person, also sprich ein Kind, das wir schaffen, hervorbringen, wie es sterben wird. Das können wir ja nicht voraussehen. Und das heißt, es ist eine Art russisches Roulette, die wir hier spielen. Sogar eine Art russisches Roulette, die darauf hinausläuft, dass man uns nachsagen muss, mit Recht, ihr experimentiert mit Menschen. Das ist wieder so ein blinder Fleck. Also einen Menschen hervorzubringen, einen neuen, heißt eigentlich, ein Menschenexperiment zu machen. Das ist etwas, was wir normalerweise in anderen Kontexten abscheulich finden. Wir würden nie unterschreiben, dass wir Menschenexperimente machen. Das machen wir aber, wenn wir einen neuen Menschen hervorbringen. Jetzt können wir natürlich zeigen, wie Sie das gesagt haben, auf die Menschen, die friedlich einschlafen, die gibt es wirklich. Ich hatte mal, um aus eigener Erfahrung zu sprechen, mit einer Demenz-WG zu tun über längere Zeit. Da sind tatsächlich mehrere Frauen friedlich eingeschlafen.
sprich friedlich gestorben. Seltene Ausnahmen. Aber wie haben die vorher gelebt? Also da lässt sich dann wieder viel aufzählen, was das Glück, was sie vielleicht mal gehabt haben und das leidlose Sterben nicht kompensiert. Das sind also nicht kompensatorische Verhältnisse. Aber das ist das, was ich meinte. Also zum Beispiel Demenz ist eine Krankheit, die in der modernen Zivilisation vermehrt auftritt. Nach relativ aktuellen Forschungen hängt das zusammen mit gewissen Faktoren, die eben menschengemacht sind. Also Demenz ist nicht etwas, was zwangsläufig, zumindest im Großteil der Fälle, auftreten müsste, wenn wir nicht, keine Ahnung, so viel Strahlung hätten, so viel Aluminium, was man auch immer für eine Theorie nimmt. Aber es gibt auf jeden Fall Faktoren, die dahin führen. Und wenn man diese Faktoren rausnehmen würde, glaube ich, wäre Altern vielleicht immer noch unangenehm, aber bei weitem nicht so unangenehm und langwierig, wie es heute ist. Das fängt ja schon mit 40, 50 an, auch mit schweren Krankheiten, mit Herzproblemen, all diesen Dingen, mit Diabetes, mit Tabletten, Knieprobleme, Arthritis, was auch immer. Aber das würde ja, also so wie du das jetzt darstellst, was jetzt in meinem Kopf passiert ist, früher war das nicht so. Genau, früher im Sinne von vor mehreren 100 Jahren. Ja, also Präindustrialisierung auf jeden Fall. Also dass mit der Industrialisierung auf jeden Fall viel schief gegangen ist und es uns auch viel nicht so Gutes gebracht hat, definitiv. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das so annehmen würde unbedingt, dass Menschen früher nicht so krass an Krankheiten gelitten haben. Gehen Sie mal davon aus. Also natürlich so Sachen, also Diabetes ist was ich absolut akzeptiere, wo ich mir richtig gut vorstellen kann, dass das so ein modernes Phänomen ist. Raffinierter Zucker und ist so überall drin und so weiter. Aber gerade so Sachen so wie Arthritis, wenn ich mir vorstelle, wie viel krass körperlicher noch gearbeitet werden musste früher, weiß ich nicht. Geh noch weiter zurück. Noch weiter. Stell dir vor, Menschen würden so leben wie Tiere. Guck dir Tiere an. Die sind nicht meinst lange... du Präzivilisation? Ja, also. quasi. Tiere sind nicht lange krank. Entweder sind sie gesund oder sie sind tot im Normalfall. Sie werden dann halt gefressen oder was auch immer, aber die leiden nicht dermaßen. Und das ist etwas, was quasi mit der Zivilisation einhergeht. Tierethik ist auch noch ein Bereich, den wir noch ansprechen. Ja, also ich möchte nur nicht die Tierethik ansprechen, sondern nur noch einen Referenzpunkt nennen, sozusagen ein Symbol, fast schon ein symbolisches Beispiel. Heinrich Heine, den hatten Sie vorhin auch genannt. Der ist ja jämmerlich in einer Pariser Matratzengruft zugrunde gegangen. Entschuldigung, kurze Nachfrage, was ist eine Matratzengruft? Ist das irgendwie Euphemismus sowas oder so? Also er hat selbstironisch so genannt. Er hat praktisch sich selbst beim Sterben beobachtet. Meint er ein Altenheim oder? Eine Einzimmerwohnung, glaube ich. So alt ist er auch nicht geworden. Er ist nicht besonders alt geworden und er hat sich selbstironisch beim Sterben und Verrecken beobachtet und darüber noch sehr unterhaltsame, also wenn man einen Sinn für schwarzen Humor hat, sehr unterhaltsame Sachen geschrieben. Aber er ist wirklich jämmerlich zugrunde gegangen. Und so wird es also auch in vorindustriellen Zeiten leider schon sehr vielen Menschen ergangen sein. Auch früher haben Menschen Krebs gehabt, aber nicht so gute medizinische Versorgung. Zahnschmerzen sind bis vor kurzem, also menschheitsgeschichtlich, bis vor einer Sekunde, ein unendliches Problem gewesen. Und einmal vielleicht noch abschließend dazu. Ich habe bei Ulrich Hossmann, dem von mir sehr geschätzten, ein wunderbares Zitat gelesen, nämlich: Nicht nur leben wir jetzt länger, sondern wir sterben jetzt auch länger. Wie müssten denn Lebensumstände aussehen, damit Sie sagen würden, ich kann es hier in diesen Umständen unterstützen, neues Leben zu schaffen? Darf ich die Frage erweitern? Nicht nur, wie müssten Lebensumstände aussehen, sondern eventuell auch, wie müssten Sterbensumstände aussehen. Ja, also erstmal zu den Lebensumständen. Das führt dann allerdings auch schon zur Theorie von David Benatar, dass ausnahmslos jeder Existenzbeginn ein Schaden ist. Ich das an dieser Stelle schon sagen darf. Ja, ich nehme mal das nur ganz kurz vorweg, ohne jetzt groß auf Benatar einzugehen. Also ich gehe davon aus, dass unser Leben nicht erst nach dem oder mit dem Geborensein beginnt, sondern schon in Utero, irgendwann in der Übergangsphase zwischen Embryo und Fötus. Ich denke, dass der Fötus neurologisch und von den Hirnstrukturen so weit entwickelt ist, dass er oder sie wann auch immer, auf jeden Fall zu irgendeinem Zeitpunkt lange vor der Geburt, Empfindungen haben kann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es Föten gibt, die keine negativen Empfindungen hatten. Wenn die Mutter sich entsprechend ernährt und es draußen nicht zu laut ist
würde ich denken, dass so ein Fötus von dem Zeitpunkt an, da er zu existieren begann, nur positive Empfindungen hatte. Das kann ein rotes Licht sein durch die Bauchdecke hindurch, das können vielleicht angenehme Geschmacksempfindungen sein. Jetzt kommt die Geburt. Da gibt es ganze Theorien darüber, also ob nicht die Geburt ausnahmslos ein Trauma für das Neugeborene ist. Geschenkt. Nehmen wir mal an, es gibt Geburten oder vielleicht sind alle Geburten kein Trauma. Wie lange kann ein neugeborenes Baby auf der Welt sein, ohne negative Empfindungen zu haben? Ich glaube nicht besonders lange. Irgendwann kommt schon das Hungerschreien, dann ist es zu warm, zu kalt, das Handtuch ist rau, da fehlt immer irgendwas. Aber angenommen, die Geburt ist für das Baby kein Trauma, dann würde ich sagen, also dass vom lebensbeginnenden Fötus an bis vielleicht wenige Stunden nach der Geburt es theoretisch denkbar ist, dass ein Leben, eine Existenz da gewesen ist, die keinen Schaden bedeutete. Also auf die theoretischen Details von Benatars-Theorie würde ich gerne später noch eingehen. Okay, alles klar, das machen wir auf jeden Fall. Was mich jetzt nochmal in diesem Kontext... Entschuldigung. Machen wir die Sterbensumstände noch? Ja. Achso. Sorry. Also, weil das ist mir jetzt, also das ist was mir schon die ganze Zeit so im Kopf rum war, oder beziehungsweise zumindest als du angefangen hast zu sagen mit Sterben war früher gar nicht so schlimm oder das Problem am Leben ist das Sterben, wo ich mir dachte, okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen utopisch und zynisch gleichzeitig, aber wie wäre es denn, wenn so ein Prozess wie der aktiven Sterbehilfe, ne, wo Menschen eben, also zurzeit läuft es ja so, da wo wir uns eigentlich alle relativ einig sind, das ist Grütze, ja, also irgendwie ein schlimmer Hirntumor oder wirklich einsetzende Demenz, diagnostiziertes Alzheimer, na gut, da ist vielleicht schon zu spät, aber eine Situation, wo es halt wirklich aussichtslos und garantiert die Entscheidung zu sterben selber treffen und nimmt irgendeinen Cocktail zu sich und kann dann friedlich einschlafen. Keine Ahnung, nehme ich mal an. So wird es auf jeden Fall verkauft. Aber wie wäre es dann, wenn das die Standardoption wäre? Da will ich noch mal ganz kurz einhaken an der Stelle und darauf aufbauen. Und zwar kennen Sie das Prinzip des Semizid, also quasi systematische Altentötung, wenn das erstmal krass klingt. Das ist in einigen Kulturen, zum Beispiel in Indien, sehr weit verbreitet, dass man sich ein Alter nimmt, zum Beispiel 62, habe ich immer mal wieder gelesen. 62, das ist sehr früh. Ja, aber in Indien ist es ja völlig anders, ne? Und dass man dann quasi sagt, dass man freiwillig auch mit einer, also die trinken dann irgendwie so frisches Kokoswasser, was dann aus so einem sehr schnellen Nierenversagen und quasi unmittelbaren Tod führt, dass sie sich sozusagen darauf geeinigt haben oder das einfach kulturell festgelegt haben, dass man das freiwillig macht. Das wird als Euthanasie empfunden, also als guter Tod sozusagen, als freudvoller Tod. Und genau, also alle Menschen sozusagen... Ab 62 nicht umziehen. Nein, mit 62. Wenn du quasi 62 wirst, dann bringst du dich um durch diesen Cocktail sozusagen. Ach so, okay, also nicht noch, okay, 62 ab jetzt kannst du und dann machst du es vielleicht erst mit 72 oder... Nee, sondern es gibt um quasi 62. eine Obergrenze sozusagen und da sind auch alle zufrieden mit sozusagen, also da hat man sich halt einfach kulturell darauf geeinigt. Das glaube ich nicht, dass da alle zufrieden sind. Ja, aber zumindest ist es, also wird es quasi so berichtet. Ja, also natürlich. Also das gab es ja früher auch bei extremen, also in extremen Bedingungen lebenden Kulturen wie Eskimos. Da konnte man Alte, die nicht mehr selber in der Lage waren, beizutragen zum Lebensunterhalt, nicht mit, brutales Wort, durchfüttern. Genau. Und es gehörte dann zur Sozialmoral, dass die selbstständig sich isoliert haben, um zu sterben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, auch wenn es zur Sozialmoral und zur altüberlieferten Tradition gehörte, die älter werdenden, also mit sehr gemischten Gefühlen, dem entgegengesehen haben. Also bestimmt Eisschollen ausgesetzt und oder so, noch Wasser schlimmer. getrieben. Genau, bestimmt nicht das Normalste der Welt. Das kann man aber auch Ich denke, das kann man auf alle Kulturen übertragen. Also dass das Loswerden von Alten, wie es dann hieß, überzähligen Essern, muss für die Beteiligten überwiegend schrecklich gewesen sein. Also kein guter Tod. Aber diese Cocktails, von denen Sie eben sprachen,
an die kommt man ja gar nicht so leicht ran, also außer in der Schweiz. Ja, genau, ja, klar. Da muss man sich ja mit dem Krankenwagen erstmal in die Schweiz fahren lassen. Ja, genau, richtig. Wie heißen die noch? Dignitas. Sonst kommt man da. Dignitas, ja, genau. Das ist unschwierig. Ja, genau. Das ist mir extrem. Das Genau. Dasein zu beenden. Ja, genau. Dass das super schwierig ist aktuell, wie es ist. Also ich habe aus verschiedenen persönlichen Gründen, wo ich gesetzlich verpflichtet, also ich darf da nicht drüber reden, aber mich mit dem Thema schon auseinandergesetzt und deswegen war ich also das geht halt so, war halt in der Schweiz. Das habe ich zu ergänzen, das habe ich in meinem Kopf automatisch vervollständigt, weil mir klar ist, dass das eben nur in der Schweiz geht und dass Leute, also so eine, nicht Sterbetourismus wäre zu viel gesagt, aber dass es, definitiv auf jeden Fall Leute gibt, die das machen. Und genau, aber jetzt für die wilde Hypothese war halt in meinem Kopf, okay, aber also könnte man Sterben nicht, wie wäre das, wenn man Sterben freiwillig machen könnte? Also optional, meinst du? Nein, mehr optional fürchte ich, so funktioniert es mit dem Sterben nicht, aber wir wissen ja nicht, wann der Tod kommt. Wir haben ja, außer durch Suizid, was meistens gewaltvoll und ich mir vorstelle, sehr schmerzhaft ist. Und auch unwürdig. Und ja, schon irgendwie auch. Keine Möglichkeit, unser Leben zurzeit hier selber zu beenden. Und ich meine, Dignitas heißt ja auch aus einem Grund so Dignitas Würde. Das ist eben eine Würde, genau, das ist ein würdevoller Abschied. Und ich frage mich, ob dieses Problem mit dem Sterben zumindest, das ist jetzt für Antinatalismus das Problem mit dem Leid im Leben, ist damit natürlich nicht geklärt, aber zumindest das Problem Sterben, ja, wie wäre denn das, wenn das zugesichert wird von der Krankenkasse, dass man dann irgendwann sagen darf, ab 62, also ich würde jetzt nicht sagen, wenn man so alt wird, dann muss jeder so, also ob er jetzt ist natürlich ab der Folgerichtigkeit möglich sein. Sie kennen vielleicht den Prix Goncourt in Frankreich, also einer der höchsten Literaturpreise, vergeben nach einem Brüderpaar, die hießen Goncourt und die haben schon, ich glaube vor mindestens vor eher 120 Jahren geschrieben in ihrem Journal, Tagebuch, auch über das Aussterben der Menschheit gesprochen und sie sagen, mit dem Fortschritt der Wissenschaft wird es sicher in Kürze die Entwicklung eines Gases geben, bei dessen Einatmen der Mensch mit einem Lachen aus dem Dasein verscheidet. Und so etwas fehlt noch. Die Schweiz ist vielleicht nahe dran, aber wenn das verbreitet wäre, dann kann man sich wirklich ernsthaft die Frage stellen, wie viele Menschen mehr statt nur 10.000 durchschnittlich in Deutschland jedes Jahr würden Suizid begehen. Vermutlich viel, viel, viel mehr. Also Schopenhauer, wenn ich es noch sagen, Schopenhauer macht einmal führt den Gedanken durch, wenn es ausreichen würde, nur ernsthaft den Entschluss zu fassen, ich möchte jetzt sterben. Wenn man das ganz ernsthaft denkt, dann ist man auch tot. Würde es dann überhaupt noch Menschen geben? Robert Lowell, auch ein Schriftsteller, zitiert bei Al Alvarez, The Savage God. Ich weiß nicht, ob Sie mit dem Buch vertraut sind. Nein. Also wunderbare Kulturgeschichte, vor allem des Suizids. Der wird zitiert mit den Worten, wenn jeder Mensch einfach einen Knopf am Unterarm hätte, wo er einfach draufdrücken könnte und dann wäre er nicht mehr da, dann hätte früher oder später jeder Mensch diesen Knopf schon betätigt. Das ist sehr, sehr spannend. Wir können später nochmal auf den Promortalismus zurückkommen. Ja. Das wird auch nochmal sehr spannend. Das ist ein sehr gefährliches Thema. Ja, aber ich denke, da muss man eine sehr gute Diskussionskultur haben, um das überhaupt diskutieren zu können. Ich würde sagen, ich würde mal zwischendurch einmal die Aufnahme stoppen. Einfach so. Um dann eine neue zu beginnen? Genau. Okay, wunderbar. Falls die überhaupt noch läuft, denn hier ist gerade. Das mit dem Lachen im Tod ist doch jetzt eigentlich schon möglich, wenn man das Natriumpentobarbital trinkt und den Lachgas in die Kammer zum Beispiel. Ich denke, wir sollten uns, was wollte ich noch anschließen an die Frage von vorhin, in welchen Umständen wäre... Ja. Ich sammle die nämlich sehr penibel, damit ich nicht davon gehen. Wäre Existenzbeginn kein Schaden. Und das Christentum beliefert uns ja mit einer Vorstellung vom Paradies. Und da hatten wir uns auch die Frage gestellt, wie wäre es denn, wenn es zusätzlich zu Adam und Eve im Paradies einfach noch weitere Leute gegeben hätte? Wäre da selbst ein Hardcore-Antinatalisten einverstanden?
wäre es für diese Menschen dann auch besser, nicht geschaffen worden zu sein, geboren, das können wir ja nicht sagen, aber geschaffen worden zu sein. Meine Position ist ja generell die des negativen Utilitarismus. Die Handlungsdevise lautet dann, nicht versuche so viel Glück zu schaffen, wie es möglich ist, sondern versuche so viel Leid zu vermindern oder zu verhindern, wie möglich. Wenn es Planeten gibt oder Parallelwelten, Paradiese genannt, in denen ausschließlich frohe oder sogar glückliche Kreaturen existieren, dann wäre meiner Ansicht nach aus antinatalistischer Sicht nichts dagegen einzuwenden. Man könnte sich ja Planeten vorstellen, auf denen es Lebewesen gibt, die überhaupt nur neutrale Empfindungen haben. Vielleicht Farbwahrnehmungen, die weder als unangenehm noch als angenehm wahrgenommen werden. Gegen die Existenz solcher Lebewesen wäre aus meiner Sicht nichts zu sagen. Okay. Ich würde noch mal ganz gerne anknüpfen an Ihr Beispiel von dem Neugeborenen, das quasi unmittelbar nach der Geburt schon die erste negative Erfahrung macht. Das wäre dann jetzt mit dem absurden Szenario, dass man dieses neugeborene Kind unmittelbar nach der Geburt unter Drogen setzt, bis es stirbt. Quasi. Und es keine negativen Empfindungen hat. Wie bei dem Beispiel von dieser einen Laborratte, die quasi ihr Genau. ganzes Leben... Ja, es gibt ein Experiment mit Ratten quasi, die haben natürlich schon ein bisschen gelebt, aber die hat man in einen Käfig gesperrt und da hat man ihnen, glaube ich, Heroin gegeben, immer wenn sie gegen so einen kleinen Knopf gedrückt haben. Die haben das einfach so lange gemacht, bis sie gestorben sind. Und theoretisch ist es ja ein Leben frei von Leid. Mit maximaler Dopaminausschüttung, also maximalem Glücksgefühl sozusagen. Ja. Da müsste man ja zwei Ebenen der Moraltheorie unterscheiden. Also auf der ersten Ebene wäre gegen so eine Existenz nichts einzuwenden. Das Neugeborene wird sein ganzes Leben lang nie eine einzige negative Erfahrung haben. Das war jetzt die Prämisse. Aber in einem erweiterten moraltheoretischen Kontext wäre was dagegen einzuwenden, nämlich dann, wenn wir ein gewisses Maß an Realität an dieses Szenario herantragen, wenn wir berücksichtigen, dass dieses Neugeborene ja nicht alleine lebt, sondern inmitten von anderen Menschen, die von seiner Existenz wissen. Und alleine dieses Wissen, dass es ein Neugeborenes gibt, was das ganze Leben unter Drogen ist ja ein Negativum. Also wird von fast allen als Negativum erfahren und erzeugt damit Negativität, sprich Leiden, Unwohlsein, mulmiges Gefühl in anderen Menschen, so dass aufs Ganze gesehen die Existenz dieses Neugeborenen unter Berücksichtigung aller anderen negative Empfindungen nach sich zieht, weshalb es nicht existieren sollte. Also weshalb man sagen sollte, dann lieber gar kein Kind als eines hervorbringen, was unter Drogen existiert. Okay. Wieso stellen Sie die Abwesenheit von Leid über die Anwesenheit von Glück? Und wie messen Das ist Sie eine das? hervorragende Frage. Ja, wäre auch später noch Teil gewesen, aber wir können das gerne jetzt machen. Genau. Aus dem Grunde, weil ich meine, dass Glück Leid nicht kompensieren kann. Und zwar über mehrere Koordinaten hinweg nicht. Also einmal individuumsgeschichtlich. Also ich würde denken, dass bei Ihnen späteres Glück, früheres Leid nicht kompensieren kann und umgekehrt. Und ich würde auch denken, dass tendenziell bei den meisten Menschen die Leiterfahrungen im Alter zunehmen. Also insbesondere, das hatten Sie angesprochen schon, wenn der Körper zerfällt, der Organismus nicht mehr richtig mitmacht, verschleißt, die Erneuerung der Zellen nicht mehr richtig funktioniert. Und dann überwiegen am Ende die Leiterfahrungen und die können in den allerwenigsten Fällen durch Glückserfahrungen zu früherer Zeit kompensiert werden. Das ist jetzt individuell gedacht. Aber wenn man jetzt andere Menschen mit reinnimmt oder die ganze Gesellschaft, dann muss man fragen, durch welches Glück in der Welt kann zum Beispiel Auschwitz kompensiert werden? Sollte man sagen, naja, das ist zwar schrecklich gewesen, aber dann kam ja das deutsche Wirtschaftswunder. Da ging es doch allen wieder viel besser. Da werden die wenigsten, ich jedenfalls nicht unterschreiben, Sie auch nicht, dass das neu gewonnene Glück, das ist ja auch fadenscheiniges Glück gewesen, jetzt das Leid kompensiert hat. Und so kann man immer weitergehen. Bei den Mongolenstürmen
im 13. Jahrhundert sind Millionen Menschen auf schrecklichste Weise ums Leben gekommen. Und das kann ja auch nicht durch späteres Glück kompensiert werden. Also ich würde eben denken, dass individualgeschichtlich, aber auch zwischen Menschen das Glück des einen das Leid der anderen nicht zu kompensieren vermag. Und deshalb bin ich der Meinung, dass Leid immer schwerer wiegt als Glück und dass die Devise für unser Handeln auch immer sein sollte, Leid zu vermeiden und nicht zu sehr Glück hervorzurufen. Und interessanterweise wissen wir auch fast immer, in fast allen Fällen viel besser, wie wir Leid verhindern oder vermindern können, als wie wir Glück schaffen oder vergrößern können. Also wenn Sie vor der Frage stehen, was schenke ich zum Geburtstag, um jetzt ein ganz banales Beispiel zu nehmen, relativ schwierig, wird sich die Beschenkte wirklich freuen. Aber wenn eine Person leidet, wissen wir fast immer, was wir da tun müssen, um das Leid zu vermindern. Ja, das kommt drauf an. Das kommt auf den Ursprung des Leidens an, würde ich sagen. Und es kommt darauf an, wie gut man die Person kennt. Also würde ich nicht so unterschreiben, wie Sie das gesagt haben tatsächlich. Was meint ihr? Ich hänge mich gerade noch ein bisschen an dem Geburtstagsbeispiel auf, weil das so also das Wichtige banal war nicht die ist. Kompensierbarkeit. Das war nur zur Illustrierung, also anekdotisch zur Illustrierung, ein banales Beispiel. Das Wichtige war mir die Nicht-Kompensierbarkeit innerhalb einer Biografie, aber eben auch, dass das Leid irgendwelcher Menschen nicht durch das Glück anderer Menschen kompensiert werden kann. Wenn man, wenn man das täte, würde man ja auch das Leid, was andere tatsächlich erfahren haben, relativieren und sagen, schaut hin, was soll's, dass ihr gelitten habt, mir geht's doch gut. Das kann man nicht aufwiegen. In dem Zusammenhang wäre es sicherlich sinnvoll, sich die Individualschicksale anzugucken und zu gucken, okay, die Dame war vielleicht in Auschwitz, hat sie danach noch Gutes erlebt und würde sie selber sagen, dass das Gute überwiegt in ihrem Leben. Das würde ich vielleicht nicht gesamtgesellschaftlich betrachten. Ich würde in diesem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob Ihnen der Name ein Begriff ist, einmal auf Jean Améry verweisen, ein ganz großartiger Schriftsteller, auch mit jüdischem Hintergrund, der ganz grausam gefoltert wurde im Nazi-Regime, der hat aber überlebt. Und dann, einige Jahre später, Suizid begangen. Und das finde ich auch nochmal sehr bezeichnend, einfach für ein Menschenschicksal. Er hat seine Folter überlebt, aber er hat nicht sein Überleben überlebt. Ja. Und außerdem ist mir noch eingefallen, es gibt sowas wie chronische Schmerzen, chronische Leiden, aber es gibt kein chronisches Glück. Das kommt nicht vor. Genau, das ist auch ein Zeugnis für das Schwererwiegen des Leidens über das Glück. Und es gibt psychologische Experimente, die ein israelischer Forscher, Kahnemann, Nobelpreisträger, gemacht hat. Ach, der hat auch dieses schnelles Denken langsames Ja, Denken. genau. Der hat unter anderem herausgefunden, dass bei Leiterfahrungen immer die letzte Phase des Schmerzes oder des Leidens entscheidend für die Gesamtbeurteilung ist. Also wenn eine sehr schlimme Erfahrung, das kann Folter sein, damit endete, dass nicht ganz so schlimme Folter stattfand, dann wird das in die Zukunft mitgetragen. Also er macht das mit ganz banalen Experimenten, wie Hände in sehr kaltes Wasser tauchen. Wenn das Wasser am Ende etwas erwärmt wurde, ist die Gesamterfahrung, die man dann mitnimmt und die Gesamtbewertung längst nicht mehr so schlimm, wie wenn vergleichsweise das Wasser die ganze Zeit kalt gewesen ist oder am Anfang angenehm war. Also es entscheidet immer die letzte Erfahrung. Was also zeigt, dass unsere Psyche verzerrt tatsächlich stattgefundene Leiterfahrungen zugunsten von imaginären, nicht ganz so schlimmen Erfahrungen. In diesem Zusammenhang ist, glaube ich, ganz spannend, was der norwegische Denker Peter Wessel Zapfe vorschlägt in seinem wunderbaren Essay Der letzte Messias. Der spricht nämlich von verschiedenen Mechanismen, wie der Mensch sich irgendwie bei Laune hält, wie der Mensch sich selbst betrügt, um weiter durchs Leben zu kommen. Und diese Mechanismen sind für ihn Ablenkung, Verankerung, Isolation und Sublimierung. Und da habe ich einmal, also David Benatar spricht inzwischen vom Pollyanna
Principle, also die Mechanismen, wie das Gehirn trotzdem immer wieder versucht, zum Beispiel sich mal insbesondere an die positiven Dinge zu erinnern oder wie man sich irgendwie mit anderen vergleicht, um die Leiterfahrung irgendwie zu mindern. Bei Thomas Ligotti wird das natürlich nochmal groß aufgemacht. Und da habe ich einmal das Gedankenspiel gewagt. Was wäre denn, wenn wir diese Mechanismen, diese 4, wenn wir die, statt sie quasi zu durchschauen, wenn wir die stattdessen auf die Spitze treiben, wenn wir uns vielleicht Medien schaffen, die uns noch besser ablenken, wenn wir uns Drogen schaffen, die uns noch besser stimulieren, vielleicht einen Gott schaffen, der noch mehr Hoffnung, noch mehr Trost spendet. Ja, wenn wir einfach in so eine Art Matrix reingehen würden. Genau. Wäre damit nicht, und so dass am Ende jeder Mensch durch seinem vielleicht objektiv noch so miserablen Schicksal rundum zufrieden wäre, hätte man nicht auch so das Leid aus der Welt geschafft. Ja, damit werfen Sie die Frage nach dem Huxley-Prinzip auf. Was spricht eigentlich gegen eine Welt, in der psychochemisch induziert wir nur noch rosige Erfahrungen haben? Lässt sich dagegen wirklich etwas vorbringen? Also gemeinhin sagt man ja immer, das wäre eine schlechte Utopie, also eine Dystopie. Das Buch wird an Schulen immer als Beispiel für Dystopie behandelt. Wie nennt Sie das? Huxley? Das Huxley-Prinzip. Aber was wäre wirklich gegen eine Huxley-Welt einzuwenden, in der alle Wünsche erfüllt werden? Wenn alle Menschen da drin sind, es gibt keine Außenstehenden mehr, wäre das nicht doch die bessere Welt? Ja, es würde ziemlich schnell in Langeweile münden wahrscheinlich und dadurch, dass man sich einfach gewöhnt daran, an den positiven Reiz, es müsste immer eine Steigerung stattfinden. Ansonsten würde ja die Psyche stagnieren und... Also dafür soll gesorgt sein. Das ist eine abwechslungsreiche Welt, aber sie ist keine reale Welt. Sie ist nur inszeniert in unserer Psyche. Die Frage ist, ob man das nicht erkennen würde, oder ob das mit der menschlichen Psyche irgendwie überhaupt vereinbar ist. Es gibt, glaube ich, einen Film, der sich damit beschäftigt. Equals heißt der, mit Nicholas Hoult und Kristen Stewart. Und also es ist natürlich wie immer dieses, in eine Huxley-Welt wäre jetzt mal, jemand hat Erkenntnis, wir müssen da raus. Am Ende offenes Ende. Ja, also es ist wie bei Matrix. Ja immer. Ja. Habe ich nicht gesehen. Aber. Das ist ziemlich lustig. Also eine andere Frage ist, wer von uns würde in eine solche Welt einsteigen? Wir können jetzt natürlich darüber spekulieren, wenn diese Welt existiert, ist es keine schlechte Welt, weil ja niemand in ihr leidet. Das ist also ein Werturteil, was wir über diese Welt formulieren können. Aber trotzdem besteht der Anfangsverdacht, dass nicht alle, zumindest nicht alle von uns in diese Welt einsteigen würden, wenn wir die Wahl hätten. Da wird es interessant. Warum eigentlich nicht? Weil es sinnlos wäre. Wer würde denn? Also würde einer von euch einsteigen? Aber spricht in diese das Welt? nicht dafür, dass man Leid auch in Kauf nimmt? Offenbar. Also dass Und es quasi auch Menschen gibt, die sozusagen bereitwillig leiden. Eintauscht gegen Freiheit. Autonomie. Ja, genau. Genau. Also das ist, ich glaube, das ist der Punkt der Kasus Knacktus daran, dass es halt eben, man gibt halt die komplette Kontrolle über sein Leben ab. Aber jetzt, das ist der erste Anfang des Gedankenexperiments. Das geht ja jetzt weiter. Ja, wir machen Das lautet im nächsten Satz, aber angenommen, ich bekomme diagnostiziert, dass ich in 15 Jahren an einem wahnsinnig schmerzhaften Krebs erkranken werde. Oder jetzt im Gedankenexperiment, damit es einfacher ist, schon morgen. Würde ich dann nicht vielleicht doch in die Maschine, oder sollte ich dann nicht vielleicht doch in die Maschine einsteigen und auch dafür plädieren, dass andere das tun? Also im jetzigen Zustand würde ich sagen, aus Stolz würde ich das ablehnen. Aber also, wenn ich wirklich tatsächlich in dieser Lage wäre, würde ich wahrscheinlich nochmal anders Ich glaube, ich würde es anders machen. Ich glaube, ich würde es machen, wenn es morgen ist. Also in 15 Jahren würde ich es dann machen, wenn es morgen ist. Also weil dann ist es ja im Grunde genommen gerade nichts anderes mehr als Dignitas. Aber vielleicht hast du nur heute die Wahl. Genau, so kann man das Gedankenexperiment formulieren. Aber was ist, wenn aus Leiden was entsteht? Wenn irgendeine Form von Weisheit entsteht, wenn irgendein Sinn entsteht, den das in dieser Welt hat. Oder einfach Resilienz quasi. Dass man einfach widerstandsfähiger wird gegen Leid, was ja auch... Naja, aber dann das bedeutet dann ja, dass es schlimmer wird. Nein, aber generell jetzt oder? quasi. Also man kann ja auch aus Leid stärker werden, sozusagen. Auch das ist Nietzsche. Ja. Auch da ist wieder die Frage, natürlich, wer Sport macht, trainiert, macht das, also wird aus Leid, also durch Härte, irgendwie leistungsfähiger.
Genau. Aber da gibt es ja ganz schnell Grenzen. Also welche Krankheiten sind wir bereit auf uns zu nehmen, wenn wir auch die Möglichkeit haben, ihnen zu entkommen, indem wir in diesen Automaten einsteigen oder uns anschließen an eine künstliche Realität. Aber das meinte ich nicht. Ich meinte, was ist, wenn es wirklich einen Gott gibt und dieser Gott einen Plan hat und dass wir Leiden in dem Moment wichtig ist damit wir irgendwann in den Himmel kommen, wenn man davon ausgeht. Oder damit irgendwas auf der Welt passiert durch unser Leiden, durch den Butterfly-Effekt zum Beispiel. Das kann man ja gar nicht vorhersehen als Mensch. Wir können ja überhaupt nicht sehen, welche Bedeutung wir in dieser Welt haben oder ob unsere Welt eine Bedeutung hat. Deshalb muss man davon ausgehen, dass es so sein könnte, theoretisch. Das Einzige, Im deterministischen Sinne. Was wir machen sollten, ist daran denken, dass uns das trotzdem nicht dazu berechtigt, einem anderen Menschen diesen Leiden auszusetzen. Okay, man selber für sich vielleicht gehört das ja auch zu dem deterministischen Genau. Butterfly-Effekt-Plan dazu. Also Hans Jonas wird es ja machen. Hans Jonas sagt ja in seinem selbst entworfenen Mythos, wir dürfen Gott nicht im Stich lassen. Wir würden ihn im Stich lassen, wenn wir aufhören würden, uns fortzupflanzen. Was ist denn Ihre Antwort auf die Frage, die wir uns eben gestellt haben? Wäre das wünschenswerter, als in der jetzigen Existenzform zu verweilen? Würde irgendwer das potenziell machen, in irgendeiner Situation? Können Sie das bitte nochmal formulieren? Also würden Sie es begrüßen, wenn wir es in die Huxley-Welt uns begeben würden? Wäre das aus Ihrer Sicht positiv? Ich würde denken, dass dadurch sehr vielen Menschen unendliches Leid erspart werden würde und würde deshalb dafür plädieren. Ja. Aber damit geben wir auch zugleich unser aufgeklärtes Denken auf, vor allem. Das ist richtig. Das, was uns zu Menschen macht, eigentlich auch. Ja, das ist richtig. In dieser Huxley-Welt werden natürlich immer noch sehr menschliche Erfahrungen nachgespielt. Also auf irreale Weise. Man merkt ja nicht den Unterschied. Man ist in dieser Welt so, wie man sich jetzt fühlt. Ja. Deshalb würde ich unbedingt dafür plädieren, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht sicher wäre, ob ich in diese Maschine einsteigen würde, solange mir mein Schicksal ungewiss ist. Ich halte das gar nicht für so ein unglaublich realitätsfernes philosophisches Gedankenspiel. Die Kombi aus auf der einen Seite Drogenlegalisierung und auf der anderen Seite VR-Welten. Es kann ja auch sein, dass wir wirklich mal irgendwie in so eine Art Richtung gehen. Die Serie Black Mirror spielt das ja mal durch, diese Gedanken. Und es gibt ja auch Kosmologen, die meinen, dass unsere jetzige Welt schon ein Computerprogramm ist, dass wir eigentlich gar nicht in dem ontologischen Sinne existieren, in dem wir es glauben, sondern dass wir nur ein ablaufendes Programm sind. Es kann ja auch sein, dass man nur die Option hätte und dass nicht alle automatisch in dieser Matrix sich befinden, sondern dass man halt, wenn man möchte, so wie das Beispiel war mit dem Tumor oder so, dass man wechseln kann. Wenn man krank ist, dann würden es die meisten noch machen. Ja, also dieser Tumor, also ich sag jetzt, wenn ich das jetzt wüsste, morgen sterbe ich an diesem fiesen Tumor, ich würde heute in diese Huxley-Welt gehen. Das auf jeden Fall. Ja, Safe. Das würden die meisten. Das klingt doch Müll. Nee. Ja. Ich würde immer noch Nicht-Existenz bevorzugen. Ja, wenn es auf der Anfallskarte steht. Also Nicht-Existenz, danach vielleicht Huxley-Welt. Danach diese. Ja, das führt uns, denke ich, wieder ein bisschen zurück zu unserer Ausgangsfrage, nämlich Christentum und Antinatalismus und was es da vielleicht auch für Einwände geben kann aus christlicher Seite. Denn Sie hatten gesagt, Sie haben 1995 einen Vortrag gehalten vor, was war das, Die evangelische Studentengemeinde Leipzig. Genau, zu einem ähnlichen Thema, nämlich auch Verhalten der Menschen. Was war das für eine Erfahrung und wie haben die reagiert? Die haben versucht, das Ganze zu ridikulisieren, um das mit einem schönen französischen Fremdwort zu bezeichnen, also lächerlich zu machen. Und waren sehr erstaunt, dass dieser Gedanke überhaupt gedacht wird. Der war den Teilnehmern sehr fremd. Und sie ging zunächst davon aus, dass doch Menschen unvermeidlich ist, weil aus Mann-Frau-Beziehungen einfach ganz automatisch Kinder hervorgehen. Da hatte ich ein leichtes Spiel, an dem ich sagen konnte, also hört mal, die Geschichte der Verhütung ist schon mehrere tausend Jahre alt. Wann war das? 1995. Das heißt, es gab auf jeden Fall schon. Also, Antinatalismus gab es sogar Pillen gab es schon. Ja, auf jeden Fall. Also ja. schon im alten Ägypten
das ist schriftlich überliefert, wurde über Verhütung gesprochen. Das ist also ein uraltes Thema. Aber erst in den 60er Jahren gab es natürlich die große Revolution. Aber die Leute waren sehr interessiert, nie feindlich, sondern haben sich das staunend und nachdenklich angehört. Und das habe ich also bis heute sehr zu schätzen gewusst, also dass ausschließlich christliche Personen, vom christlichen Glauben geprägt, bereit waren, sich das anzuhören und eben auch bereit waren, zur Kenntnis zu nehmen, dass das Christentum selbst in einigen seiner Bestandsstücken antinatalistisch aufgestellt ist. Das ist interessant zu hören und ich hoffe, dass heute das eine weitere, vielleicht positive Erfahrung auf jeden Fall im Diskurs ist, der ja nicht einfach ist und nicht immer so freundlich. Ich denke, wir sollten jetzt einmal zu einem interessanten Menschen kommen namens Kurnik, mit dem ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt habe, und ich rühme mich ja immer noch ganz gerne mit diesem Gedanken, dass hier vielleicht aktuell die beiden einzigen lebenden Menschen versammelt sind, die den ganzen Kurnik studiert haben. Und da wollte ich erstmal fragen, stellen Sie sich in den Dienst von Kurnik, der ja in seinem ersten Dialog explizit zur Verbreitung seiner Theorien aufruft. Er sagt, verdoppelt eure Bemühungen. Sehen Sie sich als jemand, der die Kurnik-Propaganda ausführt? Das würde ich schon so sagen, ja. Aber das tat ich bereits, bevor ich ihn kennenlernte. Ah ja. Ich kenne Kurnik, also ich kenne Kurnik ja noch gar nicht so lange. Ich glaube, erst seit vielleicht 2011. Ja, das ist schon ein gutes Jahrzehnt, aber ich kannte ihn nicht von Anfang an. Und ja, doch, also ich bin jetzt nicht der Missionar, der versucht, alle Menschen, denen er begegnet, sofort zu missionieren, weil das eben ein sehr heikles Thema ist, was auch einer einigermaßen entwickelten Diskussionskultur bedarf, die nicht ganz so ausgeprägt sein muss wie beim Thema Promortalismus. Also das dürfen eigentlich nur Menschen diskutieren, und das würde ich Ihnen auch zugestehen, dass sie das sind. Da kann man in Teufelsküche kommen, wenn man das mit Menschen diskutiert, die die Diskussionskultur nicht mitbringen. Aber Antinatalismus ist auch schon grenzwertig. Da kann ich nicht überall missionieren. Aber es wissen viele, dass ich das mache, wobei ich glaube, dass nicht mal meine Arbeitskollegen wissen, dass ich Antinatalist bin. Okay. Weil Sie ja zumindest im Deutschsprachraum so der, denke ich, profilierteste Vertreter durchaus sind. Die Arbeitsverhältnisse in der Gegenwart sind höchst entfremdet, was auch wieder dafür spricht, keine weiteren Menschen hervorzubringen. Sie können mit anderen jahrzehntelang zusammenarbeiten in einem Raum und die wissen nichts von mir. Okay. Das ist leider die Wirklichkeit, die auch dafür spricht, keine neuen Menschen in diese entfremdete Welt hineinzusetzen. Sicher. Kann ich in dem Zusammenhang immer fragen, wie es zu dem Rabiat-Beitrag kam? Also sind die auf Sie zugekommen oder andersrum? Ja, ich wurde kontaktiert, genau. Okay. Sind Sie denn mit der Darstellung Ihrer Person und Ihrer Ansichten in dieser Dokumentation zufrieden? Also ich würde zwei Sachen sagen. Einmal fand ich die ganze Dokumentation sehr ehrlich. Die ist sehr ehrlich gemacht worden, also ohne böse Absichten. Da wurde nicht versucht, jetzt jemanden schlecht darzustellen. Okay. Aber im Einzelnen, wenn man berücksichtigt, also dass die Aufnahmen ja sich über viele, viele Stunden erstrecken, und ich noch sehr viel gesagt hatte, bin ich dann mit der Auswahl doch nicht ganz zufrieden. Ich habe zum Beispiel mehrfach diesen Kernsatz gebracht, dass wir doch alle unterschreiben würden, dass man nie so handeln darf, dass ein Mensch sterben muss als Folge der eigenen Handlung. Ich hatte gehofft, dass dieser Satz gebracht werden würde. Der war mir sehr wichtig. Aber Wir hatten, glaube ich, drauf gewettet. Er ist nicht gebracht worden. Ich kann es so nachvollziehen, dass Sie das nicht gemacht haben. Und da gehören noch einige andere Sachen zu. Ja, also wir hatten das gesehen und wir waren fast entrüstet wegen dieses Framings. Oh mein Gott, jetzt diese Person ist böse. Das wurde ja wirklich so gesagt. Ich habe jetzt ein mulmiges Gefühl. Genau. Und das sind ja so dunkle Gedanken und damit wollen wir eigentlich auch gar nicht unsere Zuschauer überfordern. Es war auch sehr subtil, die Kameraführung, wie sie da ein bisschen gewackelt haben, ins Dunkle reingegangen ist, bevor sie in ihre Wohnung gekommen ist, und muss man sagen, alles so sehr obskur dargestellt. Die Zielgruppe sind ja auch Minderjährige, ne? Von dieser Doku-Reihe. Also das ist ja auch eindeutig an sehr junges Publikum gerichtet worden, um das mal ein ganz bisschen in Schutz zu nehmen vielleicht. Ja.
Erreicht vielleicht auch den einen oder anderen. Junge Erwachsene, dachte ich. Ja, aber das ist ja von Funk, glaube ich, produziert worden und da ist die Zielgruppe 14 bis 29. Also schließt auch explizit Minderjährige mit ein. Und gerade wenn man sich in einer schwierigen Phase als 14-Jähriger befindet, kann das vielleicht auch kommen wir nachher noch also zur Trivialisierung des Antisemitismus. Dass man dann mit sozusagen erwachsenen Menschen drüber spricht, würde ich ja auf jeden Fall jedem sozusagen nahelegen, aber Jugendliche in schwierigen Phasen ist vielleicht dann auch schwierig. Die müssen auch ihren Ruf Pädagogisch. Ja, also man durfte vielleicht nicht mehr erwarten als das, was wirklich entstanden ist und muss zufrieden sein, dass es überhaupt mal den Weg in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gefunden hat. Auf jeden Fall ein großer Schritt, dass jetzt mehr Leute wissen, dass es das gibt. Ich habe 3 Thesen zu Kuhn und ich bin gespannt, also was Sie davon halten, weil ich glaube, ich kann sonst mit keinem Menschen auf der Welt darüber diskutieren. Das wird zum Glück nicht lange anhalten. Schon bald werden Sie mit sehr vielen darüber reden. Zum Glück. Dazu habe ich vielleicht auch das eine oder andere beigetragen. Ich habe 3 Thesen zu Kuhn. Einmal, er ist homosexuell. Zweite These, er müsste sich heutzutage den Vorwurf des Antisemitismus gefallen lassen. Und dritte These, er ist ein Dilettant. Und ich möchte erstmal meine These zu seiner Homosexualität begründen. Denn Koenig hat verkehrt in der ganz frühen LGBT-Bewegung um Max Spohr, wo er mehrere Bücher, also mehrere Teile seines Werks herausgegeben hat. Und um Karl-Heinrich Ulrichs, auch einer der ersten Vorkämpfer quasi der Schwulenbewegung und bezieht sich auch positiv auf Ulrichs in seinem Werk. Nun ist das so, wenn wir uns einmal den Namen Koenig anschauen, mit so einem Pseudonym, man weiß ja auch bis heute nicht, wer dahinter steckt. Ich bin mir relativ sicher, dass das angelehnt ist an den Begriff, den Karl-Heinrich Ulrichs geprägt hat für homosexuelle Männer. Und dieser Begriff ist Urning. Und um das zu beweisen, den Begriff benutzt Koenig selber in einer seiner Fußnoten so als kleinen Hinweis. Dann ist auch ganz klar, Koenig tritt ein für die Gleichberechtigung vor Gericht, insbesondere wenn es um so Erpressungsfälle geht, sagt er, es gibt überhaupt keinen Grund, weshalb Erpressungsfälle mit homosexuellem Hintergrund anders behandelt werden sollen als Erpressungsfälle mit heterosexuellem Hintergrund. Es wird ein für Aufklärung, also er hat großes pädagogisches Anliegen. Dann, das ist ganz besonders spannend, er erwähnt in einem seiner, also in Pessimismus und das Sexualleben Teil 2, erwähnt er einmal Zeno, also einen Philosophen, und ihm ist das ganz wichtig zu betonen, dass er diesen Zeno auch für homosexuell hält. Und das ist eine Strategie, die man auch heutzutage sehr häufig in LGBT-Bewegungen unter anderem, also bei Bewegungen, die sehr, sehr lange einfach unterdrückt und marginalisiert worden sind, dass da versucht wird, Leute in der Geschichte quasi zu reclaimen, zu sagen, das war auch einer von uns. Und ich denke, es passiert eigentlich. Also dieser Zeno sitzt neben 2 Leuten und dann sagt er irgendwie, mir ist warm, steht auf und geht weg. Und für Koenig ist das ganz klar irgendwie ein Zeichen dafür. Und schließlich, logisches Argument, er ist, glaube ich, der einzige Mensch, der den Begriff, der seit Jahrtausenden homophob und sexistisch aufgeladen ist, nämlich den Begriff der Verweichlichung positiv verwendet. Und auch absichtlich positiv. Er könnte auch irgendwas anderes sagen, aber er sagt explizit, er strebt eine Verweichlichung an, eben hin zu einem Aussterben. Bin mir ziemlich sicher. Also das würde ich einmal in den Raum werfen. Was war das noch mit dem ausgeschnittenen Verlag? Ja, genau. Er hat publiziert bei Max Spohr und diese Bücher sind natürlich nicht gerne gesehen worden im Dritten Reich und deswegen, ich weiß nicht, welches Exemplar Sie konsultiert haben, ich war noch in der Ärztebibliothek und das wurde tatsächlich physisch entfernt. Es wurde rausgeschnitten und wo man es nicht rausschneiden konnte, wurde es geschwärzt, damit man ja nicht nachweisen kann, dass es in diesem Verlag, wo eben viele Bücher über das Thema Homosexualität erschienen sind,
damit da die Bibliothek nicht in Schwierigkeiten kommt. Ja, oder eventuell auch vielleicht, um es von der Bücherverbrennung zu schützen. Genau. Wir können heilfroh sein, dass dieses Werk 2 Weltkriege und eine Nazi-Diktatur überstanden hat. Gott sei Dank hat jemand diesen Verlag ausgeschnitten und Gott sei Dank hat jemand über Ekklesiastes König Salomo geschrieben. Davids. Ja. Nee, Salomo. Ja. Das ist meine erste These. Was würden Sie dazu sagen? Sie meinen zu den 3 Aspekten, also Homosexueller, Dilettant und... Also genau, erstmal Aspekt Homosexualität. Ja, also das scheint mir nach dem, was Sie sagen, sehr schlüssig. Ich muss gestehen, dass ich mir darüber keine Gedanken gemacht habe, außer dass ich das Wort, was Sie zuunterst geschrieben haben, das musste ich nachschlagen. Das kannte ich als Fremdwort nicht. Das ist auch jetzt nicht mehr gebräuchlich, aber damals war das so. Und das war mir schon aufgefallen, also seine Ausführungen zu Homosexualität, also im positiven Sinne, genau, dass diese Personen einen Beitrag zum Aussterben der Menschheit leisten, viel mehr als alle anderen. Das Verweichlichen war mir als Anti-Nietzsche in den Sinn gekommen. Das mit der sexuellen Ausrichtung in Zusammenhang zu bringen, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ja. Das ist aber eine faszinierende Kombination von ihm, wobei mich jetzt wiederum interessieren würde, warum das von Bedeutung ist. Also es ist für mich als Menschen eigentlich gar nicht von Bedeutung. Könnte von mir aus auch asexuell, pansexuell, alles Mögliche sein. Es ist nur mir einfach aufgefallen, weil wir so wenig über ihn wissen. Wir wissen nicht mehr, wie er echt heißt. Wir wissen nicht, woher der kommt, ob er überhaupt Deutscher ist oder Franzose. Da haben wir Spuren. Ich hoffe ja auch, dass es irgendwann die Personen geben wird, vielleicht Sie, die in Geburts- oder Standesregistern recherchieren. Also der Ort, wo man anfangen müsste, wäre Heilbronn. Ja. Da scheint er sehr tätig gewesen zu sein. Ja. Es gibt eine Madame Huot, geschrieben in Frankreich. Mit der er korrespondiert hat. Mit der hat er korrespondiert und die schreibt über ihn, dass er auch in Frankreich sehr tätig gewesen sein soll. Ich kann mir also vorstellen, wenn man sich in der Gegend Heilbronn, Frankreich umtut und die Zeit oder die Geduld oder auch die Kenntnisse hat, in Standesregistern zu recherchieren, dass man dann eben auf die Schliche kommen konnte. Okay, sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Zweite These. Wir haben es hier mit jemandem zu tun, der einem für die damalige Zeit vielleicht geläufigen Antisemitismus auf den Leim gegangen ist. Denn er gehört zu denjenigen Philosophen, die sehr viel halten vom echten Christentum. Er selber ist Atheist, sagt das auch, aber er hält sehr viel von dem Kern des Christentums, das er als eindeutig antinatalistisch und auch als eindeutig pessimistisch sieht. Er fasst den Begriff Pessimismus ein bisschen weiter, als wir das jetzt tun würden. Und das kontrastiert mit den lebensbejahenden oder optimistischen Religionen. Und beim Christentum ist es sehr schwierig, weil das ja eben jüdische Wurzeln hat und das Judentum für ihn eine ganz klar optimistische Religion ist, sodass er dann gerne diesen Begriff benutzt vom, ich sage jetzt mal, verdorbenen, zurückjudaisierten Christentum. Und irgendwann kommt er ein bisschen in seiner Polemik ein bisschen durcheinander und wirft diese Begriffe optimistisch, judaisiert und so auch in einen Topf, sodass man da vielleicht ein gewisses Ressentiment rauslesen kann. Besonders interessant wird es, weil er selber auch den Begriff Antisemit benutzt, aber allerdings ganz anders als wir. Er sagt in einer Fußnote, die sogenannten Antisemiten, das sind eine Art von Christen, die aber am Optimismus den eigentlichen Juden nichts nachgeben. Und ich würde sagen, dass er nach heutigen Maßstäben wahrscheinlich, dass man ihm einen gewissen Antisemitismus nachweisen könnte, was man sicherlich auch vielen seiner Zeitgenossen hat. Auch das ist eine sehr interessante Frage. Also man müsste eruieren, an welchen Wortgebrauchen sich in der damaligen Zeit Antisemitismus festgemacht hat. Man müsste also mal kontextuell erforschen, ob oder wie das Wort Judaisierung wie schwergewichtig wirklich antisemitisch gebraucht worden ist. Oder ob es nicht vielleicht ein geläufigeres Wort gewesen ist als heute. Heute wäre das undenkbar, man wäre sofort Antisemit. Man würde sich sofort als Antisemit zu erkennen geben, aber damals könnte der Kontext ein anderer gewesen sein. Das weiß ich, das kann ich nicht beurteilen. Ich halte es für sehr gut möglich, dass er auch unter damaligen konsensuellen Voraussetzungen dessen, was schicklich gesagt werden kann,
als Antisemit gegolten haben mag. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und meine dritte These, er ist ein Dilettant. Er behandelt ja ganz viele verschiedene Bereiche. Also Anthropologie, dann Bildung, dann Sexualwissenschaft, dann ins Recht geht er nochmal, dann Religion, Philosophie. Er macht alles ein bisschen, aber nichts so richtig irgendwie. Mir ist aufgefallen, er liest ja seinen Schopenhauer fast wie eine heilige Schrift, der ist dem ja absolut verpflichtet. Aber hat er außer Schopenhauer noch irgendwie ernsthaft Philosophie rezipiert? Denn die Leute aus dem Schopenhauer Umfeld, Philipp Meinländer zum Beispiel, oder Eduard von Hartmann, der selbst erwähnt, der wird in der Einleitung erwähnt von Richard Kraft-Ehlings Psychopathia Sexualis, zu der Chronik einen ausführlichen Kommentar zu dieser Einleitung geschrieben hat. Da wird Eduard von Hartmann in einem Zug mit Schopenhauer erwähnt, aber Chronik geht überhaupt nicht drauf ein. So, das wundert mich, diese ganze Pessimismus-Debatte, ist das völlig an dem vorbeigegangen. Und auch was er von der griechischen Philosophie hält, also das übergeht er dann noch ziemlich stiefmütterlich in einem seiner Dialoge und sagt, ja, die waren da irgendwie alle ziemlich optimistisch eingestellt. Aber hat er jemals wirklich Theognis oder einen der Tragiker zur Hand genommen? Da könnte er so viel rausziehen, auch so viel, was seine eigene Weltsicht unterstützen könnte. Er sagt sogar an einer Stelle so, ja, die Kinder sollen nicht so viel Griechisch-Vokabeln in den Schulen lernen und so. Und da ist mein Philologenherz fast gebrochen, als ich das gelesen habe. Also meine These ist, er konnte weder gut Latein noch gut Griechisch. Und das kann ich auch philologisch nachweisen, denn er hat ja diese riesige Zitatsammlung, 300 Zitate irgendwie. Ich habe jedes einzelne nochmal nachgeschlagen in seinen Quellen. Und das Spannende ist, er gibt die ja entweder auf Deutsch, auf Englisch oder auf Französisch wieder, aber nicht auf Griechisch oder Latein. Das macht er nicht. Übersetzung bei sich liegen hat. Oder einen der römischen Komiker. Würde er einfach so eine Übersetzung. Aber in den allermeisten Fällen nimmt er das einfach aus seinen englischen Vorlagen, übersetzt aus dem Englischen, nicht aus dem Deutschen, nicht aus dem Lateinischen, ins Deutsche und präsentiert uns das da. Sodass man vielleicht den Eindruck erwecken kann, oho, sein Horaz hat er aber studiert, aber in Wirklichkeit hat er jedes einzelne Zitat aus seinen Zitatsammlungen. Das ist sehr interessant. Also deswegen könnte man ihm sicherlich einen gewissen Dilettantismus unterstellen. Wäre meine Meinung. Also kein Philosoph wie Schopenhauer einer war. Also er ist sicherlich kein Gelehrter wie Schopenhauer oder Hans Blumberg, weil Blumberg in seinem ganzen Leben wahrscheinlich nicht viel anderes getan hat, als zu lesen und zu schreiben. Schopenhauer hat ja gesagt, man soll nicht zu viel lesen, weil dann die Gedanken ausgehen. Das Lesen des Philosophen ist es ja eigentlich, Gedanken zu formulieren und nicht zu lesen. Ich würde es jederzeit unterschreiben, dass Koenig ein Dilettant war, ein philosophischer Dilettant. Ich glaube auch nicht, dass er versucht hat, das zu verhüllen, sondern ich glaube, er macht das legt es offen dar. Okay. Er schildert sich ja als Arzt, als vielgereiste Person. Also als Arzt nicht, das ist Ihre Interpretation. Müssen wir nochmal gucken. Ich meine, ich hätte das irgendwo entnehmen können, dass er Menschen behandelt hat. Schaue ich nochmal nach. Okay. Wenn Sie das nochmal als Frage an mich richten, dann... Ja, gerne. Auf jeden Fall viel gereist, ein viel gereister Mann. Also er kaschiert es, glaube ich, nicht, dass er nicht besonders viel gelesen hat. Und wahrscheinlich hat es damals genauso wie heute auch schon Zitatenschätze gegeben, die er dann zusammengetragen hat. Ja, die nennt er ja auch. Das sind Fournier, Büchmann und King. Wobei bestimmte Sachen wird er doch zur Kenntnis genommen haben. Also Bruno Bauer zum Beispiel, Leben Jesu, das hat er entweder gelesen oder gute Rezensionen darüber gelesen. David Friedrich Strauss? Strauss, genau. Ja. Das meine ich. Und dem entnimmt er ja die Verweichlichung, also die Verweichlichung des Judentums und die Abkehr vom frühen Geist des Christentums. Das entnimmt er diesem Buch. Aber nicht viel gelesen zu haben, ist, denke ich, nicht unbedingt ein Manko für einen Mann wie Koenig. Also er hat ja, auch wenn er sehr, sehr wenig gelesen haben mag, ist er immerhin die Person geworden, die zum ersten Mal einen weltlichen, säkularen Antinatalismus formuliert hat. Also die erste, von der wir im Moment wissen, es gibt sicherlich noch frühere. Und auch in seinen sonstigen Ansichten
für die damaligen Verhältnisse sehr, sehr progressiv. Aber es ist progressiv, auch was seine Pädagogik angeht. Ja. Die Kinder so erziehen, dass ihnen alle Kriegslust für alle Zeit entgeht. Das ist schon sehr, sehr progressiv. Absolut. Also er muss sich schon irgendwie umgetan haben in Lektüren, Ja. denke ich, um diese Gedanken überhaupt fassen zu können. Sonst kann man sich das kaum vorstellen. Aber er hat wahrscheinlich nicht exzessiv gelesen, und wenn das stimmt, was ich vermute, dass er Arzt war, wird er vermutlich auch sehr, sehr wenig Zeit gehabt haben. Ah ja, okay, das würde einiges erklären. Ja, ich denke, wir sollten noch einmal ein paar Fragen an Sie formulieren, die noch aufgekommen sind. Und zwar, da ist jetzt leider nicht da, aber der hat sich die Frage gestellt, nachdem ich ihm den Antinatalismus erklärt hatte. Lukas in Fabula. Genau. Warum, also er kann es verstehen, dass man das für sich so sieht und für sich so entscheidet. Aber warum muss man da so einen riesen Ismus draus machen? Warum muss man da so ein riesen Ding draus machen? Ist das nicht am Ende eine persönliche Entscheidung oder ist das nicht übergriffig quasi, was wir machen? Oder ganz zugespitzt formuliert, an welchem Punkt geht uns Davids Kinderwunsch oder nicht Kinderwunsch, geht mich und Sie und Simon und uns alle was an? Achso, meine Frage, ne? Ja, genau. Ja. Die habe ich verstanden. Ja, das ist das Wesen der Ethik. Also die Ethik mischt sich ein. Das Wesen des Hedonismus ist, was muss ich tun, damit es mir selbst gut geht? Und die Fragen der Ethik gehen weiter darüber hinaus. Also die mischen sich in die Belange aller anderen in Frage kommenden Wesen, wie man inzwischen weiß und das auch berücksichtigt, auch der Tiere ein. Und insofern ist es, denke ich, nichts Übergriffiges, jedenfalls unter einer Prämisse nicht. Unter der Prämisse nicht, dass man bereit ist, offen zu kommunizieren und dass man bereit ist, ethische Gespräche zu führen und ethische Debatten abzuhalten. Das sind die Prämissen. Und dann muss man eben auch bereit sein zu sehen, dass das eigene Handeln bewertet wird. Also ethisch fragen heißt ja immer auch bewerten, nach guten Handlungen und schlechten Handlungen oder Unterlassung. Insofern ist es gar nichts Übergriffiges, auch wenn das eine sehr häufige Reaktion ist. Was fällt dir ein, Fragen nach dem Nachwuchs zu stellen, die andere Menschen als sich selbst betreffen? Aber wir fragen ja auch inzwischen nach den Essgewohnheiten, auch etwas, was sehr nah am Körper ist. Auch das wird bewertet nach gut und schlecht. Wir fragen nach den Fahrgewohnheiten, also nach den Transportgewohnheiten, nach den Reisegewohnheiten. Also alles das wird mit Recht in Frage gestellt und beantwortet von Menschen, die sich mit ethischen Fragen beschäftigen. Und es wird rezipiert, zur Kenntnis genommen, von den Menschen, die bereit sind, sich darauf einzulassen. Aber es ist natürlich nicht so, dass eine Person, die sich mit Ethik beschäftigt, das Recht hätte, dass eine andere Person sich darauf einlässt. Dieses Recht gibt es nicht und das kann man auch nicht erzwingen. Also jede Person kann auch natürlich immer sagen, ich möchte die Kommunikation abbrechen, weil mir das zu sehr auf den Leib geht. Das geht mir zu nahe. Wenn man das macht, handelt man aber wiederum aus Sicht der Ethik in vielen Bereichen des menschlichen Lebens unethisch. Also wenn man die Kommunikation abbricht, muss man sich nachsagen lassen, unter Umständen unethisch gehandelt zu haben, denn man hätte sich ja belehren lassen können über eine bessere Verhaltensweise. Also wenn ich Interkontinentalflüge mache, kann ich sagen, hör auf, mich darauf anzusprechen. Aber ich muss mir dann anhören lassen, das ist schlecht, wie du gehandelt hast. Und mit Recht auch. Okay, stimme ich zu, aber ich möchte anmerken, dass ich den Vergleich ein bisschen hinkend finde, weil sowas wie Transportwege, Ernährung, das sind alles sozusagen Konstrukte, während die Fortpflanzung etwas Urnatürliches ist, sozusagen. Und wir ja auch nicht fragen würden, wie sozusagen der Sexualakt abläuft, zum Beispiel. Aber sowas wie Ernährung oder Transportwesen, das ist ja etwas, was wir uns als Gesellschaft aufgebaut haben, sozusagen. Ja, und noch dazu... Deswegen finde ich, dass das ein bisschen nicht sozusagen auf einer Ebene ist, danach zu fragen. Ich finde, es gibt vor allem verschiedene Ebenen. Also du kannst dich so ernähren, so ernähren, so ernähren, so ernähren. Du kannst Fahrrad fahren, Auto fahren, fliegen, Taxi fahren, wie auch immer. Aber du kannst nur Kinder kriegen oder keine Kinder kriegen. Oder, also, bitte? oder adoptieren. Ja, ja, aber, das ist besser. Ja, aber adoptieren bedeutet ja, dass jemand anders Kinder kriegt. Also, Die schon da sind, genau. Ja, genau, aber ein Kind, also entweder
Kinder kriegen oder keine Kinder kriegen. Ob das jetzt ich oder die nächste oder eine Person ist, die nicht, ne, die irgendwie die Möglichkeiten hat und sagt, okay, gebe ich zur Adoption frei, aber irgendwo Kinder kriegen oder nicht Kinder kriegen. Ja. Also darauf läuft es halt hinaus. Man kann keine halben Kinder kriegen oder man kann kein ökofreundliches Kind kriegen. Da müssen wir mal ganz kurz verweilen. Ja. Da gibt es einen kardinalen Unterschied. Also Personen, die ein Kind adoptieren, die akzeptieren ja ein bestehendes Kind. Ja. Es wird ja immer gesagt, also Menschen, die Kinder hervorbringen, die machen was ganz Tolles. In Wahrheit akzeptieren die aber kein Kind, die nehmen kein Kind auf, sondern die gucken mal, wer da kommt. Aber Eltern, die ein Kind adoptieren, die haben eine Person vor sich, die sie annehmen. Mhm. Da ließe sich darüber sprechen, ob das nicht vielleicht ethisch gesehen sogar eine zu bevorzugende Handlung ist. Also einen Menschen wirklich anzunehmen. Es wird ja umgangssprachlich metaphorisch oft gesagt, wer ein Kind hat, nimmt auch einen Menschen an, aber das stimmt nicht. Ein Mensch wird angenommen, wenn ein bestehender Mensch aufgenommen wird. Ja, aber trotzdem lässt es sich im Endeffekt doch wieder darauf runterbrechen, dass ein Kind gezeugt und gekriegt wurde. Also es muss zunächst mal ausgetragen werden. Ja. Ja, genau. Und das meine ich ja. Also ich finde, dass, that being said, bin ich auch ein riesengroßer Fan von Adoption in all seinen Facetten. Also nicht nur jetzt sowieso Menschen adoptiert. Also das ist sowieso jetzt auch mal ganz persönlich gesprochen mein absolutes Ideal, dass ich mir halt denke, so, also wozu soll ich mir neue Kinder kaufen, wenn es schon welche gibt? Ja. So, dann nehme ich doch das, was schon da ist, wenn die gut, halt aber der Umstand, so, dass das Kinder haben oder nicht haben, nur binär ist, während Transport unzählige Möglichkeiten bei der Ernährung auf, und weil wir auch sagen können, es gibt nur Fleisch oder nicht Fleisch, das können wir auch binär aufstellen. Da würde ich jetzt zurückfragen, inwiefern ist das wichtig für die Beurteilung, ob es gut oder schlecht oder bevorzugenswert oder nicht bevorzugenswert ist? Nur weil es binäre Entscheidungen sind. Ich kann die Fortbewegung auch binär aufziehen, indem ich sage, ich kann mich mit dem Fahrrad oder zu Fuß bewegen. Das ist ohne den Verbrauch von Strom oder anderen natürlichen Ressourcen. Oder naja, aber Fahrrad dann ja auch wieder mehr, weil Metall, Gummi und so weiter. Also ja, aber ich kann es auch binär aufziehen. Aber die Frage ist ja, warum ist das ethisch relevant? Wie viele Posten ich da jetzt aufmachen kann? Du meinst, dass es keine Software-Abstufung gibt? Ja, genau. Also es gibt halt, keine Kinder kriegen ist halt alternativlos sozusagen. Also die Entscheidung ist sehr, sehr stark ein für alle Mal, nicht wahr? Also es gibt ja keinen Trost, kein genau. Also kein Substitut für ein echtes Kind. Es gibt keinen. Ne? Genau. Ich kann kein Sojakind kaufen. Was wurde in der Dokumentation gemacht? Die Regisseurin hat versucht zu zeigen, dass alle Interviewten Haustiere hatten. Und hat damit natürlich versucht zu suggerieren, da schaut mal her, die haben jetzt zwar keine Kinder, aber verzichten auf das, was ein Kind eigentlich hätte mit sich bringen sollen, das wollen sie dann doch nicht. Sie haben alle Haustiere, entweder Hunde oder Katzen. Insofern gibt es natürlich schon Substitute, wenn man so möchte. Und alternativlos übrigens, es könnte auch in der Zukunft möglich sein, Menschen zu klonen. Und dann gäbe es nicht nur dieses Kinder kriegen, nicht Kinder kriegen, sondern es gibt auch noch Klonen. Künstliche Gebärmutter und so weiter. Ja. Okay, also das ist natürlich jetzt aber noch nicht Gegenstand unserer Debatte. Und vor allem ist dieses Ding mit dem Kinderkriegen, also wie ich auch schon sagte, ist einfach auch nicht rückgängig zu machen. So, also es ist, ich habe ja, vielleicht kann ich es gerade noch nicht so 100% begründen, aber ich habe trotzdem einfach das Gefühl, dass diese Frage nach Kindern einfach so ungleich viel absoluter ist in so vielen Aspekten als eben Transport und Ernährung. Nochmal vielleicht ganz kurz daran anknüpfen, weil Sie ja diesen Vergleich gebracht haben. Sie würden ja auch nicht fragen, warum essen Sie oder warum bewegen Sie sich fort, sondern Sie würden ja fragen, wie bewegen Sie sich fort. Und man würde ja sozusagen nicht hinterfragen, warum man einem natürlichen Trieb nachkommt. Das würden Sie beim Essen oder Reisen ja auch nicht tun.
oder beim Sozialkontakte pflegen oder sowas. Aber da sind sie sozusagen so übergriffig und fragen, warum man das überhaupt macht. Könnte ich sie auch fragen, warum isst du überhaupt? Aber es gibt einen Unterschied. Du musst essen, um zu überleben. Du musst auf Klo gehen, du musst Sozialkontakt haben. Das gehst du ein. Das ist richtig. Naja, kommt drauf an. Du musst, also für Teilhabe halt schon. Wenn wir reisen, sagen als, sobald du dein Haus verlässt, ist das Reisen. Sobald du von A nach B kommst und mehrere Optionen für diesen Weg hast, also es ist jetzt nicht zum Nachbarn gehen, aber ich meine, das haben wir am 9-Euro-Ticket wunderbar gesehen, wie viel soziale Teilhabe auf einmal möglich war, allein für Sachen wie zu Bewerbungsgesprächen kommen und so weiter. Also das sind ja, also so gesehen ist für Teilhabe an diesem Leben ist Reisen unerlässlich. Du musst irgendwie zum Supermarkt kommen, du musst zur Arbeit kommen, du musst zum Bewerbungsgespräch irgendwie kommen, du musst unter Umständen zum Amt kommen. Also du kannst dich nicht fortbewegen. Ich würde vielleicht noch einmal einhaken und sagen, dass das so ein bisschen ein naturalistischer Fehlschluss auch ist. Denn häufig wird gesagt, das ist ja was ganz Natürliches, das ist ja was ganz Normales. Aber das macht es noch lange nicht gut. So, wenn wir uns anschauen, was in der Natur passiert, das ist nicht gut. Stunden fressen ihre Totgeburten zum Beispiel. Das ist nichts, was man nachahmen sollte. Und im Zweifelsfall ist der Mensch ein moralfähiges Kulturwesen, das darüber entscheiden kann. Und ja, ich gestehe zu, dass die meisten Menschen, nicht alle, einen sehr, sehr starken oder zumindest schwer zu überwindenden Sexualtrieb haben und Möglichkeiten finden müssen, wie sie damit umgehen. Aber das ist ja was ganz anderes als ein... Ich denke an die Bibelstelle, wo Bene bei seiner Hochzeit das zitieren wollte. Ja, die sich nicht enthalten können, die sollen lieber heiraten als zubrennen. Ja, das ist super. Erste Punkt. Aber ich muss unbedingt eigene Kinder haben. Das ist etwas, das grundsätzlich hinterfragt werden muss. Und zwar nicht nur, weil man solche vermeintlich natürlich Sachen hinterfragen muss, sondern vor allem, weil man nicht selbst derjenige ist, der davon nur die Folgen zu spüren bekommt, sondern eine komplett neue Existenz, davon 70 Jahre, 80 Jahre lang die Folgen zu spüren. Und deswegen übergriffig ist es eher das, über den Kopf einer anderen Existenz hinweg zu entscheiden, okay, du lebst jetzt. Man müsste ja auch noch fragen, ob es wirklich einen Fortpflanzungstrieb gibt. Den gab es ja jahrzehntelang in der Literatur, aber der wird auch immer häufiger bestritten. Also ich glaube, die verbreitetste Auffassung ist inzwischen, dass es weder bei Männern noch bei Frauen einen wirklichen Kindertrieb gibt. Also auch Frauen gesteht man inzwischen zu, oder man sagt über sie, dass sie diesen Trieb eher verspüren, weil er durch die Sozialmoral anerzogen ist. Also das wird vermittelt, wie Sie auch sagten, verschiedentlich. Das ruft erschrockenes Nachfragen hervor, wenn man bekundet, keine Kinder zu wollen. Dann beruft man sich dann auch gerne, was? Verspürst du den Trieb gar nicht? Jetzt bist du schon 38 und spürst die Uhr gar nicht ticken, aber diese Uhr gibt es, die ist nicht nachgewiesen. Die gibt es wahrscheinlich gar nicht. Es gibt nur den Druck. Im Zweifelsfall wird dann auf Renten verwiesen. Und da sehen wir dann auch ganz schnell, das ist kein biologisches Phänomen, sondern ein soziales Phänomen. Kinder werden gebraucht, um den Laden am Laufen zu halten. Das widerspricht auch den kantischen Grundsätzen, dass man einen Menschen nie zum Instrument machen soll. Das wird aber pausenlos gemacht in unserer Gesellschaft. Menschen werden instrumentalisiert, indem man Frauen genau dazu aufruft, solche hervorzubringen. Das ist gegen die kantische Ethik, gegen den ganzen Standard der westlichen Ethik. Das führten Sie auch in einem Interview aus, das Lennart zur Verfügung gestellt hatte. Da verwiesen Sie auch darauf, dass der Mensch ein Kulturwesen sei und deshalb ethisch handeln könne und nicht nur naturgetrieben handeln muss. Aber Sie sagten in demselben Interview auch, dass Sie grundsätzlich nichts gegen die Ein-Kind-Politik in China einzuwenden hätten. Würden Sie sagen, das ist eine gewisserweise ethische Politik und würden Sie so weit gehen und sagen, es wäre eigentlich richtig, auch eine Null-Kind-Politik einzuführen? Gegen den Willen der Menschen? Ich weiß gar nicht mehr, habe ich das tatsächlich gesagt, dass ich für die Ein-Kind-Politik war? Also wie auch immer. Letzteres auf jeden Fall, ersteres habe ich so ein bisschen frei. Also wenn ich was dazu gesagt habe, dann habe ich bestimmt den ganzen Kontext gesagt, der dann geschnitten wurde. Der ganze Kontext wäre, die Alternative wäre ja in China gewesen, dass Menschen mehr Kinder hervorgebracht hätten, was bei der in China zur Verfügung stehenden urbaren Fläche
auf jeden Fall zu einer Katastrophe geführt hätte. China hat nicht besonders viel urbaren Boden. Und das versucht dem ja jetzt auch zu entgehen oder dem zu entsprechen, indem China jetzt, wo es mächtig ist und die nötigen Gelder hat, sich anderswo Boden mietet oder kauft oder pachtet. Selbst auf Madagaskar zum Beispiel. Also China, wie die Europäische Union auch, kann China die eigene Bevölkerung nicht mit dem eigenen Boden ernähren und schon gar nicht mit dem steigenden Fleischkonsum. Wenn jetzt aber die Ein-Kind-Politik, so schlimm sie auch für einzelne Paare oder für viele Paare gewesen sein mag, nicht eingeführt hätte, dann wäre es, das ist mehrfach errechnet worden, kann man sich mit wenig Fantasie auch vorstellen, wieder zu einer großen Hungersnot gekommen, wie unter Mao schon. Da steht man vor der Frage, was ist vorzuziehen? Also Drangsalierung, Grausamkeit gegen Eltern, die ein zweites Kind haben möchten, oder eine große Hungersnot mit wahrscheinlich Millionen von Toten. Eine schwierige Frage, ein Dilemma, ein ethisches Dilemma. Das ist eigentlich in der Philosophie größer, wichtiger angelegt, sodass, wenn man auf die Literatur schaut, das ist mir auch nicht ganz klar, mehr das Individuelle, das Leid das Leid ist schlimm und so, und ich möchte jetzt meinen Nachfahren das Leid nicht mitvererben, oder mehr so dieser, ich weiß nicht, ob das logisch, was ich gerade denke, aber dieser Gedanke, ich komme jetzt gerade nicht ganz, ich bin nicht aus dem Munde, was ich denke. Sie meinen vielleicht das Verurteilen zu einem eigenen Leben? Ich kriege es nicht zusammen. Ich habe vielleicht. Wir können erst weiterreden. Denn eine Kommilitonin hatte mich aufmerksam gemacht auf einen Artikel im Spiegel, ein Interview mit einem Demografieforscher, Paul Morland heißt er. Und der Spiegel fragt, heute gibt es junge Menschen, die auch aufgrund des Klimawandels auf Kinder verzichten wollen. Und die Antwort, lassen wir uns einmal auf der Zunge zergehen, weniger Menschen bedeuten nicht zwangsläufig weniger Emissionen. Ich würde die Bevölkerung nicht aufgrund des Klimawandels reduzieren wollen. Ich denke, wenn junge Menschen sagen, dass sie wegen des Klimawandels keine Kinder möchten, aber gleichzeitig erwarten, dass sie jemand im Supermarkt bedient oder ihre Eltern pflegt, dann wollen sie diese Dienstleistung konsumieren, sind sich aber zu fein, um sie zu produzieren. Ich sehe das kritisch. Wir sollten stattdessen unseren Lebensstil ändern und auch auf technische Lösungen bei der Bekämpfung des Klimawandels setzen. Das Letzte, was wir opfern sollten, sind potenzielle Leben. Für mich das Wertvollste überhaupt. Was haben Sie einer solchen Ansicht zu entgegnen? Das ist ein großartiger Satz, der erneut belegt, dass der uralte Gu-Form, der Mythos der Ungeborenen, immer noch lebendig ist, also bis in unsere gegenwärtige Zeit. Ich war mir nie so ganz sicher, ist das übertrieben, wenn ich das so formuliere, wie ich das formuliert habe, aber ich erlebe es in persönlichen Kommunikationen sehr häufig. Also dass Menschen sagen, aber dann werden die doch gar nicht geboren. Dann wäre ja die Alternative der Lüge, dass sie ungeboren bleiben. Und da haben wir den direkten Anknüpfungspunkt an das altjüdische Schatzhaus, an den Ort der Ungeborenen, die da herauskommen müssen. Nur dass es heute natürlich, oder in letzter Instanz viel mehr gegeben hat, als damals angenommen wurde. Der muss ja quasi unerschöpflich sein, dieser Ort, also wenn heute noch daran appelliert wird. Und da immer noch Menschen herauskommen, die andererseits ungeboren bleiben würden. Aber andererseits ist so eine Antwort natürlich, finde ich, nicht sehr durchdacht. Denn auch in Weltgegenden, in denen die Lebensumstände, das Niveau, das Konsumniveau viel niedriger ist als bei uns, also auch dort gibt es ja Leid aufgrund der Überbevölkerung. Es hängt einfach mit der begrenzten Kapazität der Erde zusammen. Die Erde kann eine bestimmte Anzahl von Menschen offenbar nicht vernünftig versorgen. Sie könnte es unter ganz anderen wirtschaftlichen Verhältnissen, aber von denen sind wir weit entfernt. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit natürlich. Man kann genug Nahrungsmittel produzieren, aber in einem Land wie China oder Indien wird es nicht funktionieren, weil einfach die Umwelt auch schon weitgehend zerstört ist. Die Erosion steigt, in Indien steigt der Fleischkonsum, es gibt fast gar keine Wälder mehr in Indien, das ist alles weg. Wie will man alle diese Menschen versorgen? Insofern haben die Klimabewegten durchaus recht. Sie sind zwar meistens keine Antinatalisten,
sondern nur Denatalisten. Das heißt, die wollen, dass es weniger Menschen gibt, aber nicht, dass die Menschheit ausstirbt. Auch das war ein Missverständnis in der Filmdokumentation. Da wurden ja alle als Antinatalisten dargestellt, die oft nur wollten, dass es weniger Menschen werden. Wenn die ganze Menschheit von jetzt auf gleich vegan wäre, dann könnten wir mit den bestehenden Nutzflächen, wie war das? Ich bin mir jetzt nicht sicher, 5 oder 7 Milliarden weitere Menschen ernähren. Mit dem gleichen Wasser, was wir verwenden und mit denselben bestehenden Nutzflächen, ohne weiter abzuholzen. Es ist so lächerlich, wie viel Ressourcen Fleischkonsum einfach braucht. Das heißt, es würde sogar eine Zwei-Kind-Politik reichen, theoretisch. Wenn ich da einmal anknüpfen darf, sind ja, also beides, überzeugter Veganer und überzeugter Antinatalist. Und für mich hängen diese Begriffe auch ganz nah miteinander zusammen, beruhen auf demselben ethischen Fundament, also fast zwei Seiten derselben Medaille. Und da würde ich Sie mal fragen, schauen Sie als Antinatalist auf Eltern oder werdende Eltern so wie ein Veganer auf ein Fleischesser schaut? Das ist eine gute Frage. Ich ertappe mich oft bei dem Gedanken, dass ich es fast noch verwerflicher finde, dass Eltern ihre Kinder nicht wenigstens vegetarisch erziehen. Ich habe in meiner Nachbarschaft mehrfach versucht, die einmal jährlich stattfindenden Nachbarschaftsfeiern wenigstens vegetarisch stattfinden zu lassen. Der Erfolg war gleich 0. Ich glaube, es ist viel einfacher, wenigstens von karnivorer Ernährung auf eine vegetarische umzusteigen, als kein Kind zu wollen. Und weil diese Entscheidung so unendlich viel einfacher durchzuführen ist, ist es auch umso verwerflicher, dass man sich nicht wenigstens für den Vegetarismus entscheidet, wenn schon nicht gleich für den Veganismus. Also diesen ersten Schritt müssten Menschen, die doch eigentlich ständig bekunden, sie wollen das Beste für ihre Kinder, wenigstens diesen Schritt müssten sie doch, nachdem die Kinder einmal da sind, machen. Der wird aber nicht gemacht. Da heißt es dann, ich möchte, dass mein Kind das miterlebt, dass mein Kind diese Erfahrung des Fleischessens auch hat. Also es soll nicht aufgewachsen sein, ohne das auch erlebt zu haben, so wie ich es erlebt habe. Da hilft es dann auch nicht zu sagen, der Mensch braucht im Wesentlichen Proteine, Kohlenhydrate, Öle und Mineralstoffe und Vitamine. Die Rationalität ist dann ebenso ausgeschaltet wie beim Kinderwunsch. Wo es heißt, mein Kind wird aber vielleicht etwas ganz Besonderes, was der gesamten Menschheit noch dienlich und förderlich sein wird. Das ist alles Irrglaube, der ein Fass in eine schopenhauerische Verzweiflung treiben kann und Flüche Jeremias ausstoßen lassen kann. Würden Sie es als ethisch obligatorisch bezeichnen, das Vegan-Gespräch zu führen, wenn man danach gefragt wird als Veganer? Also ich werde oft gefragt, warum bist du denn vegan? Ja. Und theoretisch muss ich jedes Mal dieselbe Diskussion führen, die im Normalfall nirgendwo führt. Das ist jetzt einer der Fälle, glaube ich, bei denen Ethik als philosophische Disziplin überfordert ist. Das ist jetzt, weil das ja so individuell von der Situation abhängt. Wo befinden Sie sich gerade? Wer sind Ihre Gesprächspartner? Bewerben Sie sich gerade irgendwo? Sie wissen, dass wenn Sie jetzt positiv auf diese Frage reagieren, dann bekommen Sie eine Stelle nicht. Zum Beispiel. Oder sind Sie jetzt kurz davor, wissen Sie, dass Sie eine Freundschaft zerbrechen werden, wenn Sie jetzt ehrlich diskutieren? Deshalb glaube ich, dass man diese Frage nicht pauschal beantworten kann. Also dass man sie nicht moraltheoretisch angehen kann. Da müsste man jetzt Fälle konstruieren und dann Gedankenexperimente machen. Okay, danke. Auch wenn Antinatalismus in der Tagespolitik wahrscheinlich keine Rolle spielen wird, welche Partei müsste man wählen, um dem am ehesten Ausdruck zu verleihen, seine Haltung? Ich glaube, in Großbritannien gibt es sogar so eine Antinatalismuspartei. Ja. Gibt es da in Deutschland eine Partei, die vielleicht auch indirekt, also aus Versehen, quasi diese Ziele am meisten verfolgt? Ich kann mir vorstellen, dass es die Ökologische Partei Deutschlands ist. Ich glaube, sie heißt Ökologische Partei Deutschlands. ÖDP, ja. Die ist es, glaube ich. Okay. Das bringt mich noch zu der Frage, welche politische Ausrichtung an sich dem ethisch begründeten Antinatalismus am nächsten steht. Da sind ja auch in der Philosophie die Meinungen sehr weit auseinandergegangen. Philipp Meinländer, von mir sehr geschätzt, der
möchte es ja quasi den leidenden Menschen die Existenz noch so angenehm wie irgendwie möglich machen und entwirft dafür ganz akribisch auch so einen sozialistischen idealen Staat, wo die Menschen maximal glücklich sind. Kurnig hingegen strebt einen pazifistischen Staatenbund an, oder sollte es doch eher oder muss es vielleicht eher eine ökofaschistische Diktatur nach dem Vorbild von Pentti Linkola? Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name was sagt. Okay, da muss ich ihn einmal ganz kurz vorstellen. Das wundert mich tatsächlich. Das ist ein wahrscheinlich der radikalste Tiefenökologe und Umweltschützer aus Finnland. Er ist vor 2 Jahren gestorben und geht so ein bisschen. Den Namen mal dran schreiben? Ja, Pentti Linkola. Weil ich kann kein Finnisch. Ja, Das kannst du mir jetzt x-mal sagen und ich mache immer noch was. Hanna, direkt 6 Sätzen. Stritt für eine ganz, ganz drastische Bevölkerungsreduzierung ein aus Nachhaltigkeitsgründen, zur Not eben auch mit Gewalt, zur Not eben auch mit Grausamkeit und begrüßt deswegen auch so bevölkerungsreduzierende Maßnahmen, ob das jetzt Kriege sind, ob das Epidemien sind und so. Also ist da jemand, für den die Ethik sehr unwichtig ist, aber vor allen Dingen das Wohl des Planeten. Und da sagt er, die Menschen müssen unbedingt aufhören mit ihrer furchtbaren Technologie und die Menschen müssen unbedingt aufhören, in solchen Zahlen einfach hier auf dem Planeten rumzulaufen. Weil das, dachte ich auch so, wäre vielleicht noch eine extreme Position hinsichtlich dieser Vererbungstheorie. Und da wollte ich wissen, bei welchem sozusagen politischen Weltbild stehen Sie am nächsten, oder doch vielleicht einer Anarchie, weil die Menschen sowieso schon zu viele biologische und ideologische Zwänge aufgelegt sind. Da will ich die Frage ein bisschen vorgreifen, weil ich denke, eine sehr lange Frage, weil ich jetzt meinen Punkt nochmal wieder habe und der ein bisschen vorgreift. Und zwar, was mich gefragt hat, war eigentlich Folgendes. Eigentlich ist es ja, wenn wir sagen, unser Ziel ist es, dass wir Leid in Zukunft verhindern, das Leid der Menschheit aus ethischen Gründen, ist das ja eigentlich eine Philosophie, die sehr kollektivistisch ist. Es geht um das Wohl der Menschheit und es steht konträr zum Glück des Individuums. So. Und das Wenige, was ich von der Literatur mitbekommen habe und von Leuten aus dem Bereich, wirklich wenige, es schien mir doch zum Teil aber sehr aus dem Blickwinkel des Individuums gedacht. Vielleicht auch, weil das Kinderkriegen-Thema so wichtig war, was ja individuelles ist, zumindest der praktische Vorgang. und wie ist denn das aus Ihrer Sicht? Wird in der Literatur der Antinatalismus auch als eine kollektivistische Philosophie gesehen? Also ich in der Gefahr, dass ich jetzt an Ihrer Frage etwas vorbeigehe, würde ich so antworten. Der Antinatalismus ist ja nicht nur aufs Individuelle gerichtet, sondern er berücksichtigt auch kollektive Ereignisse, wie insbesondere Kriege. Also ich formuliere das so, dass mit Auschwitz die Probezeit der Gattung vorbei gewesen ist. Nach Auschwitz spätestens war es eigentlich unmöglich geworden, noch neue Menschen in die Welt zu setzen, weil die Technologie in Deutschland, die Humanität, die allgemeine Kultur war auf einem solchen Höchststand, dass niemand so etwas für möglich gehalten hat. Das ist aber passiert. Und es sind nach Auschwitz ähnliche Großvorgänge, die ein Scheitern der ganzen Menschheit bezeugt haben, passiert. Das heißt, die gesamte Probezeit der menschlichen Gattung ist abgelaufen, weil wir solche kollektiven Ereignisse nicht mehr zulassen dürfen. Wir können sie nur ausschließen, indem wir uns nicht mehr fortpflanzen. Der Stand der Technik, der Stand der ethischen Debatte, alles hinfällig. Das war alles höchst entwickelt, das hat nichts dazu beigetragen. Deshalb ist die Enthaltung von der Fortpflanzung das einzige probate Mittel, das dem Einzelnen zur Verfügung steht, der Einzelnen, um zumindest zu bekunden, ich habe es nicht gewollt, wenn es wieder passiert. Dass das keinen Erfolg haben wird, das ist keine Debatte, aber es ist der Protest des Einzelnen und der Einzelnen gegen Auschwitz und gegen alle bisherigen großen Menschheitskatastrophen. Aber ich fürchte, ich habe Ihre Frage damit nicht ganz genau beantwortet. Das war endlich das, was ich meine. Also der Gedanke ist sehr kollektivistisch, gegen das individuelle Glück gerichtet, also gegen das höhere Glück, das meine ich ja nur damit. Und ich kenne auch aus Ihrer Sicht die Debatte und die Bücher, die geschrieben werden, Texte, die Vorträge, die aus diesem Bereich kommen, ob die das auch
hinreichend berücksichtigen. Oder ob man sich mehr die Frage stellt, zumindest ganz abstrakt, der Mensch, der Leid erfährt, das ist schlecht, das möchte ich nicht, oder die Menschheit, die irgendwie leidet, das möchten wir verhindern. Das ist, je nachdem, was man mehr betont, wie jeder mehr betont, kann man ja, die Gedanken, die darauf folgen. Ja, das verstehe ich jetzt besser. Antinatalisten wird oft etwas ironisierend geantwortet, euer Ziel wird ja nie erreicht. Aber ich würde als Antinatalist immer dagegen halten, also jede einzelne Entscheidung zählt. Jeder einzelne Mensch ist ein ganzes Universum an Eindrücken, an Erlebnissen, an Erfahrungen. Deshalb zählt die Verhinderung des Existenzbeginns jedes einzelnen Menschen. Es ist nicht nur das Endziel einer Erde ohne Menschen wichtig, sondern jede einzelne pronatalistische Entscheidung zu revidieren, das ist wichtig. Wir hatten vorhin über Instrumentalisierung von Menschen gesprochen. Das hatten wir auch in unserem Diskurs in der letzten Stunde gemacht. Und zwar ging es darum, ob es als Antinatalist nicht sinnvoll wäre, Kinder zu zeugen, die als Antinatalisten ausgebildet werden, um eben in zukünftigen Generationen weiterhin Antinatalisten vertreten. Also, Sie wissen, was ich meine. Ja. Ich kann daran auch noch anknüpfen. Das liegt, der Gedanke ist der, dass wenn die Antinatalisten aussterben und damit auch die Leute, die theoretisch für solche Ideologie empfänglich wären, wenn die einfach weg sind und sich nur die, in Anführungszeichen, Unreflektierten, die das immer so gemacht haben, weil es halt natürlich ist, wenn nur die weiterleben, denen ist dann damit geholfen. Wie kann man sicherstellen, dass es immer eine einigermaßen stabile Antinatalistenquote gibt? Wie stellt man sicher, dass es kein Outbreeding gibt? David haben wir das Beispiel genannt aus was in Israel mit den orthodoxen Juden, die sich zum Ziel gesetzt haben, eine bestimmte Anzahl von Kindern in die Welt zu setzen. Also noch vor 20 Jahren haben die Ultraorthodoxen ungefähr 10% ausgemacht der Bevölkerung von Israel, jetzt sind es schon 20% und die haben sich das sozusagen zum bewussten Ziel gesetzt, die Mehrheit zu werden in dem Land. Und da kann man ja sozusagen nicht gegen ankämpfen, wenn man als Antinatalist ausstirbt. Das ist natürlich die Frage, inwieweit, also nicht nur, dass Kinder dann instrumentalisiert werden, sondern die Frage auch, inwieweit kann man mittels Erziehung überhaupt erreichen, dass ein Kind sich in eine bestimmte Richtung, also sei es zum Beispiel zum überzeugten Kommunisten entwickelt, oder zum Christen oder Antinatalisten. Das geht wahrscheinlich immer nur in bestimmten Umgebungen, also in relativ abgeschlossenen Zirkeln, in kleinen Ländern oder in verschworenen Gemeinschaften, die sehr stark unter sich leben und die den Umgang mit anderen nur in ganz beschränktem Ausmaße führen. Ja, oder indigene Völker eher auch. Also nicht mal, es ist ja... Also man muss ja nicht nur so negativ konnotierte Gruppen, sondern auch indigene Völker, die immer mal drunter chillen. Ja, also wie viele Eltern haben schon ausgerufen, wie kann es denn sein, dass mein Kind sich in diese oder jene Richtung entwickelt hat? Wir leben noch so oder so, wir haben noch alles mitgegeben gehabt, geboten und so weiter. Hier schließt sich auch meine Frage an Sie, wie es bezüglich des freien Willens steht. Also sind Sie eher ein Determinist oder stehen Sie da noch gewisse Handlungsfreiheit zu oder wie sehen Sie das? Über die Debatte ist eine Freundschaft fast in die Brüche gegangen. Mein Standpunkt ist der, wir haben einen freien Willen, aber nicht, weil ich glaube, dass wir ihn beweisen könnten, auch nicht argumentativ, sondern weil ich glaube, dass wir den freien Willen zumindest versuchsweise damit retten können, dass wir einerseits sagen, es ist alles kausal bedingt in unserer Welt, wir können aber nicht erklären, wie Bewusstsein entsteht. Kein Mensch weiß, was Bewusstsein ist, wie oder warum es offenbar aus dem Gehirn oder irgendwie im Zusammenhang mit dem Gehirn entsteht. Also Bücher, die sagen, Bewusstsein erklärt, Consciousness explained, das sind meine Sachen sind alles Scharlatane, die dann schreiben. Wenn man solche Bücher begeistert öffnet und denkt, oh, da muss da jemand jetzt die Lösung gefunden haben, ist man sehr schnell enttäuscht in den ersten 30 Seiten. Dann wird wieder von Neuronen geredet, aus denen chemische Substanzen ausgemacht. Was Bewusstsein ist, das weiß kein Mensch. Deshalb vermute ich, also dass im Bewusstsein ein Rückzugsort ist, über den wir sagen können, da wissen wir nicht Bescheid. Und da muss irgendwo die Freiheit des Willens verortet sein. Und zwar in dem Sinne,
dass zwar alles kausal bedingt ist, aber dass wir das Netz der Kausalitäten im Bewusstsein überdeterminieren können. Also das heißt, ich würde unterschreiben, alles ist kausal. Es gibt keinen nicht kausalen Zusammenhang, aber in unserem Bewusstsein ist ein Ort, wo wir das überdeterminieren können, die Kausalketten. Das würde mich nochmal bringt zu dieser Frage Optimismus, Pessimismus. Denn wenn ich den Leuten erzähle, ich habe hier meinen Philipp Meinländer, ich habe hier meinen Ulrich Horstmann, dann höre ich, ja, Lennart, aber das sind ja auch ganz radikale Pessimisten. Es gibt doch auch noch die Optimisten und irgendwo dazwischen, nennen wir es mal Realismus, so da kommt man vielleicht der Wahrheit am nächsten. Lennart, warum denn nicht auf die schönen Dinge achten? Sind doch nicht alles so negativ. Es lebt sich doch viel angenehmer mit einem positiven Mindset. Und tatsächlich, wenn wir einmal schauen bei Thomas Ligotti in seiner Conspiracy Against the Human Race, der sagt ja ganz klar, es gibt Leute, die sind vom Typ einfach Optimisten, es gibt Leute, die sind vom Typ einfach Pessimisten. Man kann die einen nicht von dem anderen überzeugen. Da prallen Weltbilder aufeinander, das geht nicht. Wohingegen Schopenhauer sagt, übrigens kann ich hier die Erklärung nicht zurückhalten, dass mir der Optimismus, wo er nicht etwa das gedankenlose Reden solcher ist, unter deren platten Stirn nichts als Worte herbergen, nicht bloß als eine absurde, sondern auch als eine wahrhaft ruchlose Denkungsart erscheint, als ein bitterer Hohn über die namenlosen Leiden der Menschheit. Und er sagt, man müsste eigentlich mal den verstocktesten Optimisten nur durch die Lazarette und Irrenanstalten und so der Welt führen, wo das Leiden ganz offensichtlich ist, und dann wird er schon irgendwie zur Besinnung kommen. Also wie würden Sie das einschätzen? Denn die meisten von uns, wir sind kein Berufsphilosophen. Also warum sollte man sich in seiner Freizeit mit etwas so Deprimierendem wie dem Pessimismus oder dem Antinatalismus überhaupt beschäftigen wollen? Ja, eine gute und wichtige Frage. Also zunächst mal, man kann natürlich mit den Begriffen jonglieren. Also man kann als Sophist auftreten und die Bedeutung ungewichten. Man kann zum Beispiel sagen, das, was ihr für Pessimismus haltet, das ist in Wahrheit Optimismus. Wir Antinatalisten sind nämlich der Auffassung, dass man die Schlechtigkeit der Welt, das menschliche Leiden, ein für alle Mal aufheben kann. Ein sehr optimistischer Gedanke, an den ihr offenbar noch niemals gedacht habt. Wir sind die Optimisten. Das wäre jetzt also eine sophistische Begriffsspielerei, die in manchen Diskussionen ganz sinnvoll sein kann. Wir glauben an die endgültige Veränderbarkeit der Welt durch eine einfache Unterlassung, die jeder Mensch machen kann. Da muss man gar kein großes Wissen, keine großen Kräfte, keine hellseherischen Fähigkeiten für haben. Eine einfache Unterlassung, so einfach ist das. Das ist Optimismus. Aber wie Sie schon sagten, Optimismus und Pessimismus stehen sich meistens eben so gegenüber, dass die Pessimisten ja meinen sollen, die Welt ist insgesamt eher schlecht als gut. Und das ist meines Erachtens tatsächlich der Fall. Und die Optimisten sind diejenigen, die blinde Flecken haben, was, wie Kahnemann gezeigt hat, psychologisch bedingt ist. Also anscheinend ist unser psychologischer Aufbau, ob wir es wollen oder nicht, dergestalt, dass wir auf Optimismus getrimmt sind. Und diejenigen unter uns, die das Schlechte an der Welt wahrnehmen, die würde ich als Realisten bezeichnen. Realisten deshalb, weil hier tatsächlich Vorkommnis nicht ausgeblendet wird. Vielleicht sind es die feinfühligeren Menschen, die Menschen, die mehr Empathie haben. Und ich würde tatsächlich viele Optimisten als Menschen bezeichnen, die ein Empathiedefizit haben. Das sind Menschen mit Empathiedefizit, die sich in die Leiden all derer, die jetzt mit uns leben, woanders, tausende von Kilometern weg, 2 Kilometer weg von hier, vielleicht in einem Altersheim, dahin sichern, die sich in die nicht hineinversetzen möchten. Also kurz als Antwort, Realist, die Pessimisten sind die Realisten, und wenn ihr es wollt, können wir die Begriffe auch mal ganz einfach umdrehen und sagen, der Pessimismus ist der wahre Optimismus, weil wir die einfachste Methode jedem und jeder zugänglich propagieren, wie das Leid in der Welt vermindert werden kann. Das bringt uns auch noch auf einen weiteren Ismus, nämlich den Nihilismus, insbesondere durch Koenigs Buch. Das heißt ja, der
Nihilismus, und ich denke, das hat für reichlich Irritationen gesorgt, dieser Begriff. Ich habe das einer serbischen Freundin von mir einmal präsentiert und sie wollte wissen, ob Antinatalismus mit dem Nihilismus, vor allem mit dem moralischen Nihilismus überhaupt vereinbar ist oder ob da ein ethisches Fundament ist, das alles andere als nihilistisch ist. Also man könnte ja Nihilismus so definieren, Nihilisten verneinen, dass es Werte gibt. Es gibt keine Werte. Nun ist aber der Antinatalismus, zumindest meines Erachtens, sogar mit idealistischen Wertphilosophien vereinbar. Es gibt ja Wertrealisten, also Platon war der berühmteste. Es gab im 20. Jahrhundert noch Nikolai Hartmann, der in seiner großen Ethik davon überzeugt war, dass Werte eine ideale Existenzweise haben. Es gibt das Reale aus Materie in verschiedenen Stufen, aber es gibt auch noch Werte, die einen idealen Status haben, ebenso wie Zahlen. Also Zahlengesetze, mathematische Gesetze werden entdeckt, die sind schon da irgendwie, die denken wir uns nicht aus, die entdecken wir. Und so seien auch die Werte ontisch gelagert. Jetzt kann man sich aber fragen, was spricht denn dagegen auszusterben oder was tut es den Werten an, wenn die Menschheit ausstirbt? Also da die Werte ja, wie Hartmann sagt, in einer idealen Sphäre, in einer platonischen idealen Sphäre gelagert sind, so wie auch mathematische Gesetze, ist es für die Werte völlig gleichgültig. Und daher denke ich, also muss mit dem Antinatalismus nicht notwendigerweise ein Nihilismus einhergehen, sondern man kann gleichzeitig Antinatalist und zum Beispiel Wertrealist sein, was in diesem Fall heißen würde, man glaubt, dass Werte tatsächlich existieren, wenn auch in einer idealen Sphäre. Können Sie mal auf die politische Frage eingehen, die ich jetzt verhindert habe? Also, nach der sozusagen Welt- und Staatsanschauung, die dem Antinatalismus und generell einem, sag ich mal, ethisch reflektierten Lebensstil am nächsten kommt. Was wäre Ihr Votum sozusagen für den idealen Staat? Da muss ich vorsichtig sein, nicht lange herantasten. Also man darf wahrscheinlich davon ausgehen, dass eine konservative Regierungsform nicht die richtige ist. Denn eine konservative Regierungsform würde ja im Großen alles so belassen, wie es gerade ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und wenn man der Meinung ist, dass vieles schlecht ist, also dann würden schon mal konservative Regierungen nicht in Frage haben. Besser sieht es wahrscheinlich schon aus mit Regierungen, die größeres Gewicht auf Gerechtigkeit legen. Also auf gleiche Chancenverteilung, auf gleiche Ressourcenverteilung, auf gleiche Chancenverteilung. Schlecht sieht es auch aus mit wirtschaftsliberalen Parteien, weil die Auffassung vertreten werden, dass die Meritokratie richtig ist. Wer viel leistet, dem gebührt auch am meisten an Ressourcen und an Chancen. Wobei die natürlich außer Acht lassen, dass nicht alles Verdienst ist, sondern immer eine Frage des Herkommens. Also wo bin ich geboren, wer waren meine Eltern, welche Chancen wurden mir damit in die Wiege gelegt. Also traditionell war es ja so, dass ökologische Parteien versucht haben, Leiden zu vermeiden, indem sie versucht haben, die Degradation unserer Umwelt zumindest aufzuhalten, die Umwelt zu verbessern, unsere Nahrungsmittel zu verbessern, große Katastrophen, Atomkatastrophen zu verhindern, indem man aus der Atomkraft ausstieg. In diesen Tagen verändert sich das alles ein bisschen. Aber ich würde denken, dass Parteien am ehesten mit dem Antinatalismus einhergehen, die sich stark für Gerechtigkeit, Ressourcenverteilung, Ressourcengerechtigkeit, Chancengleichheit aussprechen. Ja, es ist ja auch konsequent, die Demokratie aus einer antinatalistischen Perspektive mehr oder weniger abzulehnen, wenn es darum, also zumindest idealistisch ist nicht, wenn es darum geht, dass wir wollen größtmögliches Leid verhindern, wir möchten keine Geburten
möchten eben nicht, dass jeder für sich selbst schaut, wo er bleibt. Dann wäre es auch eigentlich konsequent, wenn man sagt, Demokratie ist eigentlich nicht das richtige Konzept aus dieser Perspektive. Genau das hat ja Hans Jonas gesagt. Also Hans Jonas hat gesagt, wenn wir die Umwelt wirklich schützen wollen, dann müssen wir mit dem Gedanken spielen, mit dem Gedanken einer Ökodiktatur spielen. Das hat er im Prinzip Verantwortung gesagt. Das wird gerne überlesen, diese Stelle, das ist auch versteckt, aber Jonas hat das immer wieder zu verstehen gegeben, auch in Interviews. Die Welt kann nur geschützt werden, wenn wir eine Ökodiktatur einführen. Da gibt es einen Roman, der heißt Die Ökodiktatur. Sehr, sehr dunkles Buch tatsächlich. Okay. Mhm. Was aber nicht berücksichtigt wird, ist, dass in einer Diktatur, also wie auch in der chinesischen Ein-Kind-Diktatur, neues Leid verursacht wird. Also eine Gesellschaft, in der die Handlungsfreiheit und die Entscheidungsfreiheit vielleicht auch sehr stark beeinträchtigt sind, erzeugen ja riesige Mengen an neuem Leid für die Menschen. Deshalb wäre ich zum Beispiel auch nicht für eine Partei, die es sich auf die Fahne schreibt, den Antinatalismus mit Zwangsmitteln durchzusetzen. Sondern als was Parteien angeht, bin ich einfach Mitglied der Linken, in der der Antinatalismus überhaupt keine Rolle spielt. Da dürfte ich mich, also habe ich mich noch nie zu geäußert. Weil es natürlich verschiedene Ebenen der Debatte gibt. Also eine Partei ist für mich jetzt nicht der Ort, philosophische Debatten dieser Art zu führen, sondern Leid zu vermindern mit den Mitteln, die eine Partei besonders gut kann. Demonstrationen, Schreiben, Aufrufe, Streit mit anderen Parteien. Das heißt also Anteile am gesellschaftlichen Diskurs gewinnen und an der gesellschaftlichen Hegemonie zu gewinnen. Also ich denke, das muss man leider trennen. Hätte ich heute also doch mein God is a Marxist T-Shirt anziehen. Tja, ich wollte nur sagen, dass ich es habe. Bringt mich auf eine interessante Assoziation. Darf ich noch mal einmal dazwischen grätschen? Es tut mir jetzt wirklich richtig leid, dass ich hier die Partypuperin bin, aber ich wollte noch mal einmal auf die Zeit hinweisen. Es ist jetzt kurz vor 11. Wir sind seit knapp 5 Stunden dabei. Das ist schon stabil, das ist länger als ein Durchschnittsseminar zumindest. Länger als Leute im Schnitt über Fortpflanzung nachdenken. Und auch länger, als man im Schnitt sich effektiv gut konzentrieren kann. Ich wollte also nur mal nachfragen, wie auch der Stand ist, also insbesondere auch bei ihm. Ein bisschen über linke Politik gesprochen haben. Da ist mir ein interessanter Gedanke gekommen, nämlich einmal, ob man einen Überbegriff finden kann für Antinatalismus, Veganismus und vielleicht noch die anderen ethischen, einigermaßen also zu einem ethisch vertretbaren Leben beitragenden Lebensweise. Ob man da vielleicht einen Überbegriff finden kann, der nicht so, ich sag mal, negativ definiert ist wie Antinatalismus, denn das klingt so ein bisschen nach so einer Ein-Themen-Philosophie und wer würde jetzt unbedingt eine Ein-Themen-Partei auch wählen? Und da fand ich die Assoziation ganz interessant. Antinatalismus als Social Justice Movement. Denn wenn wir im Veganismus sind, der ja eng damit zusammenhängt, dann sind wir ganz schnell bei den Tierrechten. Wir sind beim Antinatalismus auch ganz schnell bei Frauenrechten, denen unbedingt die Kontrolle über ihr Körper gegeben werden soll, die bloß nicht irgendwie als Gebärmaschinen irgendwie herhalten, sondern es geht, das hatten wir kurz angerissen, bei dem Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Das wird häufig auch damit assoziiert. Da sind wir bei allgemeinen Menschenrechten. Koenig, ein ganz früher Vertreter des Antinatalismus, des modernen Antinatalismus und auch gleichzeitig ein ganz früher Vertreter der Gleichberechtigung von Homosexuellen und Heterosexuellen. Feminismus brauche ich gar nicht anfangen. Also könnte man das, Koenig stilisiert ja sich auch als Vorkämpfer für die Rechte der Ungeborenen. Ist das so abwegig? Ich denke, das ist aus ontologischen Gründen ähnlich abwegig, wie zu sagen, dass Menschen durch ihren eigenen Tod geschadet wird, wie Benatana zum Beispiel sagt, oder dass bereits der Beginn der Existenz ein Schaden ist. Wir können alltagssprachlich sagen, wir bewahren die Ungeborenen vor Schaden. Aber wenn man sich das Ganze ontologisch ansieht, ist es natürlich nicht ganz richtig. Dann ist es alles etwa den Status, wie wenn wir sagen, die Sonne geht auf.
Natürlich werden wir immer verstanden, wenn wir das sagen. Aber astronomisch ist es nicht ganz präzise. In diesem Sinne würde ich sagen, ist es auch mit Aussagen wie wir bewahren die Ungeborenen vor Schaden. Wir werden immer verstanden. Und wenn wir nicht gerade um Präzision bemüht sind, ist es auch völlig in Ordnung. Aber wenn wir zu ergründen versuchen, wie die Dinge wirklich liegen, dann müssen wir uns anders ausdrücken. Okay, also das war nur so eine Assoziation von mir. Wie Sie es gerade angesprochen hatten, und ich denke, wir sind hier in einer ganz seltenen Konstellation, wo es einmal zur Sprache gebracht werden kann, ist der Pronatalismus. Über den sollten wir sprechen. Das ist auch innerhalb des Antinatalismus ein Tabuthema teilweise. David Benatar ist da auch, will sich dazu auch nicht richtig äußern irgendwie. Vielleicht einmal ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, was damit gemeint ist. Antinatalismus bedeutet einfach, dass man zukünftiges, also potenzielles Leben, Leiden und Sterben am besten verhindern möchte. Dass man sagt, das Beste ist es, nicht geboren zu sein. Der Pronatalismus geht noch einen Schritt weiter, nämlich das Zweitbeste, was wir beim Ekklesiast gesehen haben, das Zweitbeste, was auch bei Theogonis heißt. Das heißt, wenn man auf der Welt ist, ist das Beste, möglichst bald zu sterben. Und es gibt von dieser Philosophie, gab es in der Antike so vereinzelte Vertreter, aktuelle Vertreter fällt mir eigentlich nur Ji-Hoon Hwang ein, ich weiß nicht, ob Ihnen der Name was sagt, ein junger Koreaner, der jetzt natürlich auch nicht mehr unter uns weilt. Aber da wollte ich einmal sehen, wie Sie zu der Analogie stehen, verhindertes Leben bedeutet verhindertes Leid, beendetes Leben, beendetes Leid. Wie sehen Sie das? Ja, die Standardfrage zu diesem Thema ist ja eigentlich, würden Sie, angenommen es gäbe Ihnen den, wie auch immer, gefärbten Knopf drücken, wenn Sie den drücken, ist garantiert, dass die gesamte Erde im Bruchteil einer Sekunde aufhört zu existieren. Ja, das ist der Benevolent World Exploder. Ja. Und jetzt muss man die Antwort auf die Frage muss man eigentlich immer vorbereiten. Man muss sagen, es handelt sich um ein Gedankenexperiment. Und wenn also in diesem Gedankenexperiment unter gedankenexperimentellen Bedingungen abgesichert ist, dass es so funktioniert, gut, jetzt kann ich die Antwort geben, ja, ich würde diesen Knopf drücken. In der Realität, wenn jemand an mich herantritt, ich habe hier so etwas gebaut, ich garantiere dir, aus diesen und diesen Gründen, Wasserstoffbomben überall deponiert und was nicht alles und noch neue Zerstörungsmittel, ich würde ihn nicht drücken. Also in der Realität würde ich diesen Knopf nie drücken. Ein Gedankenexperiment, also auf einer sehr abstrakten Ebene, würde ich sogar Leuten empfehlen und kann es nachvollziehen, wenn sie sagen, dass sie diesen Knopf drücken. Aber der Pronatalismus geht ja noch viel weiter. Er geht ja so weit zu sagen, dass auch die Beendigung einer fremden Existenz im Grunde genommen eine ethisch gut zu heißende Handlung ist. Weil garantiert jedes Lebewesen, dem noch einige Zeit zu existieren beschieden ist, wohl oder übel leiden wird. Und da tauchen also ganz neue Fragen auf und neue Abgründe von Antworten, über die sich, wie Sie eben auch schon gesagt haben, selbst innerhalb der antinatalistischen Gemeinde die Teilnehmer so zerstritten haben, dass es zu Anfeindungen, Todesdrohungen, YouTube-Löschungen und unversöhnlichen Brüchen gekommen ist. Das ist natürlich die Konsequenz aus dem Antinatalismus, wenn das Leben denn so schlecht ist. Und jedem von uns Leid, zumindest die Sterbenskatastrophe, die konditionell beschieden ist, handle ich da nicht gut, wenn ich das Leben einer anderen Person beende. Oder zumindest sein eigenes. Zumindest das eigene. Bei anderen Existenzen würde ich immer antworten, eine Gesellschaft, in der das zulässig wäre, würde ja so viel Angst erzeugen, dass das Leben in dieser Gesellschaft unerträglich würde. Denn ich wüsste ja nie, bin ich vielleicht der Nächste, der, wenn er ans Fenster tritt, erschossen wird, weil eine wohlmeinende Person der Auffassung ist, mir das Leid meiner Zukunft zu ersparen. Was haben Sie denn für eine Suizidethik? Ja, also Suizidethik selbst formuliert. Das ist natürlich ein Thema, wenn ich vom Antinatalismus spreche, kommen häufig so Nachfragen, alles in Ordnung bei dir? Und auch, also es ist ein Thema, das einfach häufig angerissen wird. Wie sieht das bei Ihnen aus? wie
wie sehen Sie das umgesetzt? Also in Ihrem Manifest schreiben Sie von einer staatlich garantierten Sterbehilfe. Wie geht es da noch? Haben Sie da noch mehr, was sozusagen dazu noch gehört? Zu einer humanen sozusagen Suizid- oder Euthanasie? Ja, also die Suizidgeschichte taucht reflexartig auf, wenn man sagt, dass man Antinatalist ist. Oder dass man lieber nicht geboren ist. Das ist so. Warum bringst du dich da nicht selbst um? Aber das hat meiner Ansicht nach wenig miteinander zu tun. Der Suizid wird ja auch für den Antinatalisten erst dann interessant, wenn das eigene Leben wirklich unerträglich geworden ist. Also das eigene Leben muss ja nicht unerträglich sein. Es kann ja lange Zeitphasen geben, in denen es erträglich ist. Es kann auch sein, dass es nie so schlecht wird, dass man auch nur einen Gedanken an Suizid hat. Das ist also ein Missverständnis auf Seiten der Pronatalisten oder der Normalbevölkerung. Aber davon abgesehen würde ich immer dafür plädieren, also dass Menschen in großer existenzieller Not die Möglichkeit haben, ihr Leben zu beenden. Und es sollte umso einfacher sein, je größer entweder die Not ist, je aussichtsloser. Und das sind die einen Faktoren. Und der andere Faktor ist das Alter. Je älter eine Person ist, desto leichter sollte es für sie sein, das Leben zu beenden. Bei jungen Personen ist Vorsicht geboten, weil da oft suizidäre Neigungen vorhanden sind, die dann erfahrungsgemäß in späteren Lebenslagen widerrufen wurden. Jüngere Menschen haben sich manchmal vor die S-Bahn geworfen, den Finger verloren und sagen dann später, sie leiden heute noch genauso wie früher, aber würden es heute nicht mehr machen. Weitere Unterstellungen, weitere Assoziationen, die sehr, sehr schnell kommen, wenn man sich äußert zum Antinatalismus, sind vielleicht einmal aus der rechten Seite, wenn es dann heißt, wollen Sie, dass unsere edle Rasse, unser Volk ausstirbt und dann irgendein anderes, geburtenstarkes unseren Platz einnimmt? Also bekommen Sie Anfeindungen aus dieser Richtung, also Stichwort Volkstod? Ich weiß, es gibt so Videos auf YouTube, die heißen so Antinatalism is White Genocide. Und vielleicht bekommen Sie auch Anfeindungen aus der anderen Richtung, denn wenn man Leuten empfiehlt, vielleicht besser keine Kinder zu kriegen, dann wird man vielleicht schnell auch in diese Eugenik-Richtung gedrängt. Und da würde mich mal interessieren, wie so Ihr Erlebnis ist an persönlichen Anfeindungen, die Sie da erhalten. Also da muss ich sagen, dass ich wahrscheinlich unverdienterweise ganz großes Glück hatte bisher. Ich hatte schon Mitte der 90er Jahre hier in Hamburg und in Leipzig Seminare gemacht, in denen Antinatalismus auch thematisch wurde. Zu den Zeiten konnte man nicht mal offen über Abtreibung sprechen. Peter Singer konnte man nicht diskutieren, der konnte sich in Deutschland nicht zeigen, ohne Proteststimmen zu haben. Ich hatte da immer Glück, also ich habe über die ganzen Jahrzehnte relativ wenig Anfeindungen gehabt, das muss ich wirklich sagen. Und andere Personen, die sich viel weniger drastisch oder offen geäußert haben, haben viel mehr Anfeindungen bekommen. Also zu viel weniger aufrührerischen Themen. Also einfach das ist eine reine Glückssache. Okay, denn also es ist ja so, viele Vertreterinnen auch des Antinatalismus schreiben und schrieben immer unter Pseudonymen. Philipp Meinl, Turnek, Ken Coates, Theophil Tichiro, Manuel Parzinen. Und sie sagen, weil sie sich vor gesellschaftlicher Ächtung oder Karrierenachteile fürchten. Auch der berühmteste Vertreter, David Benneter, hält sich ja notorisch irgendwie bedeckt über sein Privatleben und weiß nicht mal so richtig, wie der eigentlich aussieht. Aber sie sind sehr leicht zu finden im Internet, sehr leicht waren sie für mich auch zu kontaktieren. War das eine bewusste Entscheidung? Hat das Mut erfordert? Würden Sie sagen, es hat sich ausgezahlt? Und welche Strategie würden Sie jetzt im Jahre 2022 jemandem, weiß nicht, wie mir oder wie Simon, empfehlen, der sich zu dieser Position bekennt und dazu publiziert? Ja, ich muss mich gerade mal korrigieren. Also ich hatte gesagt, ich habe keine Probleme gehabt, das ist natürlich grundfalsch. Ich habe mich ja nicht habilitieren können. Ich hatte 1997 dieses Buch als Habilitationsschrift hier in Hamburg eingereicht. Und der Antinatalismus, allein die Debatte, ich werfe ja nur die Frage auf Verhalten der Menschheit, das hat schon gereicht, dass ich mich nicht habilitieren konnte. Ich war damals 32, also sehr jung für eine Habilitation. Und es gab sehr viele Menschen an der Hamburger Uni, die das nicht verstanden haben, weshalb man mich dann nicht habilitieren ließ. Und es ist also ganz klar
das Thema gewesen. Also ich nehme das alles zurück. Natürlich habe ich massiven Schaden mit diesem Thema erlitten. Das ist heute ganz anders. Also was Benatar macht, halte ich für vollständig übertrieben. Also es gibt ja offenbar kein einziges Bild von ihm im Internet. Ich kenne Personen, die ihn auch persönlich getroffen haben. Und wie soll er aussehen? Er hat, glaube ich, eine Mütze immer auf. So wie Alan Walker. Oder So, ja. Also die Situation hat sich vollständig geändert. Ich dachte irgendwann auch, ich müsste bis vor vielleicht 15 Jahren meine Adressen geheim halten, aber dann merkte ich, also wenn ich irgendwo anfing, da passierte nichts und inzwischen mache ich das alles offen. Es kommen keine Telefonanrufe, keine Beschimpfungen, das gibt es alles nicht. Also aus irgendeinem Grund hat sich die Lage aus meiner Sicht entspannt. Man kann das Thema offen diskutieren. Es gibt inzwischen auch das erste Buch eines deutschen Professors, das ist eine Ausgabe von Herrn Hallig. Ja, ist das gut? Ich habe es mir noch nicht gekauft. Es ist wahnsinnig teuer, für 120 Seiten, glaube ich, 80 Euro. 70 Euro. Hast du dich gekauft? Nein. Und ich werde warten, bis es das mal antiquarisch gibt. Deshalb, also aus meiner Erfahrung, würde ich Ihnen jetzt nicht unbedingt empfehlen, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, sondern lieber die Chance nutzen, offen in Debatten eintreten zu können und erreichbar zu sein. Und ich glaube, Sie müssen inzwischen auch nicht mehr an der Universität Nachteile befürchten. Die Zeiten sind vorbei. Das beruhigt mich. Und ich denke, mit diesem Wort, mit dieser Einstellung können wir enden. Und ich danke Ihnen nochmal von ganzem Herzen dafür, dass Sie diese Möglichkeit wahrgenommen haben und so ausdauernd und schön unseren Fragen sich gestellt haben. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich habe noch so viel anderes, aber Gibt es denn noch irgendwas, was Sie persönlich nochmal ansprechen möchten, was Sie noch mehr rausheben möchten? Oder ja, irgendwelche Fragen an uns? Ich bin sehr beeindruckt, wie sich die ganze Landschaft verändert hat. Also als ich 1995 mein erstes Buch zum Antinatalismus schrieb, dachte ich, ich wäre damit alleine auf der Welt. Da gab es nichts. Also mit dem Internet habe ich erst 1996 oder doch 95 angefangen. Also ich kannte noch nicht mal das Wort Antinatalismus. Das erste Buch hieß Soll eine Menschheit sein? Als Frage aufgeworfen. Und inzwischen hat sich die Debattenkultur, was dieses Thema angeht, unendlich geöffnet. Und dafür ist diese Veranstaltung eben auch der Beleg. Also wir sind jetzt nicht 200 Menschen hier, aber sie sind ja auch nicht unbedingt vom Fach, also nicht unbedingt vom Fach Philosophie. Gar nicht eigentlich. Nicht alle. Niemand eigentlich, so richtig. Nicht mal. Ich mag das nicht mal. Naja, aber Sie verfolgen schon sehr stark stringent philosophische Fragen. Aber dass das möglich ist, das finde ich sehr beeindruckend und finde ich sehr, sehr vielversprechend. Und ich nehme das als Zeichen, also dass der Antinatalismus unter Umständen doch noch eine gewisse Zukunft vor sich hat, also im Aufblühen ist. Eine Frage noch, also wenn sich Studenten zusammentreffen und spät abends bizarre Gedankenspiele nachdenken, ist das ja die eine Sache, aber wie sieht das aus mit Aktivismus? Ich habe hier mal probehalber, das wird eben bekannt vorkommen, ein Probeexemplar drucken lassen und also wie kann man vielleicht die Leute erreichen, die dem sozusagen nicht so aufgeschlossen gegenüberstehen, erstmal wie wir? Wie kriegt man die Idee an die Leute? Da müsste man im Grunde genommen, wie man das ja auch in Parteien macht, Stände machen. Also auf Marktplätzen oder in anderen Philosophien Stände machen, sich dahinter stellen und dann Informationsmaterial haben. Okay. Wäre ein Projekt für aus dem fensterlosen Raum rauskommen. Sehr, sehr schön. Thinking outside the window. Auf geht's!